gewoon, dat is best geweldig, vind ik, van jou. Oh, welkom du. Mich in Grün, das erste mit Schweinspann, das erste wenig bieten, das erste einmal alle Tipp mit stoffig. Wir waren die Erde von der, tun wir von der, waren die Erde und Kirchen von der 100-jährigen Jubiläumsfest von Mennoniten hier in Mexico. Welcome, as we invite you to join us in watching videos of our centennial here in Mexico. It is extremely windy out there, but we think we will have a wonderful time as we watch this. So, wer wir auffangen? Kommt. Ich sehe Marcella Ernst, der deutsche mehr als die meisten Menschen mich kennen. Ich sehe die Tochter von Jeb Ernst, da waren die meisten wollten wie ich sie. Und von der wir ein klein bisschen gucken, wo wir alles belebt haben, fehlt ja ab das 100-jährige Anniversario. And my name is Francis Wheeler. Most people know me as Francis Wheeler. And we're going to watch a short recap today of our 100-year anniversary. Okay, so die du fehlt ja auch, nicht? Und wir haben erst was design. Ich habe noch niemals in meinem Leben so viel Deutsch auf eine Stelle design. Und wenn's, die werden ja auch Deutsche. Also, die werden alle Menschen von hier haben, die drei Kulturen, die werden ja Einheimer, Deutsche und auch Tarahumaras. Und wir werden nicht alle von verschiedenen Städten auf der Welt. Meine Schwester kommt von Holland, ich rede mit einem von Deutschland, ich lerne Menschen kennen von Bolivien, und das ist wirklich interessant, dass so viele Menschen wie gekommen sind. It was very interesting. We had people here, you say your sister visited us from Holland. We had people from China. I know there was people from Paraguay, Brazil, Belize. The governor of Chihuahua was here as well. And then, of course, all our three cultures that we have here, the Mennonite culture, Mexicans, and the Tarahumara. It was just an absolutely all-inclusive, wonderful, wonderful event. Und was ich total verglichen habe, ist so wie viele verschiedene Sorten Menschen, wie können alle so finden leben, wie das schafft alle so finden, wie können alle durch Hand die deutsche Kultur lösen, ja, in the Mennonite culture. Und dann nach wie 100 Jahren können in Mexiko sein. Und ich glaube, dass wir können dort Eten schmecken, du wirst alle Ausstellungen, was du willst, dass wir keine Traktorkes runter von einer Stadt oder andere fahren, dort geht wie schön. I thought it was very creative of some of these companies to bring tractors and bring trailers that people could go between one of the expos to the other, and it was just very, very clever of them to do that. Yes. Wir werden ein kurzes Video gucken von alles, was wir die 5 Jahre haben getan, für das 100-jährige Anniversarium von Mennoniten in Mexico. Yes, now we invite you guys to join us in watching a short recap of the 5 days that we had here celebrating the centennial.
Da kannst eerst voor dit fast weer de aanwending. En du wirst so welche Menschen, wat du wirst. Du kommst die Person, wat de Land, de Stadt in der Umgebungsregierung. Du kommst Menschen von Deutschland, wat du kommst reden, und von Kanada. Und dann kommt noch die Person von der Banco de Mexico. Wenigstens, du wirst was so Besonderes. Die haben 20 Päuse gemerkt, extra für das Jahr. As we begin with the inauguration, we had people representing us from Germany, Canada. We had people representing us on the government level from the country, the state, and the municipals. And we had people there from the Bank of Mexico as they brought there the 20 pesos. That was really cool. En dan weer nog een deutsche Jugend, die zong door een Leute, dat een extra gedicht für diese 100 Jahre. En dat is so schönes zu singen. And we also had a choir there singing a song that they had composed for the centennial. And I thought that was really cool, that they told a story in a song that was written especially for this event. En de parade, die wird gruwelijk so interessant. Die hadden oude Vaartje, waar ik nog niemals in mijn leven gewusst dat hier sind die wären. Die hadden die oude Pietsvaartje, die hadden Traktas, die hadden sogar een Burra. En die wat mij kan, die weet niet eigenlijk Burras. Die hadden oude Korn, nieuwe Korn, Samis. Dus du wird von alles. Oude dingen waar ik niet meer gewusst had dat hier überhaupt die Menschen sind, die hadden. And at the parade, they had thousands of vehicles, maybe even hundreds. And there was your form of transportation. There was a donkey. And it was just super cool to have all these old types of cars that were used during the century that we've been here. I thought it was really, really cool. So, nu hebben we kijken bij de aanwending weer en ook de parade, waar al die schmakken voortgeween en al die oude tractors en de bagers en de pieren en de burras. So, waar we afhangen dit video te kijken, wenn es für die, wat je nu gezegd was, dan zal je ook zo wat wie du beleefd hebt. So for all of you who weren't able to come, who weren't able to attend in person, we invite you to join us. Relax, get comfortable. We're going to watch the video of the inauguration, the parade, and all of the cars that were passing by and everything. So get comfortable and we'll be watching next. Buenos días a todos. Lo vamos a cantar dos cantos. Vamos a cantar un español y un alemán. Vamos a cantar de la canción del 1922. Del 1922 hasta 1927, ferrocarriles fueron llegando, cargados de menonitas que su patria estaban dejando. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, les dio su labor. Ahora trabajan con fe y con honor. De 1922 hasta el 27 fueron llegando ferrocarriles con menonitas porque nuevas tierras andaban buscando. Y 100,000 hectáreas de tierra compraron. Ellos
que nos apoyaron y están protegiendo. Dios en el cielo, te damos las gracias porque existimos por tu compasión. Vinieron de lejos como golondrinas, de tierras lejanas oyendo veloz. En Ciudad Cuauhtémoc les brindó su abrigo, los vio como hermanos la tierra de Dios.
einen frischen Morgens, den 8. März 1922, kwam de eerste zucht aan de station aan in San Antonio de los Arenales, waar we van der ontgaan aus Cuauhtémoc. Met manche families en om nu een nieuwe geschichte aan te vangen. Ze kwamen naar deze nieuwe plaats, wat nie weer bestaan met gemischte Feuer. Mutig, dat ze weer endlich aangekomen. Ansicher, wen alles has nie. En meer, wen wir eine lange Reise, wat ze gehad hadden. Hier soll een nieuwe aanvang zijn für ihre Kinder. Als sie aufstehen vom Zug, dann sollen sie lange Glecke starten mit Bäumen in der Raum. Und da wird es ziemlich wüstisch, da wird kein geräumt. Man sagt, keine Stadt von mehr als 100.000 Menschen, das von der in Cuauhtémoc ist, sondern bloß eine Zugstation mit 13 Bäumen, ein Specker und mehrere kleine Häuser. Da wird ein ganz neuer Umfang und mit vielen anderen Geschichten, das wo wir von der und führen, mit 100 Jahren Mennoniten in Mexiko. Erstens, weil wir Gott danken, dass er uns Partie gebracht hat, wen ohne haben wir hier nicht sein. Zweitens, weil wir Gott danken für unsere Verführer, was uns haben Partie gebracht. Und was wir haben ein Ziel, eine bessere Zukunft haben für ihre Familien. Wir danken auch Mexiko für uns abnehmen, in unserem Port von ihrer Geschichte zu sein. Dankeschön für uns hineinladen. Und diesen Tag, ich freue mich, dass ich konnte willkommen heißen und das Jahrestag von 100 Jahren Mennoniten in Mexiko. En un amanecer fresco, el 8 de marzo de 1922, llegó un tren en la estación de San Antonio de los Arenales, hoy conocido como Cuauhtémoc, con muchas familias para empezar una nueva historia. Llegando al destino, bajan en un lugar desconocido, seguramente con sentimientos mixtos, de alegría por haber llegado al destino, con incertidumbre por ser un lugar nuevo y cansado de un viaje largo con varios desafíos. Aquí debe ser el futuro de sus hijos. Al bajar en la estación del tren, observan un paisaje semidesértico con la vista de terrenos planos y las montañas en alrededores lejanos. No se veía ninguna ciudad de 100,000 habitantes como lo es Cuauhtémoc hoy en día, sino solamente una estación de tren con 13 árboles, un granero y unas casas de adobe. Este comienzo nuevo, con muchas nuevas otras historias, nos ha llevado a la celebración del día de hoy, para que podamos festejar en lo grande el aniversario de 100 años desde la llegada de los menonitas a México. Primeramente queremos darle las gracias a Dios por habernos permitido vivir, porque sin Él no estaríamos aquí. De igual forma, damos las gracias a nuestros ancestros que tenían una visión de un mejor futuro para sus familias. México, gracias por recibirnos y permitirnos ser parte de la historia de nuestro querido México. Hoy en día podemos decir que somos orgullosamente menonitas y mexicanos. En este día de celebración es un honor poder darle la bienvenida a cada uno a esta inauguración de la celebración de aniversario de 100 años de historia de menonitas en México. Bajo este marco que hoy nos reúne, procedo a presentar a las personalidades que integran el presidio. Contamos con en representación de la gobernadora maestra María Eugenia Campos Galván, María Angélica Granados Tres Palacios, Secretaría de Innovación, Desarrollo Económico. También contamos con el presidente municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza.
Contamos con el jefe de Colonia, Manitoba, Guillermo Fer. El jefe de Colonia Swift, Johan Fer. Del Banco de México, Alejandro Alegre. Ahora, también contamos con la distinguida presencia de del diputado Saúl Mireyes Corral en representación de la diputada Georgina Bujanda, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua. Víctor Nava Emorcillo, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua en representación del licenciado Marco Bonilla, presidente municipal de Chihuahua. El licenciado Eddie Bray Gómez Gallego, secretario de Turismo del Estado de Chihuahua. Luis Villalobos, en representación de Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez. Santiago Martínez Gutiérrez, en representación de Patricia Terrazas Vaca, diputada federal de Cuauhtémoc. Rogelio Olvera García, en representación del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Desarrollo Rural Federal. Oscar González Luna, en representación de César Jaregui, secretario general de Gabinete. Y sobre todo, nos da mucho gusto dar la bienvenida a Oscar en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Oscar Leos Mayocuetia, director regional de Gobierno de México. A todos y cada uno, y con muchos otros invitados especiales, una lista larga. Si quisiéramos mencionar nombres, le damos la más cordial bienvenida. Sean ustedes bienvenidos. Enseguida le doy la palabra al historiador Peter Rempel-Enz. Buenos días todos. Festejamos o celebramos nuestra historia. En las primeras décadas del siglo pasado hubo tiempos muy turbulentos para nuestros antepasados, sí, y para todos los menonitas a nivel mundial. De hecho, para todo el mundo eran tiempos muy turbulentos. La Primera Guerra Mundial estalló el 25 de julio del 1914 y finalizó el 11 de noviembre del 18. Los menonitas que permanecieron en Rusia cuando nuestros antepasados llegaron a Canadá en la década de los 1870, desde entonces los que quedaron en Rusia, para no tener que hacer servicio militar, tenían que prestar servicio alternativo, ya sea el servicio forestal o el médico. En la Primera Guerra Mundial, en Rusia, muchos jóvenes menonitas hicieron mucho y lo hicieron muy bien.
en el frente de la guerra, y eso también en el servicio médico. A pesar de gran peligro para ellos mismos, a muchos soldados heridos los recogieron del frente de guerra y luego los llevaron a los hospitales y allí los cuidaban con mucho amor. Muchos soldados canadienses también cayeron en la guerra o regresaron a casa mutilados. Pero a los jóvenes menonitas de Canadá se les permitió quedarse en casa. En 1870, el gobierno federal canadiense había prometido a nuestros antepasados libertad para siempre para sus escuelas y que siempre iban a ser libres, nunca iban a tener que hacer servicio militar. Los jóvenes de otros grupos cristianos, sin embargo, tuvieron que servir como soldados en la guerra. Por esto, el gobierno de Canadá recibió mucha crítica. En 1914, los intereses de las principales potencias y la planeación militar de los alemanes causaron en 1914 que la guerra escalara, tanto que en pocos días esto se convirtió en una guerra continental, de hecho en una guerra mundial. Esto llevó a un cierto sentimiento anti-alemán en muchos países y como resultado, en 1918 nuestros antepasados en Canadá perdieron la libertad de tener sus propias escuelas en las que les había sido permitido enseñar solo el idioma alemán. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, estalló también la gripe española en 1918, a causa de la cual a nivel mundial murieron muchas más personas que en la misma Primera Guerra Mundial. Tal vez algunos de ustedes a veces se pueden haber preguntado por qué y desde cuándo muchos menonitas quieren vivir en colonias cerradas. La zarina Catarina, la segunda, como viuda del zar Pedro II, fue quien les ofreció que en la Ucrania les iba a dar la oportunidad de establecerse en colonias cerradas para poder autogobernarse hasta cierto punto, ya que había grandes espacios abiertos, y así lo hicieron, por lo que durante los 100 años que vivieron así en la Ucrania, ya se habían convertido en verdaderos colonos. Por eso, cuando en 1870 el gobierno de Rusia exigió a los menonitas que también enseñaban el idioma ruso en sus escuelas, entonces también se les privó de la libertad del servicio militar. Luego llegaron a Canadá y allí también habían vivido en colonias cerradas con cierto grado de autogobierno durante casi medio siglo. Pero en 1918 también en Canadá perdieron la libertad de tener sus propias escuelas. Luego, en 1919, enviaron a una delegación a América del Sur para buscar y esforzarse por obtener privilegios documentados en otro lugar, para poder tener sus propias escuelas en alemán y estar exentos del servicio militar y poder establecerse nuevamente en colonias cerradas. Porque ahora ya habían vivido durante 6 generaciones en colonias cerradas y ahora ya les importaba mucho esto. En ese viaje, uno de los delegados, el reverendo Johann P. Wald, se había encontrado con un funcionario mexicano, quien le había dicho que México carecía de agricultores modernos como ellos, los menonitas, los habían sido en Prusia, en Rusia y en Canadá. Les había aconsejado que buscaran el permiso del gobierno mexicano para establecer sus propias colonias, tener la libertad militar y tener sus propias escuelas. Pero como las cosas estaban tan turbulentas en la Revolución Sangrienta en México, en la segunda década del siglo XX, nuestros antepasados no se atrevieron a enviar una delegación a México hasta el invierno de 1921. Y en efecto, gracias a Dios, obtuvieron tales privilegios del presidente Obregón.
y luego vinieron a México entre 1922 y 27 y se establecieron en los estados de Durango y Chihuahua. Y cuando llegan los primeros menonitas a América, ya, la pregunta, ¿y cuándo llegan los primeros menonitas a América del Norte? En octubre de 1683 llegaron a América los primeros alemanes. Eran 13 familias, menonitas y cuáqueros, que llegaron en el mismo barco. Se establecieron en Filadelfia, Pensilvania. En las siguientes décadas empezaron a llegar más y más menonitas del sur de Alemania y de Suiza. Para 1870 ya muchos menonitas se habían establecido en varios estados del centro, Minnesota, las Dakotas, Nebraska, Kansas y Oklahoma. Y entre 1874 y 78 llegaron miles de menonitas de la Ucrania en Rusia, pero de la colonia Molochna, quienes también se establecieron en los estados mencionados. Ellos en América ya no seguían estableciéndose en colonias cerradas, ni tuvieron sus propias escuelas en alemán, como lo habían hecho en Rusia. Muchos de ellos se afiliaron al grupo de la iglesia, la General Conference of Mennonites of North America, que habían fundado los menonitas suizos y del sur de Alemania en 1860. Ah, caray, ya me perdí. En 1800. Ay, ay, me pongo nervioso. Bueno. ¿Eh? Sí, le voy a tratar de ayudar. Bueno. De crédito, no, esto no lo hemos pasado. Bueno, entonces vamos a... Sí, cuando todas esas iglesias menonitas se dieron cuenta de que en Rusia, a partir del 1918, cuando allí estalló la revolución bolchevique, los menonitas en Rusia sufrían mucho. Entonces originaron y fundaron en 1920 la organización Mennonite Central Committee para mandar ayuda a los hermanos menonitas que tanto sufrían, sobre todo en la Ucrania. La organización MCC hoy en día es la organización internacional de apoyo social más grande de los menonitas a nivel mundial. Están activos en más de 100 países, sobre todo en el tercer mundo, y manejan más de $100 millones al año. Sí, como ya mencioné, la segunda y tercera década del siglo XX eran tiempos muy turbulentos, pero nuestros antepasados recibieron del presidente Álvaro Obregón los privilegios deseados y pudieron venir a México para establecerse nuevamente en las colonias cerradas, en Chihuahua y en Durango, y aquí se establecieron en las regiones semidesérticas. 36 trenes de inmigrantes llegaron del 1922 al 27 y en 1925 lograron la primera cosecha y luego tuvieron una visita del presidente. A última hora de la mañana del 17 de noviembre de 1925, el tren especial color olivo del presidente Plutarco Elías Calles se detuvo frente a la estación del ferrocarril de San Antonio de los Arenales y luego se hizo un recorrido por varios campos menonitas. Era justo en la época de la cosecha y así el presidente vio a la colonia en su mayor actividad. Por todas partes vio los altos carros de cosecha, los trigadores, las trigadoras, los costales llenos, y vio la mano firme de los colonos, el orden y la obra bendita de todo el pueblo. El general Calles quedó tan impresionado con su visita y comentó sobre los que lo rodeaban, diciendo que era una pena de que no fuera posible enviar a todos los agrarios mexicanos aquí a la escuela,
antes de entregarle su pedazo de tierra. 10 años después, en mayo de 1935, como un rayo del cielo, de repente la SEP cerró las escuelas de los menonitas. El presidente Cárdenas había permitido a la SEP hacer esto. De hecho, cuando el presidente Obregón concedió a los menonitas la libertad de tener sus propias escuelas, la SEP ya tenía el plan de socializar a todas las escuelas en todo México. Y el general Obregón lo sabía, pero por ahora el gobierno de Obregón estaba más preocupado por mejorar la agricultura y la economía de México que la socialización de las escuelas. Los jefes de las colonias, entre ellos mi padre, Gerardo J. Rempel, y otros, hicieron varios viajes a México, pero nunca lograron ser recibidos por el presidente. Hasta que el 20 de diciembre de 1935, el reverendo Johann Peval, el mismo que hizo las conexiones, de Nuevo Hidalgo, pudo entregarle las escrituras petitorias y platicar largamente con él. Y efectivamente, él ordenó a la SEP que le dejaran abrir de nuevo a los menonitas abrir sus escuelas. Y creo que era por lo mismo, porque los gobiernos de los estados de Durango y Chihuahua ya habían pedido también la reapertura de las escuelas de los menonitas y habían dicho que sería muy dañino para las economías de los dos estados si los menonitas tuvieran que abandonar el país después de apenas 13 años. La mayoría de los menonitas, cuando pudieron reabrir las escuelas, se volvieron a reanimar, se quedaron en el país y seguían trabajando. Desde 1935 al 45 se pudo realizar simultáneamente la tractorización del campo y la puesta en marcha de la ganadería lechera y la producción de leche. Así ya no necesitaban gastar la mitad de la cosecha anterior para los caballos para producir otra cosecha, sino pudieron usar un mucho mayor porcentaje de la pastura para producir leche, y con la venta de leche tenían un mucho mejor ingreso todo el año. Sí, si estas dos cosas no hubieran cambiado en absoluto o no hubieran cambiado simultáneamente, nuestras colonias semidesérticas en Durango y Chihuahua quizá no hubieran sobrevivido. Desde 1945 y hasta el presente siempre ha habido avances y retrocesos, pero en general la situación económica ha mejorado continuamente, especialmente en los últimos 35 años. La Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc, que ahora es la más grande del país, también ha ayudado al progreso de la agricultura, del comercio y de la industria desde 1994. Por lo tanto, ha jugado un papel muy importante. Sí, en estos días queremos celebrar nuestros 100 años de historia. Queremos recordar toda nuestra trayectoria de los 100 años, pensando en lo que le costó a nuestros antepasados fundar estas nuestras colonias. Y también queremos agradecer al buen Dios por nuestros antepasados y por nuestros vecinos de habla hispana, los de aquí de la región y de todo el país, y también en el gobierno municipal, estatal y federal. Sí, y también a todos los que están aquí con nosotros de parte del gobierno de hoy. También queremos decir muchas gracias. Para terminar, nada más quiero decir de parte del Consejo del Museo del Centro Cultural Menonita que queremos hacer todo lo posible para tratar de conseguir que todos ustedes aquí presentes y muchos más vayan a tener mucho ánimo en los siguientes meses para esforzarse y darnos muy buenos donativos para poder construir nuestro gran molino holandés en la propiedad del museo, para poder inaugurarlo en el año número 101 de la existencia de las colonias. Tales molinos han jugado un rol muy importante en la historia de nuestros antepasados. En los Países Bajos, en el proceso de ganarle tierra al mar, y en Prusia, en el delta del río Vístula, cerca de Danzig, para mantener secos a miles de hectáreas de terrenos
pantanosos que también estaban de 1 a 2 metros bajo el nivel del mar. En ese proceso utilizaron centenares de molinos de viento para bombear el agua al otro lado de los diques que habían hecho. Y algunos de ellos también los usaron para moler trigo, cebada, etcétera, para tener harina para el pan de cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, historiador Peter Rempel-Enns. Me gusta mucho su pasión que tiene de nuestra historia, lo que celebramos el día de hoy. Antes de seguir, solo para mencionar, tenemos la Cruz Roja presente aquí. Si alguien necesita una atención especial, en confianza se pueden acercar a ellos. Y de igual forma se les pide que nadie haga uso de drones en este lado de enseguida para el show que ahorita sigue. Siguen las palabras al jefe de Colonia Swift, Johan Fer. Adelante. Buen día tengan todos ustedes. Es un honor para mí saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, mismos que ya fueron presentadas. También con mucho agrado saludo a todos los integrantes de nuestra comunidad, así como todas las otras personas de otros lugares que hoy nos acompañan, que hoy nos comparten su tiempo para festejar juntos esta celebración. Bueno, voy a repetir aquí unas palabras. De otros lugares que hoy nos acompañan, comparten su tiempo para juntos festejar estos 100 años de la llegada de los menonitas a México. Se dice fácil, 100 años, pero nuestros antepasados tuvieron que vencer muchos obstáculos para que nosotros hoy tengamos esa oportunidad de estar aquí y ser parte de este país. Y la variedad de sus culturas. Es una mañana de muchos agradecimientos. Primeramente, gracias a Dios, que en su misericordia nos estableció en estas tierras y hizo posible el crecimiento de nuestra cultura. Bendiciendo siempre nuestros trabajos y nuestras familias, también estamos muy agradecidos. Con las autoridades de todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal y local, porque desde la llegada de los menonitas hasta la fecha siempre han apoyado, respetando nuestros usos y costumbres, y hemos podido convivir en un municipio de 3 culturas, que es Cuauhtémoc, con la debida respeto y la sensibilidad que como hombres no merecemos. No podemos dejar agradecer y mencionar que ha logrado
un crecimiento importante en la región del estado de Chihuahua a través de relación laboral, empresarial y mercantil, que de habitantes del estado y, por qué no, mencionarlo al país. Por lo que hago aquí, menciono que día con día involucran con nosotros para mejorar, apoyar en los diferentes aspectos que hoy se presentan. Decirles que nosotros, estas nuevas generaciones, nos sentimos muy mexicanos, somos mexicanos y con un agrado de este país, un agrado de este país. Si viajamos en el extranjero, extraemos a México su clima, sus alimentos, su libertad. En esta sencilla discurso quiero felicitar y agradecer a todos los miembros de la comunidad menonita, mis hermanos, porque desde la realización han seguido conservando sus usos y costumbres, la cultura. Es la riqueza de los pueblos, nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestras instituciones de ayuda. En todos existe una organización cuyo principal objetivo es apoyar al prójimo. Así nos los enseñaron nuestros antepasados y así seguimos haciéndolo después de 100 años. Ya para despedirme, decirles a todos ustedes que como autoridades de los campos menonitas, religiosos, civiles, nos esforzamos por mantener unida, atentidad la comunidad, conyugando con el gobierno institucional mexicano, por lo que nos reiteramos a sus órdenes y estamos seguros que seguiremos contando con su apoyo. Gracias, sean todos bienvenidos a esta celebración. Gracias. Muchas gracias, jefe de colonia Swift, Johan Fer, la colonia donde orgullosamente crecí mi juventud. Muchas gracias. Enseguida siguen las palabras del jefe de colonia Manitoba, Guillermo Fer. Adelante. Buenos días. El día de hoy saludamos a todos quienes nos acompañan, autoridades, miembros de la comunidad menonita, público en general. Agradecemos muy sinceramente a nombre de nuestra comunidad su presencia. Nosotros que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. Salmo 79:13. Celebramos un siglo de 100 años de nuestra llegada a estas tierras, tiempo que cronómetro de la historia humana es breve, pero que el desarrollo e impacto de nuestra región abarca una existencia llena de grandes complejos desafíos. Esta expo centenaria podría ser catalogada como simbólico por su especie significado. 100 años traducen a la expresión de trabajo bien realizado, a la motivación de toda una comunidad
que durante todo este tiempo ha entregado la mejor de sus habilidades, capacidades y destreza. Esto es un éxito de nuestro proyecto común, proyecto de la comunidad que un día nuestros abuelos soñaron y que el día de hoy está siendo refrendada con el reconocimiento a la calidad de nuestros productos y servicios alrededor de México y el mundo. En más de una ocasión he señalado que nuestra comunidad no ha sido construida solo a fuerza de trabajo duro, ha sido hecha también y no en menor medida a fuerza de inspiración y auténticos buenos deseos. Un camino que no ha sido fácil y que ha sido logrado a base de pequeños y grandes pasos, lleno de virtudes y con un gran sentido de responsabilidad. Hemos hecho un trabajo leal mirando siempre a Dios como interés superior. Es también, por supuesto, logro de un sinnúmero de personas que a nuestro lado caminan a la mano. Entidades gubernamentales, servicios públicos, empresas privadas, sistema educativo y a la comunidad de Cuauhtémoc y su región, entre tantos otros que confiaron en nuestro deseo el inicio. En estos 100 años nada nos ha sido regalado. Hemos avanzado haciendo frente a enormes adversidades. Sin embargo, en este contexto nacimos y hemos sido competitivos. Nacimos marcados por muchas carencias, pero nuestra comunidad avanza y progresa. Somos conscientes de nuestras propias capacidades y creemos firmemente que somos testimonio de esperanza y excelencia. Hoy más de 46.500 habitantes dentro del estado de Chihuahua y más de 74.000 habitantes en toda la comunidad menonita, habitantes de la comunidad menonita a largo y ancho de la República Mexicana. Se desempeña a las más distintas dimensiones del sector privado y del servicio, dando sustento a un centenar de actividades que contribuyen al desarrollo de nuestra comunidad, región y nuestro territorio, consistentes del gran papel que juega nuestro desarrollo en la región. Nos hemos propuesto seguir avanzando. Han sido 10 décadas de esfuerzo, dedicación, en donde además de logros económicos hemos cosechado grandes satisfacciones. Quizás lo más revelante son el efecto del respeto que siente nuestra comunidad por parte de toda la ciudadanía. La historia de nuestra comunidad se sigue escribiendo y deseamos que los sueños de todos sigamos convirtiéndose en realidad. Ese es el espíritu con el que hoy iniciamos y celebramos los 100 años de nuestra llegada a México. Disfrutemos entonces de este Expo Centenario. Muchas gracias. Se le agradece las palabras que nos hizo el jefe de Colonia Manitoba, Guillermo Fer. Enseguida seguimos con unas palabras del historiador Abraham Peters. Adelante. Sí, buenos días a todos. Good morning, hola. Cuando le preguntan a uno si está dispuesto a traer un poquito de noticias aquí a la gente, uno se siente como que grande, como lo invitan a uno. Pero se llega el momento y como que cambian las cosas, ya como que no está muy fácil. Pero está bien.
tampoco sé si es bueno. A mi edad muchas cosas yo no sé si son buenos o son malos. Mi computadora como que ya no funciona muy bien. Pero quiero hablar un poquito bien sobre las mujeres, que a veces creo que no es bueno porque ya están tomando la rienda. O sea, ya tenemos gobernadores y toda la cosa, ¿verdad? Pero brindamos por ellas, como quiera que sea. Estoy tocando el tema por la razón de que algunas mujeres tienen que ver mucho, ya fallecieron, ya pasaron al otro mundo, pero tuvieron que ver mucho en este logro. Pero antes de seguir le voy a decir que lo que se logró no se logró nomás por los menonitas, se logró desde la llegada del tren, se logró que ayudaron a descargar los trenes y no entendían ni siquiera el idioma, ¿verdad? Pero desde siempre. Yo siempre digo que lo que se ha logrado por la paciencia de la gente de aquí y por la terquedad de los menonitas. El tema de las mujeres, quiero decir que allá en Canadá, una familia joven que tenían una niña de 4 años, y dijo la señora, no vamos a movernos todavía a México, vamos a esperar a que otros primero hagan un experimento para ver cómo les va y ya después podemos ir. Pero el Señor convenció a la mujer y se vinieron. Ya cruzando la frontera se encuentran con las dunas de arena ahí en Samalayuca y ya mucha gente ya se decepcionó. Dijo, ¿esto va a ser la agricultura aquí en México? Pues no. Pero total, llegaron con bien. Entonces, por lo que toca el tema, es que ya llegando aquí, el Señor se dedicó a la agricultura, con caballos, por supuesto. Le robaron las guarniciones y muy poca agua, batallaron mucho para el agua de su casa porque estaba muy escaso. Cuando un día le dice el Señor a la señora, vamos regresándonos a Canadá. No, dijo la señora, no, ya estamos aquí. Entonces esta mujer con una visión a futuro trajo una incubadora. Entonces ella fue la primera comercializadora de huevo y pollo acá en la región. Entonces, brindamos por ella. La otra señora que quiero mencionar, que fue mi abuelita, ellos se vinieron jóvenes también. Pero al Señor le tocó una enfermedad, se paralizó. Entonces esta mujer atendió a su marido, a mi abuelo, durante 30 años, sin hablar mal de la inmigración, o sea, de lamentar nunca. Porque dice un ministro en su libro, dice que todos estos son pruebas de fe. Entonces, le voy a, si me permiten, le voy a ver si cambio mi computadora a otro idioma, a ver si se puede. Aquí, dat zou vieren, dat kan ze zo vieren, dat onze kinderen, onze nakomelingen, kunnen dat van ons zijn wat we van onze voorvaderen zijn. Ja. De mensen met vele wat aan, wat die deden, vereerde kinderen, vereerde nakomelingen.
en Fandai, Sanakaina. Gracias, México. Gracias a Dios. Y gracias a los pueblos aledaños de tanta paciencia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Peters. Tuve el gusto de conocerlo el día de ayer. Si quieren conocer historias de la historia menonita, él es la persona indicada. Muchas gracias. Seguimos con las palabras del representante de Santiago Martínez, de presentación de la diputada Patricia Terrazas. Muy buenos días. Con el permiso de las personalidades que nos acompañan en el presidio, con el permiso de todos ustedes, un servidor, Santiago Martínez, en representación de la diputada federal por el 7º distrito, la doctora Patricia Terrazas Vaca, que les envía un caluroso saludo. Ella el día de hoy se encuentra viajando a Corea porque fue invitada para impartir una conferencia. Se disculpa y lógicamente a ella le hubiera gustado estar aquí presente, pero bueno, me deja este mensaje para que le dé lectura. Gracias a todos por atender la lectura de mi mensaje. Hoy es un gran día para todos ustedes y claro que yo lo festejo con profundo cariño y alegría. Quisiera iniciar dando gracias a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, al exgobernador Alejandro Díaz de León, a la distinguida Junta de Gobierno del Banco de México, al licenciado Alejandro Alegre, que hoy nos hace el favor de acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Al equipo de acuñación de Banjico, hicieron un trabajo excepcional. Gracias por el cariño que imprimieron en este regalo tan maravilloso. Quiero contar de manera muy breve la historia de esta hermosa pieza que tienen algunos ya en sus manos. Yo quería hacer un regalo que perdurara. La comunidad menonita es un detonante económico y social para nuestra región de las 3 culturas. Hemos convivido con ellos por 100 años y son un factor muy importante para la economía, el desarrollo y el trabajo de nuestro pueblo. La comunidad menonita, como lo dice la moneda, es una comunidad pionera que eligieron nuestra tierra para llegar a asentarse aquí. Es así como en abril del 2021 presenté al Congreso la iniciativa de la elaboración de esta linda joya, que es para mí una joya. Hubo gente que me acompañó de manera desinteresada en lo que logramos. Estuvo mi equipo de trabajo ayudando con la misma. Ahí estaba Diana, Eduardo, Emiliano, Abraham, Manuel, todos haciendo su parte, pero también siendo ese puente de comunicación tan importante por parte del banco. Oscar Durán, Rodrigo Méndez, Marco Arcila. Gracias a todos, no lo hubiéramos logrado sin su empeño y entusiasmo. En este trayecto fue muy importante la aprobación de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en especial al senador Madero, que fue quien posicionó en el Senado de la República. Perdí la cuenta del total de reuniones que tuvimos porque fueron muchas. Una de ellas fue en Ucaxa, con algunos de sus consejeros, todos aportando ideas muy generosas en su conocimiento y su historia. Ahí apenas arrancaba este proyecto, todos con alegría y ganas de que fuera un logro. Luego de la historia vino el diseño. Ahí los jefes de colonia y la presidencia municipal hicieron una gran propuesta, otra vez, muchas reuniones. Ahora más gente intervenía y opinaba, todos escuchando, sobre todo el licenciado Alegre, dando forma con la historia, opiniones y propuesta. Investigó más de lo que imaginamos y vean, ahí está el tren donde llegaron los menonitas, ahí está una familia tradicional, hermosa, la base más importante de la comunidad. Pero también la principal causa de trabajo, nuestro presidente municipal, Beto Pérez, su trabajo basado en las familias de Cuauhtémoc. Está la tierra labrada o rayos del sol. Nuestras autoridades saben el amor que va inserto en un mensaje de acuñación, que pareciera ser sencillo, pero que nos dice mucho.
el gran viaje, la tierra y sobre todo nuestra prioridad, la familia. Nuevamente agradezco su entusiasmo, su amor y su trabajo para que hoy tengamos todos en nuestras manos este hermoso regalo que pensé para todos ustedes. Todo México sabrá que estamos festejando los 100 años de la llegada de los menonitas a México, pero sobre todo que estamos contentos y orgullosos de que estén aquí. Mi cariño, admiración y respeto. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Pati Terrazas. Muchas gracias por sus palabras. Seguimos con unas palabras en representación del Consulado de Canadá, la ministra Shauna Hemingway. Buenos días a todas y todos aquí presentes. Primero quiero agradecer la invitación a la embajada de ser parte de este gran evento, de los organizadores, de todos los miembros del presidio y todos ustedes. He visto las largas filas en llegar esta mañana a este lugar y se ve el entusiasmo de compartir en comunidad y entre los menonitas, la comunidad menonita y también los mexicanos y los representantes de los 3 niveles de gobierno. Es muy importante estar aquí para este importantísimo hito en la vida de esta comunidad. De parte de la embajada queremos seguir apoyándoles en su presencia aquí. Se sabe que las relaciones bilaterales no se construyen entre gobiernos, se construyen entre el contacto humano, entre las comunidades y entre los pueblos en los 2 países. Entonces, me alegra mucho ser parte de todo eso. Quiero felicitarles por su resiliencia, por su éxito, por su prosperidad y por representar también mucho de lo que representa Canadá aquí en México. También soy de un pueblo que tiene mucha comunidad menonita en Canadá y es muy importante. Entonces, no voy a extenderme, no se puede competir con las sabias palabras del historiador Abraham Peters, entonces tomo mi descanso, pero felicidades a todos que están aquí en este gran día. Felicidades. Muchas gracias por sus amables palabras. Seguimos con unas palabras del consulado alemán. La cónsul honoraria de Alemania en Chihuahua, la maestra Cristina Rodríguez Meyuis. Buenos días. Es un gran honor para mí, como originaria de México y nacionalidad alemana, estar representando a esa embajada que ha sido tan buena conmigo, con la comunidad menonita a nivel mundial. Y quiero saludarlos en Plattdeutsch. Ich spreche Hochdeutsch, mein Plattdeutsch ist nicht so gut. Ich werde es trotzdem versuchen. Guten Tag, danke schon, dass ich kann hier bei Ihnen sein. Vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Es freut mich sehr, dass ich im Namen der Botschaft hier stehen kann. Und ich werde auch auf die Ansprache von den Spenden zu der mennonitischen Gemeinde natürlich etwas mit großer Freude von der deutschen Botschaft übermitteln. Sie könnten leider nicht hier anwesend sein, weil sie diesen Monat alle wechseln. Wir erwarten den neuen Botschafter hier und der ehemalige ist leider auch nicht mehr da. Sie bedauern, dass sie nicht hier sein können. Deshalb stehe ich hier vor Ihnen. Und wir haben nicht so viel Zeit. Ich kann Ihnen jetzt zusichern, dass die deutsche Botschaft Ihnen sehr, sehr bedankt für den Umgang, für die Beziehungen, für die Wichtigkeit, die Sie der deutschen Sprache beimessen, ja, und lässt Ihnen durch mich mitteilen, dass Sie weiterhin mit 58.000 € pro Jahr Unterstützung für Ihre Schulen bekommen werden, sowie die Stipendien auch für jeden Schüler.
Ich persönlich bewundere sie sehr, weil ich dasselbe gemacht habe, was sie hinter sich haben, aber vor 100 Jahren. Ich bin auch mit 18 Jahren nach Deutschland gegangen und ich weiß, was es heißt, alles hinter sich zu bringen, alles hinter sich zu lassen, um von Null an anzufangen, ohne nichts, auf die Hilfe von Gott angewiesen, von den Mitmenschen und von der Güte und der Unión der Menschen weltweit. Unas palabras en español. Para mí es un gran honor estar aquí en nombre de la Embajada Alemana de Chihuahua. Para los que no me conocen, yo crecí en Chihuahua a los 18 años, emigré a Alemania, por eso sé exactamente de lo que ustedes hablan. Yo los entiendo a la perfección porque yo lo viví 20 años cuando estuve viviendo en ese hermoso país. Soy madre de 2 hijos que crecieron con 3 culturas, la belga, la mexicana y la alemana, y créanme, los entiendo a la perfección. Me siento muy a gusto aquí con ustedes, estoy muy, muy honrada que la embajada me haya pedido que esté en representación de ellos para decirles que siguen contando con su apoyo económico, cultural, de todo, como hasta ahora, por la importancia que le dan ustedes al idioma alemán a través de la historia, porque tienen también raíces alemanas, y que cuenten, por favor, con los 58,000 euros anuales para ayuda para las escuelas, así como también becas para los alumnos que estén interesados en seguir cuidando el aprendizaje del idioma alemán. Ya para terminar, les quiero decir que los últimos 7 años, desde que me nombraron cónsul honoraria, estuvimos aquí en un recorrido con el embajador de aquel entonces, el señor Evartzi, y yo me sentí muy identificada porque ustedes son la mezcla, son la unión de las culturas que llevo en mi sangre. Muchas gracias, estoy muy, muy agradecida, estoy muy contenta también que las autoridades mexicanas estén siempre presentes, estén siempre con el apoyo, el pueblo mexicano con los brazos abiertos, con esa hospitalidad que nos caracteriza a nivel mundial. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und danke an alle Behörden, Autoritäten von Mexiko. Muchas gracias por su participación. Nos da mucho gusto tenerla aquí presente. Seguimos con unas palabras de la representación federal por Oscar Leos Mayagoitia. Primero que nada, un saludo muy afectuoso a toda la comunidad menonita, a quienes nos acompañan en el presidium. Gracias por la invitación, señores jefes de la colonia Manitoba, a las autoridades que nos acompañan, los amigos presidentes municipales, la presidenta municipal, amigos todos. Este saludo en lo personal lo reitero a nombre del ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, quien fue sometido a una cirugía de columna, ya se encuentra desde ayer en su casa. Quería venir, aunque fuera en silla de ruedas, pero no se le permitió. Entonces nos manda orgullosamente en su lugar para dar este saludo a esta comunidad solidaria que genera progreso no únicamente en nuestra región, sino en el país, por ser Cuauhtémoc considerada una de las economías más fuertes, las ciudades con más crecimiento, incluso que ciudades fronterizas en este momento, y sobre todo gracias al esfuerzo que hace esta comunidad. Yo en lo personal, como testimonio de algunos eventos que han sido relatados aquí, obvio no estuve en la llegada del tren, pero sí de mi vida, las 3/4 partes de la estancia de los menonitas, de la 100 Jahrestag de los menonitas en México, he sido testigo. Soy como ustedes, cuauhtemense y mexicano,
Desde la afortunada llegada a estas tierras, ahora ustedes, hermanos mexicanos cuauhtemenses de religión menonita, digo afortunada por convicción, por lo que les digo, por la experiencia propia de la que he sido testigo de su desarrollo económico, he sido testigo de cómo, sin abandonar sus principios y doctrinas, han sido y son ejemplo de orden, ejemplo de honestidad, ejemplo de trabajo, ejemplo de valores, sobre todo valores familiares, de respeto a sus semejantes y a los pueblos y culturas que, como nosotros, los mestizos, compartimos con ustedes este hermoso espacio que es el Valle de Bustillos. Me tocó ser, a petición de aquel entonces, entre 1986 y 1989, el aquel entonces gobernador Fernando Baeza y su servidor recaudador de rentas, quien a petición del mismo organizara la aportación económica de la colonia menonita para la construcción del ahorita abarrotado corredor comercial. Desde luego que en esto participó muy importantemente la colonia menonita, de esto serán testigos algunos de los aquí presentes, pero también participamos en Cuauhtémoc, participaron los manzaneros con una cantidad por reja de manzana, participaron los ganaderos por una cantidad de cabeza de ganado, participamos todos los propietarios de automóviles porque se les pidió la cooperación voluntaria del pago de un engomado. Con esto y con el programa de peso por peso en aquel entonces gobierno del Estado, la comunidad menonita tuvo y tiene la fortuna de tener el corredor comercial más largo de Latinoamérica. Yo muchas veces y desde entonces he propuesto, sin tener eco, y lo hago ahora otra vez, que ese corredor comercial, que así se le denominó, nunca se le puso el nombre oficialmente como tal, sino porque lo describía como una carretera que a sus lados fueron floreciendo los comercios, después las industrias, después servicios bancarios y otras cosas. Yo propongo, y lo hago nuevamente en ocasión del aniversario, que la colonia menonita, que es la propietaria de las 100,000 hectáreas que le compró entonces a la Casa Zuluaga, le ponga nombre, le ponga Boulevard Manitoba, Avenida Manitoba. De alguna manera, así como ustedes le ponen nombre a las calles que atraviesan el corredor, ¿qué impide? Yo estoy seguro que la presidencia municipal, o me desmentirá don Beto, no tendrá inconveniente en que se llame Boulevard Manitoba. Bien, el ingeniero Loera, esta mañana que les digo que quería venir, me pidió como mensaje para ustedes que él también, como mexicano, como cuauhtemense, como chihuahuense, se congratula de que en nuestro estado haya una fuerte presencia de esta y muchas otras colonias, en especial esta que es la más fuerte y vigorosa, la Manitoba, a la cual se le desea celebren varios o muchos centenarios más. Que los términos del acuerdo presidencial del general Álvaro Obregón, así como ha sido respetado siempre, seguirá siendo norma en un país como el nuestro, que es multicultural, en un país en cuya comunidad menonita es un rostro más de la inmensidad folclórica de esta nación. Por ello, como lo es nuestro querido México, hermanos y amigas menonitas, viva Manitoba, viva México. Gracias.
Muchas gracias por su presencia en esta mañana. Seguimos con unas palabras parte de María Angélica Granados Tres Palacios, de parte de la Secretaría de Innovación de Desarrollo Económico, en representación de la maestra gobernadora María Eugenia Campos. Muy buenos días. Historiador Peters, se siente raro estar aquí, se siente bonito, impone esta comunidad. Muchas gracias, es un honor acompañarlos aquí, es un honor recibir esta invitación y sobre todo yo les agradezco infinitamente el permitirme dirigir este mensaje en nombre de nuestra gobernadora Maru Campos. En esta ceremonia tan importante para su comunidad, para la región, para el estado, para el país. Reciban entonces un afectuoso saludo de parte de ella. Ella está en este momento en un evento colocando la primera piedra de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, que esto representa pues uno de los proyectos más significativos para el estado, porque tiene que ver con un centro de inteligencia para la seguridad estatal que va a garantizar la seguridad no solamente en la frontera, sino todo el estado. Y aquí también ya se ha visto algunas pruebas de ello y el alcalde lo ha mencionado y también lo agradecemos muchísimo, alcalde. Yo lo saludo con mucho gusto y lo saludo con muchísimo cariño. Saludo con gusto al representante del gobierno federal, al licenciado Oscar Leos. Saludo, por supuesto, a Alejandro Alegre del Banco de México. Gracias, Alejandro. Yo sé que has estado aquí ya visitando desde meses pasados y me dijo que no se quería ir de aquí, así que a ver cómo le hacemos. Gracias, Oscar, por esa hermosa moneda, esa representación tan sentida para esta región. Saludo con mucho cariño también a los representantes de las colonias Manitoba y Swift, al jefe Fer y al jefe Johan, Fer también, Guillermo y Johan. Saludo al historiador Rempel, al historiador Peters, no quiero omitir a nadie. Te saludo, diputado Saúl Mireles, muchas gracias. Nos saludas por favor a la diputada Bujanda. Y por supuesto saludo con mucho gusto y con mucho cariño a nuestro alcalde Beto Pérez. Gracias, alcalde, por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Saludo a la comunidad menonita, saludo a representantes de cámaras empresariales, de organismos, saludo a compañeros del gabinete estatal, a representantes de los municipios, de los alcaldes, alcaldesas. Espero que no me esté faltando nadie, los saludo a todos ustedes. México está de fiesta, Chihuahua está de fiesta. Esta semana celebramos el centenario de la llegada de la comunidad menonita a México. Es imposible hablar de Chihuahua sin hablar de la comunidad menonita. Desde 1922, esta comunidad procedente de Canadá que empezó a escribir este capítulo nuevo en nuestra historia, en la historia de este estado. Esa familia, gracias a esa familia, con esa niña de 4 años que se atrevió a venir y que por supuesto se atrevió a quedarse venciendo todos esos obstáculos y sentar tan importantes bases para el comercio y para la vida de esta comunidad que hoy tenemos aquí. Sus conocimientos, sus tradiciones han transformado esta región, haciendo del occidente de la entidad una de las zonas más prósperas del norte del país y me atrevo a decir de las zonas más prósperas de todo México. Son ejemplo de trabajo, de solidaridad y de resiliencia. Gracias, historiador Rempel, también por recordarnos sobre todo este camino recorrido. Lo más importante de un estado es su gente. En México, especialmente en Chihuahua, nos sentimos muy orgullosos de esta diversidad cultural que enriquece nuestras raíces y nuestras costumbres, como también lo dijo el jefe de la colonia, Johan Fer. Aquí
un encuentro de 3 culturas. Además de la extensión territorial, Chihuahua es el estado más grande del país, porque aprendemos a convivir, a compartir, a construir espacios de diálogo y, por supuesto, de desarrollo mutuo. En el gobierno del estado estamos trabajando articuladamente con los municipios, con los empresarios, con la sociedad civil organizada, específicamente aquí en esta región, en 15 iniciativas muy puntuales hoy en día. Esto para contribuir al crecimiento de esta región en temas de salud, desarrollo de MIPYMES, apoyo a la industria, comunicación, infraestructura aeroportuaria, turismo y fomento artesanal, infraestructura y gestión de agua, entre otras cosas. Y algunos ejemplos los voy a nombrar muy rápido: el fortalecimiento de la iniciativa Poniente 2050 para la especialización inteligente de las actividades productivas de la región. Les agradecemos infinitamente el trabajo de coordinación y de articulación que han hecho para desdoblar estos proyectos en el marco de esta iniciativa que es tan importante. La continuidad de proyectos para la construcción e instalaciones de equipamiento con el Senaltec, también agradecemos el que nos permitan trabajar de la mano con ustedes, el mantenimiento, la ampliación de la aeropista Manitoba y la consolidación del aeropuerto de Krill, la iniciativa insignia, que ya lo decía también el representante del gobierno federal, el señor Leos, del corredor comercial menonita, como se le vaya a llamar, con el objetivo de mejorar la infraestructura física y elevar la competitividad de la región. Y bueno, estos proyectos, por supuesto, se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a las líneas de acción específicas, es decir, ya están en proceso y ya están siendo materializados. Y son resultado, por supuesto, de esta metodología basada en varias etapas, y quiero repetir muchas veces, por la colaboración, la coordinación y la articulación de esfuerzos entre el sector productivo, la academia, los organismos, la sociedad civil, y aprovecho aquí para agradecer también a los medios de comunicación por hacernos el favor de difundir estas buenas noticias. Yo quiero reiterar el compromiso del gobierno estatal, el compromiso de la gobernadora Maru Campos, del gobierno del estado, de una servidora a través de la Secretaría de Innovación y de Desarrollo Económico para impulsar el crecimiento de esta zona, para seguir trabajando con ustedes y garantizar juntos la calidad de vida de todos los que vivimos aquí en esta región y en todo el estado. Muchísimas gracias por la invitación a esta celebración tan hermosa. Gracias por esos cantos tan bonitos al inicio de la ceremonia también, y felicito a la comunidad y reitero siempre nuestro agradecimiento. Muchas felicidades. Muchas gracias por su participación. Agradecemos realmente mucho la presencia federal, estatal y ahora enseguida la participación municipal. Cedo la palabra al presidente municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. A nombre del Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, expreso el siguiente mensaje. Hace 5 meses, puntualmente, estábamos celebrando el 8 de marzo, recordando ese año de 1922, la llegada de las primeras familias menonitas aquí a México. Yo quiero decirles, si tenemos que hacer un reconocimiento a ese grupo de menonitas que se dio a la tarea de venir a establecer relaciones con el gobierno de México
para buscar la oportunidad de asentarse aquí en nuestro país. No podemos olvidar, creo que esa actuación del entonces presidente de México, el general Álvaro Obregón, dio muestra de un ejemplo de diplomacia ante la solicitud de este grupo de menonitas que venía a establecerse o a ver la posibilidad de establecerse aquí en México. Se hizo invitación a familiares del general Álvaro Obregón, no sé si llegaron a tiempo, pero a donde estén, a nombre de este municipio les externamos nuestro saludo. Hoy 10 de agosto estamos de fiesta y en una ocasión le preguntaba yo a don Guillermo Fer que por qué la fiesta, la gran fiesta se hacía 5 meses, concretamente después del 8 de marzo, en el mes de agosto, y él me decía, es que el clima va a estar muy agradable, cosa que es cierto. El ambiente que vemos ahorita, este color verde que se refleja en los maizales, en las manzanas, pero sobre todo en ese ánimo que todos tenemos por estar festejando estos 100 años de la llegada de los menonitas a México. Muchas veces, les confieso, inclusive hice un escrito que lo plasmamos en el calendario de aniversario, de imaginarnos cómo fue la llegada de ese primer tren a la estación Bandera, las primeras familias menonitas que pusieron sus pies en este hermoso valle. Decía ahorita el señor Peters, las mujeres, ¿qué sería este mundo sin las mujeres? En ese grupo, las mujeres menonitas fueron las que apoyaron a sus esposos, guiaron a sus familias, porque llegaban a una tierra desconocida, porque llegaban a un lugar en el que tenían la firme convicción de poner no solamente las primeras piedras en los cimientos de lo que serían sus casas, sino las primeras piedras en los cimientos de lo que sería esa cultura menonita de la cual hoy en día nos sentimos orgullosos. No fue fácil, se batalló mucho. Ahorita, 100 años, estamos de fiesta, pero seguramente esas generaciones tuvieron que batallar mucho para lograr lo que hoy tenemos en Cuauhtémoc. Yo quiero decirles a nombre de las familias mestizas y tarahumaras que les hacemos un reconocimiento por sus 100 años aquí en este Cuauhtémoc querido, que nos sentimos orgullosos porque juntos estamos construyendo este municipio. Sabemos que tenemos problemas, pasamos por el COVID, la violencia todavía sigue azotando, pero sobre eso está el ánimo de que en las familias de Cuauhtémoc, menonitas, mestizas y tarahumaras, lo más importante son los valores, y eso es lo que nos va a seguir haciendo fuerte. Cuauhtémoc, dicen, es el tercer municipio de importancia del estado. Yo digo que aspiramos a ser el mejor municipio del estado y de México por las familias que tenemos, porque creen en sus valores, porque creen en esa identidad que los trajo y que nos dio origen aquí en Cuauhtémoc, a lo que hoy orgullosamente llamamos municipio de las tres culturas. Yo quiero decirles que sigamos con ese ánimo, con ese entusiasmo, porque Cuauhtémoc espera mucho de nosotros. Y esperemos que esta comunidad menonita, que inició su camino itinerante de los Países Bajos a Rusia, a Canadá, que hoy aquí en Cuauhtémoc seamos por siempre esta comunidad de las tres culturas y que sigamos sintiéndonos orgullosos de esta interrelación de culturas.
A nombre del municipio de Cuauhtémoc, una felicitación y que Dios bendiga a la comunidad menonita. Muchas gracias. Se le agradece mucho su participación. Ahora llegamos a lo esperado y mucha gente nos ha preguntado al respecto sobre la moneda conmemorativa. Vamos a tener la presentación de la moneda conmemorativa por Alejandro Alegre del Banco de México. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Espero ser el último que les dirija unas palabras el día de hoy. Espero que estén muy bien de salud, igual que sus seres queridos. Gracias a todas y a todos. Gracias por la invitación. Por supuesto, a Abraham Schmidt, presidente del comité organizador. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes y participar en esta conmemoración de los 100 años de la llegada de los menonitas a México. Es para mí un gran honor representar al Banco de México, a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. Allá también nos gobierna una mujer, Victoria Rodríguez Ceja. Los menonitas llegaron a México 3 años antes de que se fundara el Banco de México. Entonces también felicidades por ello. Y también quiero decirles que la persona que encabezó el primer consejo de administración del Banco de México nació en Chihuahua, Manuel Gómez Morín. Entonces también nuestro banco está muy ligado al estado de Chihuahua. Hace poco más de 100 años, en 1917, en la Constitución de nuestro país, se legisló para que hubiera un banco central, para que existiera el Banco de México, el banco de todos los mexicanos. ¿Y por qué lo decidieron así los constituyentes? Porque había muchos bancos de emisión, había muchos bancos privados, había muchos bancos o bandos revolucionarios, algunos de ellos aquí en Chihuahua, que emitían sus propios billetes y sus propias monedas. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, emitían billetes el Banco de Chihuahua, el Banco Mexicano de Chihuahua, el Banco Chihuahuense Minero. Entonces lo que trajo la Constitución fue decidir que haya un solo banco emisor, que haya un solo banco que ponga en manos de todos los mexicanos y de los muchos turistas que viven en el país y de los muchos turistas que nos visitan, que haya un solo banco que se encargue de poner los billetes y las monedas en nuestras manos. Y ese es el Banco de México. El artículo 28 de la Constitución es lo que dice: el Banco de México que se encargue de poner billetes y monedas en manos de los 126 millones de mexicanos que somos ahora, poco más de 40 millones de turistas que nos visitan al año. Para conmemorar los 100 años de la llegada de los menonitas a México, que es un gran acontecimiento migratorio que ya describieron aquí, y además fue detonante de la prosperidad de la región, ya lo comentó la representante de la gobernadora del estado, y aquí también quiero reconocer ampliamente que esta moneda no hubiera podido empezar a llegar a sus manos, espero que muy pronto, si no hubiera sido por el trabajo de la diputada Patricia Terrazas Vaca. Ella fue quien promovió ante las dos cámaras el que podamos tener una moneda. La saludo en la ausencia en Asia. Por favor, representante, si le das un beso y un abrazo a Pati de parte del Banco de México. Esta iniciativa se presentó hace poco más de un año en la Cámara de Diputados, se aprobó y un año después fue también autorizada en la Cámara de Senadores. Esto fue el 23 de marzo de este año. Es decir, poquitos días después de que se conmemoraran los 100 años de la llegada de los menonitas a México. Y luego, unos días después, ya se publicó el decreto a través del cual se dan a conocer las características de la moneda en el Diario Oficial de la Federación. Es así que pocos días más tarde, la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó el diseño de la moneda. Aquí les quiero confiar que el diseño que más adelante les describiré y que les mostraré a través de un video, nos costó mucho trabajo proponerlo. Fue bien difícil. Tuve la oportunidad de venir a recorrer algunas partes de este hermosísimo lugar. Pudimos conocer parte de su historia, admirar muchos paisajes, no tan verdes como lo están ahora, diversos campos, diversos elementos de flora y fauna. También conocimos varios objetos
que queríamos representar en la moneda. Aquí también saludo a don Abraham Peters, nos recibió en su casa, nos enseñó muchas fotografías, pero sobre todo nos platicó muchas cosas con el ánimo de ver qué podíamos representar en esta moneda, con la dificultad de que la moneda mide 30 milímetros, ¿no? Entonces había tantas cosas que queríamos poner en la moneda que no era posible, y por eso nos sirvió mucho las pláticas que tuvimos con algunos de ustedes, e incluso la comida que nos sirvieron en alguna casa también en la comunidad menonita. Degustamos deliciosos platillos y pudimos conocer mucho de ustedes. Después de esto, el Banco de México le ordenó a la Casa de Moneda de México que acuñara la moneda. La Casa de Moneda de México depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero al Banco de México le corresponde ordenarle que fabrique las monedas. Le ordenamos 4.5 millones de monedas. Ya nos las entregó y nos les estará entregando el resto en muy pocas semanas. Y la moneda fue puesta en circulación oficialmente el día de antier, el día 8 de agosto. Qué bueno que pudimos llegar a tiempo para esta celebración, qué bueno que se esperaron, no a la moneda, pero nos permitieron hacer nuestro trabajo y tener las monedas listas para esta conmemoración. Entonces, nos da mucho gusto estar con ustedes aquí, ya con las monedas en el municipio de Cuauhtémoc. Aprovecho para, obviamente, reconocer y agradecer el trabajo de las muchas mujeres y hombres de la Casa de Moneda de México, que está cumpliendo este año 487 años de historia. Es la primera casa de moneda que hubo en el continente americano, y yo espero que les guste la moneda y que con eso reconozcamos también la calidad del trabajo de Casa de Moneda de México. A continuación voy a describirles las características de la moneda que se comenzó a poner a circular desde el día lunes. No la van a ver, como les decía, son 30 milímetros, pero espero que en el video la puedan apreciar mucho mejor de lo que permite quizá la cámara o a la distancia. La denominación de esta moneda es de 20 pesos. Tiene forma dodecagonal, eso quiere decir que tiene 12 lados. ¿Por qué tiene 12 lados? Para facilitarle a las personas que no vemos bien, o para las personas adultas mayores, o para las personas ciegas o de baja visión, que con el tacto la puedan reconocer. Por eso es de 12 lados, porque es distinta de la circular, de la de 10 pesos, esto para facilitar las transacciones en el día a día. Les decía yo, mide 30 milímetros, el núcleo de la moneda está compuesto de alpaca plateada. Quienes tienen su origen en Alemania y Canadá sabrán de este material de la alpaca plateada. La parte de afuera es amarilla, es de bronce aluminio. En uno de los lados de la moneda, como en todas las monedas que se acuñan y emiten en México, está el escudo nacional mexicano, rodeado de la leyenda Estados Unidos mexicanos. En el otro lado de la moneda, es decir, no en el del escudo nacional, primero está presente una composición con 3 elementos que creemos nosotros desde el Banco de México que son muy representativas de la comunidad menonita. Al centro de la moneda está una familia, ¿no? Cuando veníamos entrando aquí encontramos muchas familias. En la moneda está una familia, esto es un hombre adulto, una mujer adulta, un niño y una niña, son la parte central de esta moneda, con su vestimenta tradicional. Aquí, a través de la familia, la comunidad menonita transmite sus tradiciones, sus costumbres y sus valores. Otra parte que está presente en la moneda es el ferrocarril. Fue el transporte que facilitó la llegada hace 100 años y de esta extraordinaria migración de los menonitas. En sus vagones, como ya lo describieron muchos que me antecedieron en la palabra, pues viajaron desde Canadá y llegaron a la estación de San Antonio de los Arenales, aquí en el ahora municipio de Cuauhtémoc. Y una tercera parte de la moneda es un paisaje agrícola, es una tierra arada. Aquí los menonitas se convirtieron en expertos trabajadores, ya lo eran, pero vinieron a traer esa experiencia y ese conocimiento en el trabajo de la tierra, y estas habilidades como agricultores los hizo muy bien recibidos en nuestro país. Son una comunidad de gran arraigo a la tierra. Se adaptaron muy rápidamente a este territorio, adoptaron los implementos y métodos de cultivo que también había en México, los conocieron también de los agricultores mexicanos y encontraron también nuevos cultivos como el maíz y el frijol,
que hicieron que ustedes tuvieran abundantes cosechas, las que en su conjunto con los productores nacionales incidieron en que este municipio de Cuauhtémoc fuera elevado en 1927 y conocido como el mercado y punto de distribución de varios productos a nivel nacional. En la moneda también cuenta con algunos elementos de seguridad para hacerla difícil de falsificar. Hay un microtexto que será difícil de leer, pero ahorita se los mostraremos, que tratamos de poner en 2 palabras, que aquí también me ayudó mucho don Abraham Peters, un microtexto que dice comunidad pionera. Eso es en 2 palabras lo que creemos desde el Banco Central que representan los menonitas no solamente en México sino en el mundo, y aparecerán también en la moneda varios números 20 para que sea fácilmente distinguible la denominación de 20 pesos de esta moneda. También hay una leyenda larga en la moneda que dice 100 años de la llegada de los menonitas a México, y aparecen los años 1922 y 2022 para enmarcar estos 100 años de la presencia de ustedes en México. Desde el Banco de México creemos que los billetes y las monedas, además de ser tarjetas de presentación de México para los mexicanos y tarjetas de presentación de México para el mundo, tengamos en cuenta que son medio de pago. Esta moneda, además de ser conmemorativa, eso no quiere decir que no la puedan usar para realizar pagos, para recibir cambio. Por favor, úsenla. Yo sé que la gran mayoría de ustedes la va a querer atesorar, que la va a querer coleccionar, pero tengan presente también que con esto queremos que todo México conozca de la comunidad menonita y que no solamente circule en Chihuahua esta moneda. Yo espero que a partir del día de mañana, en por lo menos 7 sucursales bancarias del municipio de Cuauhtémoc, ya haya por lo menos las primeras 150,000 monedas. Entonces, ayúdenos a que circulen. En el resto del país estarán circulando muy pronto. Quisimos desde el Banco de México que el primer lugar en el que circularan las monedas fuera en el municipio de Cuauhtémoc. Entonces ya a partir de mañana las podrán ir a canjear a las sucursales bancarias. Las canjearán por 20 pesos. Por favor, no se dejen engañar que luego hay anuncios en plataformas digitales ofreciendo a la venta estas monedas por un valor muy distinto, muy superior a los 20 pesos. Vale 20 pesos, no vale mucho más que los 20 pesos que dice la moneda en lo que está aquí acuñado, ¿no? Aquí quiero invitarlos a que cuando tengan tiempo visiten la página del Banco de México, ahí podrán conocer las características de la moneda. Termino mi intervención felicitando a toda la comunidad menonita por la celebración de estos 100 años de su llegada a México. Sin duda su presencia contribuye al desarrollo de Cuauhtémoc, contribuye al desarrollo de Chihuahua y de todo nuestro país. Desde ahora esta comunidad pionera, a través de esta moneda, será medio de pago, forma de ahorro y parte de la numismática mundial. Muchas gracias por su atención, felicidades nuevamente. Y ahora, si me pueden ayudar a compartirles el video a través del cual describimos las características de la moneda. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Banco de México. También le manda muchos saludos y muchas gracias los jefes de colonia. Por último, las palabras de la embajadora de México, Columa Marisela Calvo Vargas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes a todos, a todas. Señores del Presidium, jefe menonita, Guillermo Fer, agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad. Yo no les voy a llevar más de 5 minutos lo que les voy a decir, pero es algo, creo que estamos convencidos que muy importante. Me honra muchísimo estar aquí representando al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y su titular, el ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, en nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Está bien? Ay, muchas gracias. Tuve la gran oportunidad de estar aquí hace un par de meses, donde gracias a la colaboración de la directora de la Oficina de Pasaportes de la Cancillería y el señor Gustavo Jalpa, que es el enlace de la Oficina de Pasaportes, que me ayudaron a organizar un encuentro con varios jefes menonitas, si no mal recuerdo, 33 personas, jóvenes, jefes menonitas. ¿Y para qué? Bueno, pues porque la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es apoyar a todos los mexicanos donde quiera que se encuentren, atenderlos, vincularlos con México, protegerlos en todos los sentidos. De eso, de tal manera que por primera vez el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a comenzar a operar una serie de programas muy específicos de atención y de vinculación con todas las colonias menonitas que se encuentran en América Latina y el Caribe. Tenemos la intención de apoyarlos en información sobre cosas muy puntuales que puedan acercarlos más a México. Nuestra labor es esta vinculación, que no se olviden, como alguien dijo cuando salen alguno de mis que me antecedieron la palabra, cuando salen de México extrañan a México. ¿Por qué? Pues porque son mexicanos. Y en esa medida es que tenemos nosotros que atenderlos y procurar todo lo que nosotros podemos hacer en nombre del Gobierno de México. Y yo quiero decirles que ya informé en alguna oportunidad, la primera vez que vine, sobre los programas del instituto. Quizá fue una información como muy general, pero ahora traigo acciones muy puntuales aquí por escrito que le quiero entregar al jefe menonita de Manitoba, el señor Guillermo Fer, para que a través de él se pueda difundir los programas que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior puede hacer para apoyar y vincular a la comunidad menonita que se encuentra viviendo en varias partes de América Latina. Nosotros vamos a instruir a nuestras embajadas para que, de conformidad con lo que acaba de declarar nuestro canciller Ebrard en Bolivia durante su reciente viaje, vamos a reforzar la atención de los menonitas. Él se entrevistó con 3 dirigentes menonitas que se encuentran en Bolivia y como todos muy exitosos, pero queremos que ese refuerzo sea para todos los menonitas que se encuentran fuera de nuestro país. Así que quiero hacer la entrega, es algo muy puntual sobre las acciones que el Gobierno de México a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior puede hacer por la comunidad menonita que se encuentra en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todas las participaciones. Les invito a levantarse de pie. Va a pasar el pastor Cornelio Schmidt para una oración, seguido por una canción. Bueno, llegamos al momento de la clausura y la dedicación de este gran festejo. Quisiera recordarnos de un versículo bíblico que nos ha dejado el apóstol Pablo en Romanos 11:36, donde dice así: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Inclinamos nuestros rostros para la oración y dedicación
de este gran festejo. Oremos. Nuestro Padre Dios, Señor, tú eres el creador de todo el universo. Eres tú quien está escribiendo la historia del mundo y de la humanidad. En tus manos está toda la autoridad y el control de los eventos que acontecen. Eres tú de quien proceden todas las cosas y todas las cosas te pertenecen. También eres tú quien ha guiado a nuestro pueblo menonita a través de toda la historia. Eres tú quien llamó a los primeros anabautistas a buscar nuevamente la fidelidad hacia tu palabra. Y con el correr del tiempo, tú nos has traído al hermoso y bello país México. Hoy queremos agradecerte profundamente por ello. No fue simplemente nuestra idea humana, sino que tú guiaste los caminos de nuestros antepasados y ellos obedecieron tu guía. Gracias por nuestros antepasados, por los valores y los ejemplos que ellos nos han dejado como herencia, por su indisponibilidad a sacrificar todo por el bien de su fe y de sus familias. Es por sus esfuerzos, sus obediencias y sus dedicaciones que nosotros podemos gozar de esta celebración el día de hoy. Gracias, Padre Dios, por habernos traído hasta aquí. Gracias por el tiempo que hemos podido disfrutar en este bello país, por las buenas relaciones que se han podido construir con las diferentes culturas que estamos conviviendo y por los grandes impactos de beneficio que se ha podido dar en toda la región y en todo el país, tanto en lo social, económico y también en lo espiritual. Señor, también queremos pedirte que tú nos acompañes en todo este festival de aniversario. Te invitamos, pedimos por tu bendición, tu protección y tu compañía durante todo este tiempo de festejo. Y ayúdanos a no olvidarnos de ti, Señor. Ayúdanos a seguir siendo un pueblo temeroso de Dios, que podamos estar atentos a las necesidades que nos rodean y junto con los pueblos y vecinos buscar por soluciones. Ayúdanos a ser un pueblo de bien y de bendición para muchas generaciones más. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro gran Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ya para terminar, vamos a tener un canto congregacional. Es una tradición que nos acompaña a los menonitas ya de hace siglos y siempre en momentos de tristeza, de necesidad, venimos ante Dios en el canto, pero también en momentos como hoy, que es una celebración. Queremos venir ante Dios, alabarle y adorarle por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. El canto se llama Gran Dios, te alabamos. Cantaremos dos versos en alemán y luego 2 versos en español. Quien sea que conoce la canción está invitado a cantar conmigo. Wir werden hier nach dem Schluss noch ein Lied Ola Taub singen. Dit Lied Chanji sagt, und als großer Gott, wir loben dich. Und wir werden für Gott kommen und Dankeschön sein für was heute habt ihr tun für uns in diese letzten 100 Jahre. Und wir wollen den ersten Vers auf Deutsch singen und den dritten Vers, und dann wollen wir noch einmal den ersten Vers auf Spanisch und den dritten Vers auf Spanisch. So, wer immer willkommen, will ich mitsingen, dort mir nicht hier allein Luten singen. Disculpa por la interrupción. En un momento cantamos la canción,
Vamos a tener una presentación de avionetas, pero por cuestiones de lluvia tienen que salir para lograr tenerla. Ya van a salir, por lo tanto, dentro de 10 minutos van a pasar. Terminando la canción, pues pueden salir para disfrutar de eso. Nuevamente, no salgan, suban con drones por seguridad de todos nosotros y que disfrutan el evento. Muchas gracias. Vamos a cantar. Estará la letra aquí en las pantallas a un lado. De Vira Warn hier understood Warn ohne Sieden. honra y gloria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Quintana. Okay. Invitamos a nuestro honorable presidio a pasar al corte de listón. Mientras que va a empezar el desfile, pueden, por favor, dejar libre para que el desfile pueda pasar por el patio, va a venir en la calle, pasar por el patio y salir del lado de hacia atrás. Muchas gracias por venir todos, sean muy bienvenidos.
Gareth.
interessant. Ich weiß nicht, ist dir das auch so, aber nicht, ob die das Ganze haben, was gesehen, nu fühlt sich das mit, wie sind wir frisch durch was, wie sind alle bei was, und wie mit das spielt sich wie wir da wirklich durch. That was super cool, yeah, to watch the recap of the parade and everything. That was, it felt like we were there. Brings back so many memories. Ja, und die hatten auch einen Drone, wo dort dann über Internet können wiesen, so alle Menschen, die nicht können hier fliehen, die müssen schaffen und was immer, die können wegen Internet sein, die haben einen Drone, wo alles aufnehmen dort. Yeah, can you imagine what our ancestors would have said 100 years ago when they came here? We had a drone that was live transmitting all the footage of what was happening. And I think they would just be blown away with the technology and how everything has evolved here. So, nu habe ich noch mal ein bisschen mit dem Geschmack gekriegt von alles, was da passiert wird. Aber nu sage ich nicht, ich habe hier mit dir. Wenigstens, vielleicht hast du sogar noch Freundschaft, was du durchsehen, was du gar nicht gesehen hast, die wollen vielleicht noch ein Video sehen. Yeah, so that was just a short recap. Stay tuned, stay with us. We'll be watching more videos of what was going on throughout the day. So watch closely. You might see some of your relatives that were there. So, nu zijn we bij een zeer interessante pot gekomen van de jubileumsfest, wat alles met kunst te doen heeft. Ook met, er waren viele Konferenzen, er waren Menschen, die von Ukraine reden deuten, von Kanada, von Deutschland, auch viele Menschen von dieser Umgebung. Die hatten auch Klassen von Kerken, von Farben. Und er waren auch Ausstellungen von gefärbten Bilder, die deutsche Kinder hatten getan. Auch er waren Ausstellungen von anderen Künstlern, die hier in der Umgebung sind. En een zeer smakke beelduitstelling in het museum van Cuauhtémoc van de Deutschen in deze gegend. Dat wordt alle zeer smakke en interessant. As we usher you guys into the next part of this video, there is going to be expositions of art. There's a lot of, there was cooking classes, there was conferences, there was painting classes as well, yeah. And the conferences were brought to us by someone from Germany, there was someone from Canada, there was Ukrainians. I thought there was a lot of variety as far as conferences, the cooking show, painting, and all of that goes. There was a lot of art that was being demonstrated. So, wenn ihr was all das Interessante sein, blieb hier, die wollen die alles wissen, was TV gewesen. We invite you guys to stay tuned and continue watching with us.
Nu als nächstes komt het drama van de oude commode. Ik dacht dat we een zo'n spoesje, wie zo interessant en daar liet veel van, maar ik heb goed gelachen als ik dat tekende. Yes, as you were saying, next we're going to watch The Old Dresser. It's a comedy show called The Oude Commode, translates to The Old Dresser. Had je een oude commode when you were growing up? We did not have an oude commode when I grew up. That was an essential part of being Mennonite. You have to have an oude commode. That's true. So, wanneer dit spoesje drama was zijn, dat wordt voets komen. Stay tuned and watch The Oude Commode with us. So, nu is alles voor het geburtstagskind roer. Later, als de kafel roer? Ja, goed. Spur hem om bed. Schwin, de mij wat om hier uw blik komen. Papa, best u beeld roer? De mij alles voet ja. So, hier ist der Kaffee. Oh, Fräulein Else wird sich freuen. So viel feine Sachen und alles uitsieht. So glatt, so extra fein. Ai. 2 Jahre wir unsere Else nicht tüß gewesen und können nicht mal ihr Geburtstag tüß verbringen. Darum habe ich den Moramik extra fein uitgerold. Und dann ist doch noch ihr 21. Geburtstag. Alle besonderen Grund, um viele von ihren Wünschen zu erfüllen. Ist doch nicht so, Leute? Ganz bestimmt, Frau Gerhard. Wer weiß, vielleicht ist all ihr letzter Geburtstag, was sie tüß wird. Nächstes Jahr ist sie vielleicht auch eine junge Frau. Ai. Und dann? Aber Leute, daran ist ja nicht zu denken. Nu, weil wir uns kennt, ich mal waren so reich für uns haben. Über 2 Jahre wir sind Storten haben bloß gelehrt. So ist ja noch mal 8 Jahre war tüß. Und du redest so von befreien. Na, Frau Gerhard, dort geht manchmal fix als einer denkt. Aber dort ist bei uns also vollständig ausgeschlossen. Nee, so wird ja für nicht. Papa, wo bleibst du noch einmal? Bist du bald treuer? Aber Lotte, wo habe ich bis den Letterhand gelegt? Muss je die Lichter anstecken? Dem Jahr wird um jeder Überblick kommen und die Lichter brennen noch nicht. Sie sind viel zu abgerecht, Frau Gerhard. Sie mussten sie mal im Bett berühren. Ja, Lotte. Ich wünsche, ich höre deine Geduld, aber hast du Kaffee noch heute? Aber Papa, wo bleibt mein Mombus? Ich komme vor, es hat noch ein bisschen Geduld. Autsch, zum 100 Mal haben sie in der Ulle Flitze Komödie gebracht. Dort ist noch nicht ganz kreblich, sie dort ist eben zum Wunder. Aber Papa, schau doch nicht auf wahrer so. Die übertrifft sie dort viel zu sehr. Ach, nu was dit nog waar Sport überdrehen. Aber selbstverständlich mit der Ulle Komödie meine Stuhl sein. Nur nicht bloß sein in den ganzen Riembrüchse. Bei meiner Stube und ängsten hast du was zu sein in der Pramo. Aber verkauft darfst du nicht auch noch. Bloß wenn deine Eltern der unerwurschte Band gehört haben. Ai. Der Herr Gerhard ist von der aber nicht gut gesagt. Ich lob mir leider nicht zu viel Säune. Papa, schau doch nicht auf wahrer so. Check mal deine Tochter und schon in Geburtstag schon? Ach. Check mal, was schon der Tag geworden ist. Das ist das Fan. Frau Gerhard hat sich gesagt, du hast gemischt. Da kann vielleicht auch gewährlich sein. Aber ich glaube je, dass meine Blähplatten du von meinem Band ja weiter tun, hä? Ich kann nicht sein, was du gegen die Öle schmacke 100 Jahre schon gemacht hast. So ist gesund wertvoll stark, so achtbar. Beraken, unpraktisch es sei. Kein Mensch kann sein Halb und euch eine Vierchen Schere verknüpft. Herr Gerhard, sie müssen mal warm mit Säub in die Schifflut schmieren. Säub ist zum Hängenwaschen. Ungeschmiert haben wir dort steht Möbel. Und wo war meine Hand denn die tun? Und da alle 100 Jahre schon kommen. Ai. Ich glaube, ich bin nicht hier. Na gut.
Aber du wirst ja deine Stufe noch ein bisschen uitgeputzt haben. Uitgeputzt? Aber Mama, nicht mit der Ole verfletzte Kamau. Aber nehm ich nicht für Schlamm auf. Ich kann einfach nicht verstehen, wie die Kost mit seinen offenen Leibern dort denk hängen. Wo bleibt der Mial? Sind noch nicht abzustehen? Mir da ist ne Kaffee. Ich will Futzropen. Papa, steck die Lichter mal an. Ich kann den Leiter nicht finden. Nou, bei der Licht hier ganz klar. Ist meine Früher ja ganz blind geworden. Nur all das denken an, als ich von meinen früheren Augen sitten. Nur all das heilt ja, als ich von meinen früheren Augen sitten. Krags ist der Augen verflyttet, kom auf. Da je je wel lekker bij hond stij. Maar me al waar denk je op dat je alle geworden is? Want dat nu maar, ik best bij een chicken koffie zetten blijf, check ik den Provinzialmuseum her. Zo wings halt dat bereid. Maar dat wat mijn vrienden niet zijn. Staan schletsen met onder voeten aan steken. Maar ik kom uit, daar moet in huis, uit nog ganz sterk aan en krepelig zie. Pass auf, Papa, pass auf, sie kämpfen. Hast du die Lichter alle angesteckt? Ja, bereid je mal 20 Stück. 21 Mal noch 10. So alt ist du. 1, 2, 3, 4, 9, 7. 5, 6. Good morning, Mama. Good morning, Papa. Good morning. Wo schein har je dat vara utgeröjt. Vad härligt är det då. Ich gratuliere von Hoa, mein Fräulein Tochter. Wenn ich nicht der Torte mache, mich hunger. Alle beste, mein lieve kind. Alle beste zum Geburtstag. Dankeschön, Mama. Ich danke Ihnen beiden für so schönes, die dort utgeröjt haben. Und all die Blumen und die Lichter. In der Torte? Und hier sind die Geschenke von deinen Eltern. Oh, wie viele, wie feine Geschenke. In der Blumen riechen auch sehr schön. In der Kaffee riecht auch sehr schön. Nu kommt Sati Modul. Ich kann euch geschaffen herum von dir. Mir da ist ne Kaffee. Betont der Eltern in der Stadt, wie mein Geburtstag auch immer so fand. Aber so schönes Tüß kann jedoch doch nur nicht sein. Na, Papa, bist du nicht froh, dass du mir wahre Tüß hast? Na, aber sag ja, wenn einer so eine feine Tochter hat, weil ja einer du auch was für habe. Aber der Lied, der hat ja gleich wenig gestanden, wenn ich sag, nach mal die Top durch die Stadt sind. Nee, en der Aptik ja früh, so dreht sich euch wohl an und check mal, wem die du Top nennst. Aber so hat die mir gut in paar Jahren nicht gesehen. Nee, der hat ja lang nicht gesehen. Der wisset gleich, wie Geschmack die das sagt. Hat zu gucken, einmal Food, ich kann schaffen, Tada. Aber Papa, kannst du nicht eine Übung merken? Das geht doch an ihr Geburtstag. Die geschafft daran, die doch nicht wahr. Nee, dort jetzt von der nicht. Ich habe ein wichtiges Meeting in meiner Office. Ludwig, dort muss ich um meine Geschenke. Ich komme zum Mittag war in Haus. Bye. But Luther, Papa? But Luther. Komm, die mal zum Mittagessen. Dort ja von der wird scheunet. Jo. Mama? Wo ist also? Willst du noch mit Kaffee? Nee, danke, Mama, ich kann noch. Mama, ich mag Ihnen geben was unvertrauen. Aber Else? Nur schlimm mit Mama. Das wird ganz fein. Ich sehe, wo ich ihm wirklich sein will, ist, dass ich habe ihn kennengelernt und heute von der herkommen. Aber wer kam? Wer will du von der herkommen? Mein Verlobter. Was? Wer? Du bist ohne deine Eltern und ohne deine Mutter? Willst du schon so hostig? Und durch meine Hostie aufreißt, sieht er mich, dass er mich haben will. Und früh, was er ankommen kann. Und ich sehe ja, ich bin ja am Säuergut. Und heute ist mir auch so gut. Heute ist gesund gewollt, der Mensch. Aber Kind, wer ist er dann bist? Dr. Werner Schütz. 30 Jahre alt. Wir haben bei ihm einen Kurs in Bildführung genommen. Und heute soll in der Hundelsjährige Professorin den Didi Mohan, 30 Jahre, und dann auch Professorin,
aber heuer ist ja so ein kluger, tüchtiger, einziger Läufthuer. Hier ab. Michael, die war Bild, waren Handjeven maten. Du war Papa Eva ihren schön Bramen. Mama, du sagst der Papa gar nicht auf. Pass mal ab. Die war meinen Werner gefallen. Hoffentlich. Na, wenn er wirklich so gut, so läuflich und so tüchtig ist, als die saß, na, dann wird ihr doch gar nicht ganz so schwer sein, Papa seine Tosheit zu kriegen. Aber dort ist hier einmal dort los, bloß für die Eltern. Kaum hat der Tschecke Vater gekriegt, und dann will sich dort die Kohle nasbühen. Wann kommt er dann? Für meine Manga immer noch zu laut. Womöglich kommt er mit den Glock aufsuchen. Und wenn du nicht, dann bestimmt Glock 3. Mama, sie ist aber nicht ein glücklicher Mensch. Bleib dort mal, dann will ich ja ganz zufrieden sein. Aber ich mag nie in die Kirche nehmen. Nee, also, du bleib mal hier. Du kannst deine Geschenke besorgen. Du brauchst von der nicht helfen. Wo heute dann? Werner. Ach du Düssel, moin, wo warst du noch mal heute? Frau Professor Else Schütz, geborene Gehört, hier tot nicht schon. Du Kinderkopf, gut püste Lichter uit. Ich will Leute checken den Dash auf Riemen. Ich gratuliere Ihnen von Horten, Fräulein Else. Im wünsche Ihnen einen guten Mann. Das ist jedoch die Hauptsache. Und danach ein Professor? Dankeschön, Lotte. Für die schmacke Blumen. Ich stelle die Futzenwut an. Das sind aber feine Sachen, was Sie gekriegt haben, nicht so, Fräulein Else? Aha. Frau Gerhard hat mir alles gewesen. Ja, sehr teuer. Dort wird sich Fräulein Else aber freie. Ja. Oh, Professor Schütz ist hier. Oh, er ist hier. Komm dann, Werner. Welkom hier. Guten Tag, Else. Guten Tag. Meine Abbrechen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Else, hast du dir eine neue Bank? Jo, ich bin so froh, dass du hier bist. Ah, Jok. Und wollt ihr deine Eltern? Aha. Und? Sitzt die? Meine Eltern sind so gut und seien nicht nie. Mein Papa mit der Runde nach Mombek Graf ist, aber dort meint er so. Und er muss ein bisschen klein bisschen lernen und nicht Fuß verbleiben lassen. Heute dreht bis 2 Barstund. Und immerhin ist er alright. Ich glaube, ich war auch Freund waren. Und deine Mutter? Die beste von alle. Die warst voll. Das ist ja auch schon bloß nicht möglich. Dann brauche ich keine Angst zu haben. Ach du, in Angst? Mit deiner Erfahrung? Wolltest du mit schwer oder hast du nicht einmal zum Spusen? Man hielt ja so allerhand. Das bei deinen Teilkämpfen für andere vollständig ausgeschlagen. Aber nicht komm, ich will noch ein bisschen spazieren gehen. Ich kann dir doch so viel zu vertellen. Ich habe aktiv noch was zu vertellen. Weißt du was? Gestern haben sie mich als Professor ernannt. Nicht wirklich? Ja. In der Handelswirtschaft? Ja. Verhaftet aber so spannend gehen. Vertell, wenn bin ich noch verunsichert. Ja, klar, man liegt ja so allerhand. Aber Mensch, komm mal zum Dosen mal. Guten Tag. Guten Tag. Kommt Sie rein. Dankeschön. Frau Gerhard ist eine Keck beim Bruder. Sie lässt mich noch nicht einen Bruder kicken. Sie glaubt, sie noch zu jung. Ja. Fräulein, wenn Sie so gut sein und Frau Gerhard sagen, dass der Mensch vom Provinzialmuseum nicht hier ist? Von was? Vom Prinzipal. Prinzipal. Ach, seien Sie einfach, der Professor ist gekommen. Sie war da noch weiter. Professor! Klar, der
Ja, goed sagen. Gut. Vielleicht lassen wir doch einen Bruder kicken. Ich sehe eigentlich mit euer Kummes wie berät worden. Aber ich will mir bloß sagen, merken, dass mich kein anderer Kiel, der kommt, was ich halten würde. Denn sind alle Möbel, was so richtig nach dem Barachstil gemerkt ist, fängt man nicht alle da irgendwo an. So ein oller Mensch. Entschuldigen Sie mich, mein Dienstmerk gesehen, Sie wollen mit mir reden? Richtig. Und entschuldigen Sie mich, dass ich hier euer Sies wie berät worden. Aber ich komme hier wegen euch. Oh, ich weiß Bescheid. Ich weiß noch, was Sie kommen, Herr Professor, aber bitte schön, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich bin ein bisschen mehr überrascht. Hoffentlich wird die Sache nicht schwer merken. Da wir uns einig waren, meine ich. Ich sehe ja lang nur so etwas herhängen. Ich habe auch manchmal so eine Utsage gehabt. Aber bei Nito hat danach immer nicht geklappt. Immer kennt mich so ein anderer Kiel ungefähr und schnappt mir den Wasch. Ab Geld kommt er nicht drauf an. Hauptsache ist, ich kriege sie. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Sie wollte nicht? Wundere sich doch nicht darüber. Ich sehe nicht mal ganz jung. Und einer kann ja einfach nicht mal so besiegen, ist in frühere Jahre. It's alright. Und einer kann ja nicht mal so merklich oder so wählerisch sein, als wenn er nach jungen Leben nicht ist. Verstehen Sie? Also kalt gesagt. Ich muss sie haben. Sie ist der einzige Stück, wo mir nach einer Schlupfstück fährt. Erlauben Sie mir aber so einen Ton und so eine Redensart. Er fällt wohl schwer, sich von ihr zu trennen. Haben Sie keine Angst, Sie kommt in Gode hängen. Sie ist ja nicht die erste, was ich habe. 3 Stück habe ich all gehört. Aber von der ersten Bett trennen ich mich doch sehr bald, denn der hat mir einen großen Fehler. In der dritte, wo diese früh gehört, der wird mir so prassen einfach top gestellt. Aber den Schwindler brauche ich auf Fuß im zweiten Tag drehen. Aber darüber brauche ich doch keine Angst zu haben, ha? Aber Herr Professor, weil wir diese Unterredung über Fuß aufbringen. Ach so. Ich glaube. Ach, Hiesfriedspflichten. Sie dürfen den Hund nicht allein aufschließen. Ich verstehe. Seien Sie mir einfach, wo ich ab Ihrem Mann wachen kann. Aber eins sage ich ihm, ich kann nicht hier euer Weg, ich habe nur was da kommt. Bitte schön, warte so du Ben. Dankeschön. Hoffentlich dir doch nicht zu lang. Ich kann schier nicht aufhören, weil ich eher in meine Hänge habe. Ach, mein armes Kind. Mein armes, verbiestertes Kind. Wem ist so ein bisschen hingerufen? Ich muss ja doch die Augen merken. Krieg ein Down, wisch war mir dort was voll. Das haben wir mal vertraut. Frau Gerhard, Sie wollen Ihren Bruder kicken. Ach du liebe Zeit, ich komm. Wat darüber für ein Bruder geben. Und ich habe ihn so mit Freude gemerkt. Oh, was doch nicht, wenn du wie Papa Bingerutz hier sein hast. Oh ja. Sitzt die? Wann mein nennt hab? Stellst du die Fern vertelst mir dann. Ich gehe nie in meine Stube und schreibe einen Brief und Ellen. Du, schreib aber noch nicht. Wach noch ein bisschen. Hol doch noch ein bisschen Stahl. Okay. Ich würde sowieso kein vollständigen Satz zustande bringen können. In eine viel Stunde, sehr goldene Brut. Du hier, Papa, sieh mal mutig. Und wenn Heimweg gerade redet, nimm ihn noch nicht für Schlemmer. Versproch's? Jojo. Heute reden nie so viel. Und dann wird doch nicht leicht von mir aufzugeben. Berühr dich mal also. Sag dich nicht. Dort wird doch alle gut gehen. Mein Hart klappt. Berühr dich mal also. Und halt nimm deinen Lauf.
Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Schütz, Professor Schütz. Oh, sie sind geschwind daheim. Ja, ich sage immer zur Zeit. Aber das weiten, dort sind nicht die einzige Bewerber sein, aber bitte sagen Sie sich durch. Was? Was sagen Sie da? Dort sie weiten, dort sind nicht die einzige Bewerber sein, aber beginnt das nicht wunderlich sein. Nee. Sind Sie ganz begierig du noch? Ich möchte doch lieber Läuven an. Läuven. Dort verstehe ich nicht. Ich war bloß froh, dass ich einmal in den Haus saß. Ich wusste allem reichen Platz stellen, Herr Gerhard. Erlauben Sie mir, ein Bild über meine Verhältnisse zu vertellen. Mein Einkommen erlaubt mir... Na, dort ist geschehen. Den ganzen Sonst will ich ja auch gleich fortgehen. Wenn meine Frau hängen ganz gut in Leute dort denken. Dort verstehe ich. Aber erlauben Sie mir, ein Bild über meine Verhältnisse zu vertellen. Mein Einkommen erlaubt mir, dass ich... Ich sage, Putzen poliert sich jeder da. So ich kann mal da, weil uns aber klangte Schramm einig vor. Wenn meine Frau auf du fähig sei. Bei uns ich sage, Training da ich den nicht, wenn ich einmal habe. Dort wird gar nicht der Fall sein. Mein Einkommen erlaubt mir, dass... Du gebe ich wieder nichts mehr. Mir ist bloß wichtig, dass es ein schwindes Mädchen in den Haus kam. Wenn ich kann die Krame, ich leite bei ihm bloß nicht mehr verdrehen. Krame Bein? Dort habe ich noch nicht bemerkt. Ich wollte nicht her selbst wiesen. Soll brücken die Code und gleichen Sachen kaufen. Nee. Aber mit meiner Frau gleich waren wir uns so einig vor. Glaubst du nicht? Ich glaube auch. Aber sind Sie wirklich $300 Mal $300 mit diesen Frieden. Aber auf wem hat es dir auch gesagt? Mit Feierpietzkraft. Feierspannig. Sie merken ihre ganz nubel. Ich weiß. Durch so einen zurück haben, wenn sie eine Liebhaberei. Behandeln Sie nach mehr so eine Sachen? Was, Herr Gerhard? Ich sehe... Ach, ich soll sie fahren nach mir gut sagen. Jo, sicher. Ich sehe noch jung. Na, was kann ich mir bitte erklären, ihr Ding? Weil ich mag sie das ja. Jo, das wisst ihr. Deckeriert. Aber nehmen sie es ganz unpraktisch. Sie nützt nicht, und sie duckt nicht. Nee, weil wenn ich bloß eine gerade Wunderie höre, können sie auch tief bleiben, aber niemand in den Haus. Fort mit dir. Ach du lieber Himmel. So. Haha, weißt du, wenn sich die Kraxe von dir selber haben? Sag ihm, was sie tun. Erst kraftig itchen und dann Geldschäden und dann mit der Plot haben. Dort haben wir ein Jahr noch gelehrt, mit der Amt zu gehen. Aber Herr Gerhard, das geht doch viel zu groß. So das man noch nicht. Ach, ich dachte, du bist, was meine Frau nicht sieht. Darf Angst so keine Schuden da? Jo, aber sicher. Aber der holt ja doch lang aus, wie uns Frebs keiner befrieren. Was? Was sagen Sie mir? Das habe ich nicht gewusst. Herr Gerhard, so kijk je me toe zo ruhig an. So delen mir hier Sachen mit, da ein Mensch, das ich, die großen Begriffe, sich zu befreien, alle nou toe te neemt. Ich rede gleich du weh. Wer wird das haben und fallen lassen? Ich glaube auch. Ich kann meine Frau hineinrauchen, sagen, wo sie ist. Aber bitte lernen Sie hier so lang. Ja. Aber ich will dort an, die mit der Krame gelegt haben, in dem Beckenbock, selbst wiesen. Allmählich. Ein Anti mit Krame Beinhand heute. Nee, das habe ich nicht gewusst. Das ist doch zu grausam. Wo komm ich hier bloß fort? Mama, was ist los? Ach, mein armes, verbissenes Kind. Entweder haben die mich hier verjeten, oder du zo'n andere komen in een jasje komen en nu willen die mij ze bloß nicht geben.
Die Vrijheid heeft mij zo zeer zonderbaar ver. Of die jonge man, wat ik toen is omgående zag, dat is er. Dat is mijn jener. Na, der war bestimmt ook de 100 Jahre gemacht haben. Aber da lud ich mich nicht gefallen. No, den Schlinger, wo ich mir zerredstahlen, in so eines ich doch nicht zu meine 100 Jahre gemacht kommen. Weit wo ich den Schluppensinger bis fängen komm. Mama, was ist los? Die Hand gehielt. Hat Papa mit dir geredet? Nee, Papa nicht, aber die, auch mein armes Kind. Na, aber dann ist hier doch alles gut, wenn ihr mit meinen Männern geredet habt. Aber ihr gefällt die ihm nicht. Über den Geschmack lässt sich jedenfalls viel zu sein. Mina ist es wenigstens nicht. Und bitte dem, weil sie viel zu alt für die. Das ist 30 Jahre. Das ist noch kein alter Mensch. Dann hat Heidi bis fürchterlich fehlgelernt. Wegen heu muss ja auch viel älter sein. Wegen heu ist ja auch träumen, das ist ja viel zu schrecklich zum Sagen. Mama, nu sei doch bloß, was ist bloß los? Dreimal, als habe Friedje was. Und nun ja, was für eine Umstände. Das hat ich mir nicht von dir gedacht. Das ist allmählich. Kind, bist du ganz blind geworden? Heu hat mir das selbst gesagt. Und mit der kaltste wir. Und so soll von dir reden dort, als wenn er von ein Stück Mäuber reden dort. Mein, wenn sie das, den ich so läuft habe? Ich danke dir für so eine Leute. Soll ich die Sinne wird wahrer sein? Das Mensch, sei von meinem Kind, sei der einzige Stück, woran noch ein Sinne Schlupfstoff fehlt. Das ist doch allmählich. Frau Gerhard, sag uns von dem Bruder verjährte. Ach du liebe Zeit, ich komm. Aber Alter, was ist? Warum hielst du? Wohin soll ich mit Position, Herr Professor? Soll sein frei? Ich gebe mein Wort treu. Was ist, Alter? Bist du nicht da direkt weichern? Du hast recht, das wird fake von mir. Aber guck mal, ich kann hier nicht weichern und noch einmal treten kommen, um die zu sein und mit die zu reden. Aber was wird also? Mag sein, was du willst, ich verlute die nie mehr. Und warum nicht? Willst du noch das einzige Stück sein, was die in dienen? Ach, das kann nicht müssen sein. Nie habe ich die zu Anlass, so von mir zu denken. Ich liebe die und ich vertraue die. In deiner Vergangenheit soll mich nicht angehen. Aber nu? Dort wie mir selbst auch immer unangenehm. Aber war wie doch für jede Wort gewesen ist. So ein paar Kleinigkeiten so... Kleinigkeiten nennst du dort? Also, bloß du sagst bloß nicht noch ab. Du legst die ganz eindeutig ab. Kijk mal, die kostet die mit der nicht nur dragen und ich will dir auch gut hierin vergeten. Ich bin Frau, die meine Mutter mich abgeklärt hat. Ich bin direkt Frau. Ich bin direkt glücklich. Also, sieh mal vernünftig. Kijk mal, ich komme treten und will mich mit dir utreden. Aber du merkst mir dort mit deinem Benehmen einfach nicht leicht. Wo wirst du die bis mit so einem Ton ankommen? Du in deiner Vergangenheit, du hast mir die Wahrheit euer sein sollt. Ich dachte, ich hört. Aber also, du hast schon reich mit meiner Vergangenheit ever zu schmieden. So ein paar kleine Dummigkeiten merkt bestimmt in jeder Mann. In meine 3 Lämpchen Sünde, du lachst verlute noch mal ever. Nie ist aber genug. Im Montan, wo so über sittliche Moral denkt, nee. Also, das ist mir aber auch zu dumm. Ich glaube immer noch, dass ich besser auf sie als du. Kijk mal, ich will nur dem, was ich von dir erfahren habe, jede Verbindung aufbrechen mit dir in deiner Familie. Aber ich sehe eine Weise in meine Erlebnisse.
En alles wil ik die verzeigen. Sogar dat du mir nicht sagen wirst, dat du nicht in Fuhrer seine Tochter wirst, so mit du von aufhören, die aus frei zu nehmen. Aber wenn du nie so ein Spektakel oder was merkst, Nee, so bei ihr nicht. Ich bin Lena, Nana Verlanda, du hast die Rosen. Reit hier mit die, lud dich hier nicht wahrer sein. die Fuder hat Frage, nie wag sie mehr mal anwenden. Also, ich in dir. Wollte guck erstmal, was da los mit dem Jahr. Was je so ein Kreue leben und Stahl leben, nicht und war nicht. Jetzt bin ich mehlig, jetzt bin ich der heute riecht am Kopf. Jetzt bin ich mehlig. Und dann wieder schadere. Go schadere und dann noch mit der Plote Hand. Nee, das klingt doch nicht dumm. Aha, hier feier ich ja männlich. Alle wegen habe ich nur eine Sache. Na? Also, ich soll gar nicht mal so sicher und so Selbstbewusstsein ist hier später im Garten. Was ist dann los? Das geht alles über meine Kräfte. Ach so. Weil Meubelers wollte dir verarmen. Jeden Zeit bist gar nicht so schwinn, habt junger Mann. So sagen, wer war der einzige Leck, was hier ran ist. Nichts darauf fertig passiert. Mit der Zeit warnt deine Sektoren. Aber von was reden soll? Das ist doch. Bitte entschuldigung, mit Einkauf so lange Lüge und mir war plötzlich vorhanden geraubt. Bei Konsolen sind nicht allein gekommen. Herr Gerhard, ich bin so froh, um noch einmal persönlich zu sein. Um noch persönlich mitzuteilen, da ich mich nur einen langen Haaren, einen schweren Kampf entschlossen habe, von diesen Haaren zu treten. Na, Opa. Aber ich glaube kaum, dass einer von ihnen Bett versteht, wo schwor mir das Gesicht war. Dort denken mir Leute, wann soll er nicht wahr? Ich war da! Aber ich kann nicht mehr machen. Ich nehme uns soll sein, zu kommen, was sie war. Herr Gerhard, ich will da. Aha. Ich nehme die und ich tue ihm auch, was er haben will. Ich muss er bloß Fuß von dem nach haben. So, Herren, so behandeln diese Sache, das ist ein Geschäft. Wir kennen sie bloß. Na, wo und das? Wann soll sich so eine Luxus-Sache nicht lassen können? Tut er mir am Leute. Aber du wegen bringen sie gleich. Aufjänstig sein über unsere Lieder. Und bovenaan so eine dumme Bemerkungen mehr an. Mein Herr. Mein Herr. So wird er her. Himmel ab. Diese Bemerkungen. Du benimmst dich Jesus von ich mir und denk frie will. Da Leute soll sich aus Führer sein? Na, was will ich dann? Meine früheste Hauptperson. Herr Gerhard, ich habe bestimmte Gefühl, einer von hier ist frech. Erklär es dir. Oh ja? Ich kann nicht bis dort Gefühl. Ich weiß, wer verreckt ist. Bitte, Herr, würden Sie einen Namen erwähnen? Fest. Professor, fest. Recht, schützenfest. Nämlich ein jener Schütz. Ich will meine Freunde in Raum und eine vollständige Tatsache stehen. Gut. Das ist fein. Mama, Mareke, komm her, ich habe ein Problem. Was soll ich, Papa, hier sein? Ich hoffe, der Herr Professor mit dir geredet. Ja. Aber du hast doch nicht ja gesagt. Na, was sag ich ja? Der tun golden Brief, nach sie ähnlich lo. Aber Mann. Na, komm, Friedli. Aber mein lieber Mann, von wo redest du dann bloß? Na, Opa, von denen 100 Jahren schon gekommen. Aber nee. Aber nee, Papa, das ist gar nicht so. Das handelt sich um Else. Else? Entschuldigung. Aber wer denn Dosen das Else? Meine Brüt, wann sie wollten wollen. Wat de koeket, je ere bruid, meine Hände Joscha Kamoron. Mama, du bist Nerdtum. Der Bär haben Walde. Ja? Ja. No. Oh ja. Wat van de Kamoon? Ik red van ihrer Tochter. Hä? Zoe sind dort dann? Ja. So sind dann noch niemals befriedigt gewesen.
Aber nee, früher hat noch niemals. Hey, waarom hörst du nicht ganz schön von der Kram? Je lijkt er bijna in den Deckenbar. Ich dachte, du redest von ihrer Tochter. Aber nee. Herr Gerhard, lieve früh, hoppen Sie mich, ich habe einen Rut angenommen. Was haben Sie getan? Was für Rut hast du angenommen? Ich habe ja Geld ingegeben und nicht geschaut. Dann habe ich ja geschaut. Aber ha! So seht ihr doch selbst. Mein Daumen Flötze kommen. Das wisst ihr doch nicht. En al dat is bloos dienen komen van die hier van de schuld aan. Die maakt dit hies. Jo, minst weet zal de Herr Professor ze hebben. Ja, kost de haan. Wat doe ik über bloß maar Else. Met zo'n Missverständnis. Aber du bist bloß die Schuld an. Ah, no, Opa, ich muss Oh ja, die und die plitsche Sachen. Oh. Jo. Opa, nee. Oh ja. Ah, no. Werner, bitte verzeih mir. Wo kann ich bis dahin sein in alles glauben? Ich habe alles vom Bieten gehört. Oh ja, dit is mijn Else. Zie, ik heb daar bij de ganz lange geschehen, ik war hohen, bro. Na, Mama, bist du meine Hammer da? Nee, dort in jeder kommt, dass du was sie haben wollen. Ich te meine Werner. En ik te mijn bruid. Na, ik zie mijn oude verflitst Kamelos, brengt mich mal Brünen blijf hier. En ons 100 Jahre Barachschlupfstube im Museum ist endlich vollständig. Und wo habe ich davon? Ja. Der Bruder ist ganz angebrannt. Zet voor Mama. Dort voor Tiro verhaal. Ne, verbrande broeder. Sei nog Dankschein. Dankschein. Ich glaube, alle wie die sind wenigstens einmal ans Leben und nicht drauf gewesen. Und nutzen, was sich das nächste Drama handeln wird. Was Will Friesen hat geschrieben. I think all of us have been to an auction at least once. One of my favorite childhood memories is going to any auction with my parents. Zoet knaken am Etrop, lots of fun, there's lots of good memories. So the next video that we're going to watch is the auction comedy. So, voets nu dit, waar ophangt. Dat is het video van de drama van de Etrop. So join us next in watching the auction comedy. Alright, nu wollen wir nach de laatste Sachen hier uitroepen. Wir wollen anfangen mit dem Malkorn. Okay. So, ja, ferne Malkorn. Sind die auch verrastet? Irgendwas? Hey? Ne? Kosmo sein? Das ist alle. Ferne Konditions? Bedingungen? Okay. Nicht können Sie Malk werden? No? Alle gut? Alright, wollen wir anfangen mit, ich glaube, 200 Peso. 200 Peso. 200, 300, 300, Feuer, 500, 5, saß, start, saß, 7, saß. 7, ich habe 700. 800. Ja, 800, zwei ferne Malkronen, 800. Keiner? 800 einmal, 800 zweimal, verkauft. Was ist die Nummer? 43, Dankeschön. Alright. Nu wollen wir wieder gehen. Die sollen schaffen. Die sollen ladig sein. Alright, so ja, Dankeschön. Nu wollen wir nur das Knipsbrot gehen. Okay. Dort habt ihr, als du ein bisschen zwei, aber ewig soll das noch schaffen, nicht? Okay. Ferne grote knipspraat. Hey, fehlt die halt mit dem Malkorn? Ne? Okay, Dankeschön. Alright. Wir wollen anfangen. 100 Peso, Knipsbraten. Ferne. 200. Oh, 200, okay, 200. Okay, 300. Ich habe 300. Wie viel? 500? 500. Dartbeaten, 500. 500, okay. 600. Jakob, 600? Ne? 600.
400 Knipsbrat. 600, 600, 600, sieh? 600 noch einmal? Zweimal? Verkauft! Oh, 600 Päuse. Was ist die Nummer? 24. Okay, danke schön. Alright, das nächste Ding. Die basic, ja. Kosmos sein, dass die Reifen durch Fernfall sind. Die ein bisschen vorn sein, wo die Fernfall. Alright. Du musst hier rumfahren, ja? Mir sitzt der hat bloß nicht den Fout, nicht? Ist das so? Alright. Weil wir anfangen mit 500 Peso, mir sitzt der basic, ja, schaffst du auf, nicht? Oder 500 Peso, 500 Peso. 500, 500, 600, 600, 600, 600, ich habe 600, 700. 700, okay. 800, 800, no, 800, 800, 800 Peso für das Versikel. Irgendwer, okay? Ich habe du, mein Onkel, 800 Peso, okay? 900, 900, wirklich? 1000? 2000. Okay. Habt ihr noch einmal 800 Peso irgendwer? Okay. Verkauft für 800 Peso. Das ist kleiner Jung. Nummer 5. Dankeschön. Mir sitzt so die Waschmatten. Nächstes Mal das hier abposten. Nur die Nico. Okay? Dankeschön für heute. Alright. Das nächste Ding, heute, was haben wir hier? Was ist das? Du weißt nicht? Mir sitzt, hast du da einmal zum, ein bisschen exercisen? Ja? Kosmos sein, kostet die Menschen mal wissen, wo das können schaffen? Okay, da den Kopf du mal anleihen. Ich glaube, das macht mit der Arms zu dort, nicht? Ah, guck mal, das ist ein bisschen Book exercisen, nicht? Nicht? Oder? Okay. Weil wir anfangen mit 100 Peso. Wer will das Exercise-Ding für 100 Peso? 100 Peso, 100 Peso, 100 Peso. 100 Peso, du erbieten. 100 Peso, 100 Peso. 90 Peso. 100 Peso. Hast du Geld, Matt? Okay, dann wollen wir ab Monatsmann. Okay, 90 Peso, 90 Peso, 90 Peso. Kann er nicht, 80 Peso. Wer will das Ding? Das schaffst du ungefähr, nicht, heute? Okay. 80? Hä? Was jetzt? 80? Ne? 50 Peso. 50 Peso. 40 Peso. So ein fernes Ding, wenn du einen Vater Bock hast. Oh, du musst exercisen. Okay, no? 30 Peso, wir machen was kriegen. 20 Peso, irgendwer? 20? Was du dort? Heute? 15 Peso, 10 Peso. 5 Peso. 5 Peso. Oh ja? No, sind und was nicht passen. Ich wollte dann bloß kaufen für 1 Peso. Sie. Verkauft für mich. Alright, danke. Alright. Alright, nu haben wir eine schmacke Maske. Bring dich hier mal in der Mad. Mir sitzt so, der schafft dort noch fern, nicht? Reif ist voll. Nicht? Okay. Weil wir anfangen, ich glaube, wir wollen 2000 anfangen, nicht? Was glaubst du? 2000. 2000, ich habe 2000, 2100, 2100, 2100, 2100, 2200, okay, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 3000, okay, 3000, sagen wir mal 3000, oder? 3200, okay, 3300, okay, die kennen ja noch, die wollen die Maske nicht? 3500, 3500, 3005. Hey, so darf ich hier nicht, okay? Da abposten, okay? War wir dort noch einmal, okay, tranquilo, okay? Okay, wo wir? 3500. War wir noch einmal, okay, tranquilo. Das ist bloß ein Uitroep, okay? Lass mal eine Maske vor. Ich weiß nicht, wie viel Maske ich habe, okay? Aber
waren einmal 3.500, 3.600, 3.7, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, ne? 3.700. Einmal 3.700, zweimal 3.800, 3.100, ne? 3.800, einmal 3.800, zweimal verkauft und ist früh hier, 3.800. 17, Dankeschön. But I must give me the ducks in the hash here. Kijk je er nog helpen met de meske jongens? Dat is je toch niet früh. Nehmt ihr da noch? Dort Peter kostet man ein Haus nehmen. Gratis. Dankeschön. Alright, das Utrop ist nu Eva. Soll ja Dankeschön für Match spielen, hey? Das nächste Drama, das heute die Großmama vertelt, und für mich wieder das Lieblings von allen Drama, was du wirst. Das ist interessant, wenn eine Großmama vertelt ihre Großkinder, warum die Männer nicht mal nach Mexiko tragen. Und wie das sie das vertellen, dann das bei uns einmal ausspielen. So eigentlich das sagen, von einer Kaffee einer so viel lernen von einem seiner Geschichte. This next one, like you said, is a very, very special drama. It's a very sweet story of a grandma telling her grandchildren the story of why and how they went to Mexico, why they left Canada, the move to Mexico. And as she's telling the story, her grandchildren are reenacting the story. Ja, so wenn ihr bereit bist, zum so viel lernen von unserer Geschichte, dann kickt das nächste Drama. This next drama is very, very well put together for learning about the history, so enjoy this next one and learn a thing or two. Großmame, Großmame. Wat? Podatje, zoontje, wat wil je? Ik zeer die wie zal stel zijn, podatje. Nu heb ik Großmama opgewerkt. Dat je niet jachten. Wat wil je? Wil je ons niet de Geschichte vertellen, Großmame? Bitte. Ik wil niet wat Rock spelen. En mama zei, we zullen bloos uit de kerk buiten blijven. Zo heeft het Zorgdraak. De pan is voor de jaspoitetje. Niet immer alles, wat mama bakt, dat is voor die besteld. Dat je niet jachten. Wat van een Geschichte wil je dan? Eine Geschichte, wo wir noch nie nicht organisiert haben. Eine ganz neue Geschichte, wat je nog niet organisiert haben. Na ja, dann sagt je mal ganz gemütlich bin ich da. Und dann werden wir uns so anfangen. Diese Geschichte ist von so lang frei, von 100 Jahren frei. 100 Jahre? Dann hast du von dann aus die noch mal ein ganz kleiner geworden. Nicht so, Großmame? Oh, aber Sohnchen, ich sind ja doch noch nicht 100 Jahre. Na, aber das machst du nicht so, Großmame? Die sind all so alt. Nee, noch nicht einmal mehr als 100 Jahre. Weil diese Geschichte ist von lang euer Eck verhaupt geboren wird. Ist das eine wahre Geschichte? Ja, das ist eine ganz wahre Geschichte. Gut, eigentlich wahre Geschichten ganz so bastet. Aber wo wird diese Geschichte, Großmama, wenn die dann noch nicht mal durchführen? Oh, meine Eltern und meine Großeltern, die haben mir viel davon vertellt. Aber dann werden wir mal so anfangen. Zu Wort deine Mama, das ist so ein Backen und Reutmerken. Na, zum Jubiläum. Aber was ist ein Jubiläum, Großmama? Ein Jubiläum ist ein großes Fest, Sohnchen. Ein Fest, wo wir den lieben Gott werden danken für alles, was er für uns getan hat. Was tun Sie dann?
Dort hat für uns hier in Mexiko uns ein Heim gegeben hat, wann uns ein neues Heim fehlt und uns für 100 Jahre bewohnt hat. Wo wohnen die Mennoniten dann, wo nicht in Mexiko? In Kanada. Kanada ist dann für sicher ein solcher schlechter Lohn, was dort die Mennoniten durchweichen will. Nee, Kanada ist ein schönes Land. In Kanada wird dann ein schönes Land. Dort gibt es für ein gute Arten und einmal nicht so eine gute. Die Mennoniten, die können gut leben. Aber die Lehrer, die werden nicht zufrieden mit der Regierung. Wo kriegst du die bloße Schweinschjapper? Dort sie die essen zu uns nicht waschen, oder die Tabariens? Ja, ich tue, aber ich kann auch nicht spielen werden. Dann wird er mit allen, dann wird er ganz voll erscheinen. Nur bei Junges. Heute wenn ich wird einmal düsen mit euch treiben, dann wird mir nie nicht mehr in die Leben sein wollen. Nur bei Jappa, was deutst du am? Nicht. Wir spielen im Erde, mir fehlt mein Truck nach meinem Ecken, dann wird er mit da. Du neues an den Truck weich? Jo, dort ist mein Truck. Aber dort wir nicht schmack. Aber sorry dir nicht darüber. Man wollte weiter mit dir spielen will. Na jo, aber dort wir nicht schmack mit dem zu sein. Aber deine Ohren, dann kannst du bei einem ganzen Fleck Erdschang planten. Da kann ich nicht helfen. So. Nu laat die uns anständig. Nu blieben es rein, was die Umkes weich sind. Selbst wenn ich auf uns in Dorpraum gerät, oder ich meine Kinder nicht besorgen. Umkes, wer kennt? Ein paar Umkes von Dorp sind wir mit Papa, wo durchreden, sich wird ukrabeln. Weil sie nicht zufrieden sind mit was die Regierung tut. Was wir vielleicht anders mit uns handtragen, wo die Regierung uns verspricht, was wir haben wollen, und dann auch wird haben wird. Ohne wen handtragen? Meint ihr in Mississippi? Red Papa noch einmal davon? Ich dachte, die hat ganz von Mississippi für jeden. Und haben die sich die Tournee gesagt? Na, ich will bis eindenken fahren. Ich will nicht mitfahren. Aber was sagst du, Tien? Sicher kommst du mal, wenn wir uns ins Hand tragen. Wo wird sie das Problem am Papa dort sogar loten wird? Doof. Jenterstuf. Von Gartins. Seine Papa ist Trachmerker. Knibbler Jenter? Na, aber Tien, spazierst du ja Platz nicht mit einfach Knibbler Jenter seine Junges? Ja, mit doof. Und messen ja. Heißt der zweite Arzt davon alle Junges. Und, hoi früh nicht lassen. Ich sehe, wir wurden nicht sehen, wenn wir uns befrieren wollen. Uns Tien gewaltig befrieren? Wir will noch nicht sein. Wir haben in der Rechnung mal nächsten Sommer, wenn wir später dort werden. Aber wenn die Platz in Mississippi tragen... Opa, du wirst die befrieren? Ja, Mama, ich will mich befrieren. Es tut sehr fremd, wo ich will. Na, nee, Opa. Motto kriegt nie waren alles zusammen, du es. Tien, was ich nicht mehr von Tien, du doch, Tien. Die kleine Pracher sagt, wenn du vor Platz ich will, dann werde ich ganz hier was mit. Aber wenn du hier in Kanada bleiben will, dann muss ich hier bleiben. Wenn einer befreit ist, dann muss einer so dünn ist, der irgendwie will. Mama, es wird auch ganz bestimmt, dass die in Mississippi tragen. Nu, Papa, hier sieht dort so. Wir waren in Mississippi, so reden die von Mexiko. Soll es rein? Wir wollen bald hier sein. Kaffen, Jungs, sind reut. Gut. Ja, aber, steh ab. Ja, wir sind Jungs, wie nun schaffen. Hey, Papa. Ja. Kennt ihr? Na, jo, aber irgendwie auch. Wer? Na, die Pferden hier haben. Die sagt ja immer, na jo, Opa. Jedes Mal, wenn Örs wird sagt, haft ihr wo Bietelein. Und ihr wohnlich wird schlachtet. Aber mir all. Ja, aber, red. Komm nach. Seid ihr toll? Ja, Kier und Kaffee sind bei uns daheim. Dankeschön. Danke.
Bitte schön. Oh, yes. Nou ja, dan werden we niet te lang zien. Rappel, die zegt dat du jetzt met de delegaten geredet, wat grüts van Mexico tre zijn. Wat sagen die? Ja, dat ze veel bereist haben in Mexiko en veel land bekijkt haben en nog bilje land door de voets te haben is. Ja, dat hielt sich gut. Na jo, aber als ik uit het land, dat is dan schließlich niet verbillig dat land te krijgen is. En heb je de wet bier? Wie men niet zijn vormers en wie bier een wet. En doet zo, dat ons uit het land. Zij zeiden zij hadden goud het akkersland van grote landerieën, duizenden akker en sterk. Na jo, aber wat de Mexicanische Regierung ans Verherbst Nederland aanlaten? Ik heb gehoord dat viele Länder zijn niet zo vriendelijk, wenn andere Menschen in ihr Land aankomen en zich de Land houden en zich danach thuis merken. Zij zeiden, zij dachten, wie Mennoniten würden ganz leicht gaan alles bereden met de regering om in Mexico aan te wandelen. Ganz leicht, Landscheiden, Papiere mehr an ansiedeln, alles? Das ist eigentlich dann, glaube ich, für diesen Menschen 3 Tonnen Antrag. Vielleicht auch noch mal. Ja, de Mexikanische Regierung, die wil duizenden Firmen van Nederland en Ierland aanlokken, Firmen die goed verstaan te bieden. Ze willen dan hebben dat arme kleine Firmen zich dan ook zullen leren van de uitländische Firmen, waar ze ook beter bieden kunnen. Na jo, aber als dat een groot land als Mississippi, dat bedoel ik zo. Dat in Mississippi tragen interessiert mich noch helemaal. Ist mir aber ganz marschlich. Aber Friesen, nicht mehr ganz nicht, dass dieser jammer ist. Dort in Mississippi tragen, dat handen umsonst aufgesagt in die Macht wie durchschluss mit mir. Wat ik me vragen is dit. Wozu haben sie das gouden Ackerschland dann gefunden? Ich habe gehört, Mexiko ist ein sehr dreht Land. Meistens Stück in Steiner. Auf Stück in Steiner wird das nicht gut. Und hier nicht so. Hier wird das gut. Mir ist auch Weichtragen all sehr flau geworden. Vielleicht sollen wir bloß hier bleiben und uns durchschauen, was die Regierung von uns verlangt. Aber Leute, dort diese Rätsel. Was die haben dort die nicht hängen, sind bloß Englisch noch drin? Nee. Und vom Deutschen ganz verjähren? Ich bin angeworden, dass hier manche Familien, wo die Kinder in der englischen Schule waren, dort sei bloß Englisch noch drin. Sie waren vom Deutschen nicht mehr arbeiten. Und dort war ich nicht meine Familie nehmen. Und dort sind zwar die Marken der Flagge abgehängt, auf dem Schirmhaft. Meine Kinder sollen nicht in der Flagge in der Schule wohnen. Und wir sollten noch Platz hier von den Oms, wie wir in Hope, wir reden wird. Und dort die sagen, wenn die Schulen fortnehmen und uns so Englisch bemachen, dort vielleicht bis die erste Schritt ist. Vielleicht bald nur dem, dann checken die unsere Jungs in der Armee an. Und was dort bei mir das ganz Wichtigste, dass mein Jung nicht in der Armee macht. Ja, ich hier laat so als ich im Stuhl wird. Und dort will ich nicht meine Familie nehmen. Nee, ich auch nicht. Anyways, was mir gesagt worden ist, sind die Delegaten all mit dem Privilegium gekommen, der mexikanische Präsident selbst unterschrieben hat. Ich habe nicht gefragt, wo das alle anhält, wo dort die Delegaten sagen, Frieden sind damit. Mit dem Privilegium gekommen und selbst vom Präsidenten unterschrieben? Das ist eine gute Tiering. Wozu haben sie doch den Ackerschlund dann gefunden? Und haben sie dann gekauft? Noch nicht gekauft, glaube ich, aber alles Leute unterschrieben, so ich das vernommen habe. Und wo dann? Stadt Durango. Nun hier haben sie für ihr viele Ströckensteine, wenn Ströcke sein. Ja. Nun warten, du sitzt Adri, wieder nach außen, du haben sie gerade Ackerschlund gefunden. Und diese Saskatchewanische Delegaten sehen, du wirst noch mal Ackerschlund, du wirst noch, ja, dort landen, Stadt Durango legen sich sagen, dass dort Land in Saskatchewan, wo sie wohnen. Oh man, das hätte ich gehört. Und die Landesagent sehen, du wirst noch mal Ackerschlund haben in Stadt Chihuahua, wenn wir nicht alle wollen, Stadt Durango ansiedeln. Ich fällt ein bisschen nach Itegrabeln, wo wir dort alle fertig kriegen können. Na jo, Opa. Wollen jeder Mann sein Wort hören? Die mexikanische Regierung, der große Landbesitzer? Da hast du mit es dann ausfriesen. Vielleicht hast du woran noch eine Chef sagt, dass wir ab dieser Jahr nicht eine bleibende Stadt haben. Weil die älteste Regierungen nicht einmal ein Wort hören und nicht Landesbesitzer. In uns Leben hier fährt bloß mehr Not aus von tidig belugt.
Naja, wenn der Delegant zufrieden sind mit dem Privilegium, sehe ich auch, wir tragen Mexiko. Wir. Ja, wir tragen auch, aber nicht mal ein Haus, sodass wir war mest Tüten besorgen. Ja. Weiß nicht, dort unser Loot wir. Gut, nou. Gut wieder zu kommen mit unserer Rede. Dann, bis nächstes Mal. Dankeschön für den Kaffee. Adai. Ja. Na, alles bereit? Ich weiß nicht. Was meinst du, Trin? Trag wie in Mexiko? Oder bleibe bis hier und schicken uns zu dort, was die von uns verlangen? Mein leichter würde es sein, wenn wir bloß hier bleiben. Aber wenn sich so viel ändern ist, was geben, dass die unsere Schulen fortnehmen, dass die uns Englisch bematen, dass die uns lernen, dass die verreich sein. Und auf Platz nach uns Jappa, nach der Meinen, wenn die 18 ist. Vielleicht hast du dann einen Titel von Leben Gott, dass wir hier war so. Das ist die meins Jap. Ich kann fahren vertun, dass du dem rechten Anschluss kommen wirst. Hier in Kanada habe ich ein gutes Leben. Da in Mexiko will man ganz entfernt haben. Und da wird es schwer sein, aber solange es wie top arbeiten kann, als hier in Mexiko, weiß ich dort zu schauen. Oh man, ich wusste, dass ich mich fast in mir kurz viel zu Oh, viel. ja. Aber eigentlich mal, wie nach ein Ding kann, da wolltest du noch nicht mal. Unsere Team sehen wir mal gut aus den Einkleims. So ein Knebler hinter Schaduf. Du weißt ja, die hinter schwunen Gertits, Fußbezieht, wie sagst du das? Ah, okay. So ein Knebler hinter Schaduf, sie werden sich befreien. Was lässt du von? Und so war nicht mehr. Büter waren das du für Knebler. Na jo. Dann sind wir nicht so weit. Aber was kann ich tun, wenn die sich versprechen hat, dann kann ich auch nicht mehr reden. Das ist gut. Ich will es nach letztem Bett besorgen. Aber ich war mit den Dufen. Ja. Mit dem wollte ich morgen spazieren. Mal ein bisschen ungerät holen. Vielleicht will der Platz noch mit. Und den sind Führer, dort wir die Tragmerker. Ja, uns Sportarten so einfach ein Tragmerker viel. Das stimmt. Kann die Ruf dann nicht mal das Mama oder bleibt für dort in Kanada? Ich kann nicht mehr der erste Satz mehr. Mama sagt. Ich kann so ein Bild nur. Du kann dir dann alle hier in Mexiko, Chris, Mama. Na, mit ihrer Kuren und ihrer SUVs und ihrer Pickups. Was das? Meinst du, die gehen zu Fout? Aber Predike, denk dir an. Meist keiner hat eine, das wie 100 Jahre trägt, meist keiner hat eine Kuh oder ein Pickup, sie können mit einem Zug. Auf dem Zug? Prima. Ich kann auch einmal auf dem Zug mit wohin reisen. Auf dem Zug? Ganz von Kanada, Bad Mexiko. Wo weit ist das? Hast du eine Lohnkarte? Ich war vorhin an einer holen. Dann wollen wir uns dort hier mal ein bisschen sehen. Kijk mal, du hast Kanada und du hast Manitoba. Unsere Lieder kommen gleich von Winkler, ganz dicht bei der städtischen Grenze. Und du hast Mexiko fängen? Du hast Mexiko und du hast sogar Chihuahua. Dann müsste ich hier ganz dort hier steht. Von Bumbad Uing. Wie lange dauert das? Mama sagt, sie dachte, sie wären meist 2 Wochen am Zug gewesen.
prima. Ik wens ik weer je was om wat ik met den zoekmaat voor kunnen. Wij werden niet am zich. Wollen die de zich voor dort in Kanada los en helden nicht einmal schnell, was ich hier in Cocktailmonk und Nee. Die Lieder haben Erfolg. Foi, je zo met end in een zoekkorn. Nee. Was ist Zuchtkorn weer für Menschen und was ist weer für Feu? Und das Feu muss jedoch besorgt werden. Mama sieht, die Zucht hält zweimal den Tag still, dass sie können Feu besorgen. Einmal zu Marius und einmal zu Uwes. Und dann müssen sie sich ausbauen, dass sie dort kriegen. Malten in Korn entmasten, Futter geben. Und einmal, ich weiß nicht, was sie dann noch getan haben, sie dann noch mit mehr zu tun, dass es das Moment länger geht, aber sie werden noch nicht fertig mit Feumalten. Und dann fuhr das Zuchtwasser los. Doch nicht. Was tut sie dann? Das Einzige, was sie tun können, sie bleibt in der Feuchkorn den ganzen Tag, was das Zuchtwasser stillhält. Ich denke, kann das auch nicht mehr denken, als das Marius oder das Uwes wäre. Aber sie bleibt in der Zuchtkorn den ganzen Tag, was das Zuchtwasser stillhält. Aber so will nicht zu eten. Will so jungen Tomaten war still hält. Mir hat auch Papi bei Chihuahua werden. Das vielleicht nicht stimmt von Tschüss. Nee, sie will sich nicht mitgenommen zum Eten. Sie will die bloß Packs malten und dann will sie weiter drehen, ob das Zuchtkorn ab. Aber sie hat Weinsmarkt. Jo, aber bloß Markt. Das ist so einträchtig für was die Psychisch war still und der Markt für ganz warm sein. Und ich lege nicht mehr Markt. Aber mich hungert. Ich komme so zu Paare. Mama, mich hungert. Dem hungert Mama. Jo, so eine junge School nicht leicht voll zu kriegen. Schwankirchen, Meisterschenken Pan. Mama sagt, Pan will noch nicht ganz reit. Was tut Ihre Mama die ganze Zeit, was ich sich ihr schwerer Stall hält? Sie hat sich am Herd durchgelegt und sich mit Geld eingeschlafen. Sie sieht der Papa die ganze Nacht überschnurren, sodass sie meist nicht anschlucken können, während sie Lüde geschnurrt, wenn die Eier angeschlucken wie es sei. Unser Papa schnurrt. So, ja, Lüd. Aber grüß, Mama. Die sehen die Delegaten haben viel in Mexiko rumgereist, was sie gerne zu empfangen. Wir dürfen sie reisen, auch ab dem Zug. Ja, viel ab dem Zug. Aber als sie ihr gleiche Boy müssen, dann ging es ein bisschen anders. Du hast keine Bohnenreiche Boy. Was tun sie dann? Eerst op koor. Opa Großmama? Jo, Padekje. Die Hügelied im Land, die hadden dan ook al koor. Niet zo'n smaken als wie niet gaan, aber die hadden koor. En de Hügelied van de regering, die vieren de delegaten op koor, zo weit als die koor voeren kunnen, ganz Bad Ixland. Wat doen ze dan? En dan had je het op boeros nap. Boeros? Jo, boeros. Ik wil je team met wel wezen komt, team je tegen mij doel zaten. Jo, boeros. Dort wird der einzige Wahrheit boy. Sie hadden tidig omkast en dan giet de legaat op een boerenap. En 2 Einheimische aus Vierach, einer verab und einer hing heran. Und die ganze Nacht, der Hügelboy auf einem großen, schmalen Weg. Für ihr haben sie dann noch feine, klare Mondschein, aber auf eins wie die Mondweg. Und dann wird es stockdiester. Stockdiester? Der Hügelboy auf dem Krügelchen was, auf
Buros. Ja. So wordt mij verteld. En dan opeens wordt einer von den Delegaten plötzlich sehr krank. So krank, dass er nicht wieder reden kann. Und sie müssen alle stillhalten. Und er legt sich ganz platt auf ihre Hand, können wir verheben. Die anderen Delegaten, die sorgen sich all, als sie zur Zeit dabei kommen würden. Wenn die Sieg, sie wollen das nicht den Sieg verpassen. Die Sieg, die Lieder an der Kontinent. Nach den Sieg müssen sie nach, dass sie wieder reisen können. Und die Sieg für den nächsten Tag weg. Und wer weiß, wann der nächste Sieg kommen wird. Was, wenn sie nicht betieten, du hergekommen wären? Ich weiß nicht, Patrick. Vielleicht haben sie noch wieder mit den kleinen armen Brüdern reden. Ich weiß nicht. Aber auf einmal hastig stimmt der Kranke ab und er sagt, er meint, nu können wir wieder reden. Und dann kamen sie doch noch rein. Ja, sie kamen rein. Aber Chris, Mama, die sehen erst 200 gehörte Ackerschlund in Stadt Durango gefangen. Die wohnen aber nicht in Stadt Durango, die wohnen in Stadt Chihuahua. Na ja, bisschen. Die Delegaten, die haben auch Geld Land in Chihuahua gefangen. Land, das sie von der Zuluaga-Familie kaufen können. Und dafür die Suche enthan. Aber die kleine Suchstation San Antonio de los Arenales. Und dort können sie endlich reinstehen und dann werden sie wieder nicht Heimatland. Die machten sich aber gefragt haben. Wo wir am Such in Blästrig gegunt haben, voll besonders in andere in Such nennen? Ja, dort glaube ich auch. Als die endlich alle in den Such rein können, dann singen sie alle taub. Und danket alle Gott. Da mag die Schuld haben, alle Menschen taub singen. Und selig viel zu gut, bis hierher hat getan. Ist das ans Niertis, Papa? Ja, nie sind wir in Mexiko. Hier war wir uns nicht tief mehr. Ah, du Grütz, das ist ein feiner Platz. Das ist aber schwer. Na, wo kickst du so? Ja, Schlangen. Oh, jetzt haben wir all so einen konsequent verkriegen. Wirklich nicht Schlangen! Na, Periri, Mama, die Schlangen waren nicht alle Weifen und die so schreckst. Was ist die Größe hier vor wie ein Schlangen? Du bleibst krack hier, Jung. Du bleibst krack hier, Jung. Berührt mal. Nee, wir machen so aufpassen. Schlauen können sich allerdings verkriegen auch ohne euch Safa. Und viele von dort so ja führt. Ich will die Schlangen sein. Du wirst die Schlangen sein? Na, dann kommen wir mit mir mit. Ich werde dir durch die Schlangen wiesen. Na ja, Mama, wo hat die im Sante Unkas? Du ist noch ein bisschen schmalz in der Krück. Und du sollst noch Hitschang. Ich will ein paar Hunden planen, aber du willst Kevin noch gut einmal Hitschang zu Unkas essen. Dann sind nur noch Räuschchen. Da kriege ich fix so futzes Papa ans vier merkt. Na, bangst du? Jo, ich wünschte, jeder wäre noch auf unseren Such mitgekommen. Hoi wat noch kom. Dort nahm Tid, alles zu bereden. Und seine Papa sind Wirtschaft zu verkaufen. Und alles, was dort bei sich hat. Und damals seine Großmama, als so, ich war krank, gut so wie viele Leute. Jo, ich wollte. Und ich würde doch gleich verlangt haben, dass heute war ich vorhin so, wenn sie so krank wird. Sie essen so viel wird. Aber ich baue mich doch. Hier ist eine Schlange, Mama, hier ist eine Schlange. Ja, Ich habe eine Schlange, die da umgerempelt. Das ist so lang, so lang. Pajapa. Noch länger, aber nächste Tag. Kann ich dir hören, Mama? Kann ich? Nee, du kannst dir nicht hören, Japa.
Ja, aber, nu is ganz niet, oké? Geen idee. Wat zou ik wat al zijn, wie weg? Weet weg. Nee, aber du kannst ihn nicht hauen. Warum Weißt, wir hauen nicht schlagen. Ja, wir hauen nicht durch die Schlangen. Wir schmieden die weit weg. Und hoffentlich freien die Willetieren die ab, Eier anzuholen. Aber nie hangers. Als onkas wil draaien. Nee, is krak. Nog eenmaal je bronnen eten. Dit zijn we al zo'n oud. Dat is wat we de ganze tijd in Zürich eten. Je bronnen eten en ruischen. Nee, zijn we gar nicht mehr in Zürich. Wir machen doch wahrer. Jappa, nu is ganz niet met jongeren, oké? Sie best nog dankbaar dat die te eten hast. Vielleicht sollst du noch mal gehen, aber dies da ist. Das ist hier ein bisschen anders mit der Sonne. Vielleicht könnte es auch dies da sein. Und dann denkst du, ja, das ganz dies da ist. Oh, dann habe ich noch mal zu Unkas. So fängst es Papa uns viel merkt, dann wird Unkas reden über die Träbers-Team. Und wenn ich mal gejoint, wie werden wir Glams merken? Glams? Nein, Rivi, wenn Rennacke? So fängst es sagen, zu eher zu wehfängen. Oh, Lady. Waar we voor nog niet te veel looten, papa? Ja, die ist schon gesagt, doch. Aber der Rehen hiervon, hier haben sind Coyotes. Und dass die so ein junges Feuers wird wie haben, können überfallen oder sogar anbringen. So, deswegen war wir dort dann nicht bis in die Suchkabine looten. Aber morgen kostet mir die Jungs dann Taupe, das Feuer heute. Und dann bei wir in der Oms, wo wir mal mit sein, wo wir das Feuer versichern können. Wo waren wir schlupen, Papa? Ik war in Zürich gekocht. Nou, wenn's Mama niet het ongaswater reitkriegen, kost die mich halten, das Zelt abstellen. Dann haben wir ein Zeltband schlupen. Zelf. Op de Coyotes. Maar dan zou ik niet aanvallen? Nou, die waren gleich Menschen. Die waren bis heute oder sind junge Feu. Bei uns wollen die nicht stehen. Komm, werden wir das Zelt dann nie wenigstens abstellen. Dat wundert mich nicht, dass diese Sache hungert. Weißt du was, das Jung, der kommt ober sein Vernähl anduen. Oh. Kijk, Mama. Aber wie ist mal, was hast du getan, Jappa? Nee, statt dat gar nicht, Mama. Aber wir alle weten so immer Regenbogen, ja? Ik word ook zelfs. Und das noch so, okay? Mij hangert. Maar dan gaat zo kruid, zat je doen. Frennerchen, Schmornfahrt? Ja, wenn einer geschmalt dann auf einer Glams einer geschmort. Und wo kriegst du die Eier her? Der Rampelschau hat endlich ein paar Eierten evaluieren. Wir mögen Tischhandel, auch viel bei der Zeile im Paper kriegt im Subkerken. Na dann, für das keine Eden macht, wie soll dankbar sein. Ich sag dir, unsere Mama, die kann Basar schon nicht eten mehr an. Und der darf noch nicht mal die Kirche. Op de kerk campelt, Mama. Wirklich? Dann sei über die wiedergekommen. Ja, wir, nein, ich weiß, das schmeckt viel zu schein. Wie wären Soja, wo sich wiedergekommen. Vor allem auch wie so viel Halb. Und die sehen, die würden nur mehr auf weiterkommen. Und dann, wo wir Soja bescheiden können. Und die reden von, dass wir eng nächste Werk in uns in das Hausbändchen wohnen. Dort hat sich bloß gut. Das ist mal, nur mehr auch mal vorbeikommt, ja. Was du denn? Gut, ja, dann werden wir uns nicht bauen. Dat is met die merkon.
Ik wil hier voor ik merk en dan kom ik je kijken. Oh, nou ja. Tien. Du! 10. Die bist je cool! Na sicher. Da ist nicht echt die, wo herankommen, so fix ich bloß können. Na, jo, aber ich wüsste nicht von neuer. Die Prämie war ganz marschig so, ja. Aber der hat dann noch ein Gartiz. Hat die eine gute Reise an den Ziel? Oder die eine Großmama? So ist weich. Sie starfen Party und nur mit die verleiten. Das ist mir aber so schuld. Ja, Mama sagt, dass vielleicht passt. Oder aber nicht mal so schön, wenn wir nicht kein Haus drinnen Pinksen in Wien, sie dort kommen. Und so wie ich Hotel und zum Schwag man ans mit am sich mitkommen. So Mama glaubt, das vielleicht passt. Ja, das ist alles so. Aber ich glaube, sie wollte die wenigstens doch noch so erfüllen. Meine Großmama fehlt mir manchmal so. Und sie ist auch 3 Jahre weg. Ja, das geht anders das. Aber was gleich, bei der Fries kann man auch ab diesen Latzen sich machen. Siehst du auch. Bei der Fries? Und siehst du auch? Da wäre doch bestimmt, dass der verhaupt kommen würden, wie viele Leute. Der fragt mich auch ganz marschig so, ja. Ich dachte mir das so. Du lach mal. Das ist hier so einsam gewesen. Du wirst so weit auf. Und ich weiß nicht, wann du kommen wirst. Und siehst du, wir hier auch nicht. Und ich weiß nicht einmal bestimmt, dort sie kommen würden. Und ich sehe alle Bär hier. Und nach vor nichts, mein Hundsbewacher an. Aber doch nicht. Das ja. Du bist Grand Forks, das ist auch groß aufhanglos vorne. Ich konnte dir noch nicht ganz viel mehr an den Hübsten mehr reden, wie man war. Das ist aber schön. Ein guter Hund hat hier Geld zu bringen. Der Coyote hat noch ihre Mund Hand genommen. Und den Hund ist groß. Der wird sich sicher mit den Boys da gewusst haben. Was glaubst du, was mit dem passiert? Glaubst du, erst noch ein Platz zu spät gekommen vom Zürcher Na, ich sag im Bereich Weichran, der dann ganz glaub alle Feier. Das ist mit Heule heute von gekommen, das war direkt. Das ist gut. Und der Hund sein Glück, ich kann mir hier sein, wenn Hund weit auf ist von Tisch, der fängt sich nochmal frisch in Haus. Ich glaube, wenn mir abgeschrieben, kann ich sich mal mit Ramchen so inzerinnen, als wir sein können. Der will noch nicht kommen, wegen seine Themen nicht will und so wieder nicht. Oh jo, aber heute kann ich sich dann mal mit Ramchen so inzerinnen, als wir sein können. Ja. Und wo sind die anderen? Und wo ist Jappa? Oh, die gehen ja alle Therapien bekommen. Die meinen, die können Welt nicht tragen. Dort hielt sich gut. Naja, ich glaube, wir machen gut. War nach ein paar halben alle Sachen von Zürich und Zeltabstand und so wieder. So, ich glaube, ich war gut. Na, kommst du weiter? Sei ein Bild. Und so ging es dann los. Sie haben sich Bühalt mitgebracht, ganzes Hochkornfall. Eine Familie hat sogar ihre ganze Sommerkirche von Manitoba mitgebracht. Eine ganze Sommerkirche haben sie mitgebracht? So, ja, sie haben die sehr sorgfältig eingenommen und jeder Brat getegnet, sodass sie kurz wissen, wo das alle Top gehört. Und dat Tag hadden ze in 3 Bieten geschnitten. Und sie haben lose Schendel mitgebracht, zodat sie das können gut wuterdicht merken, wenn sie der Tag ist schon ungenäht. Ich wünsche, dort alles gesehen. Und ein von den Südkoreanern, die hat eine ganze Quark mitgebracht. Und der Quark wird so fix als möglich aufgestellt und dort Nienberg. En nu kunnen ze waren alle zondag naar een halve deel naar Kort wanken. Dort wie over een fijne afhang
für ihr neues Leben. Und die Hund, Großmama, wird die Hund wirklich Trainohus gefunden? Ja, Bürschje, die Hund, die hat sich Trainer Gartitz gefangen. Mama sagt, mein Onkel Gert hat geschrieben, dass die Hund da angekommen wäre in Gartitz. Dort macht Opa sein ein solcher klug. Hund was. Ich weiß nicht, was unsere Hunde so klug sind. Unsere Hunde sind auch klug, verhabt die Witter. Sie kommen in Bolfeld, wenn ich den Wild waschen mit da. Die Männer nicht mal sich solcher bedacht haben, wo die alles fehlen wird, dem nur Mexiko tragen und nur frisch umfangen. Ja, sie müssen sich dort alles uitgraben, was ihnen fehlen wird, wie uns Antwort sagt. In San Antonio de los Arenales, du wir meist Nüchtigkeiten. Du wir bloß Achieser im ganzen Dorf. Und nicht mal eingeschafft wie du, wo sie das Nötigkeiten können. Aber Großmama, die sehen, da kommen jene Großpapa und jene Großmama und jene Eltern in Mexiko. Ja, sie kommen die alle in Mexiko. Und du weißt, sie wohnen hier und nicht in Kanada. Aber Großmama, die sehen euch, sie kommen bis San Antonio de los Arenales an. Hier ist aber kein Dorf, darum ist San Antonio de los Arenales. Weißt du was, Bürschchen? Das passiert 100 Jahre 3. Weißt du, was hier wir 100 Jahre 3? Na, nee, Opa. Viel hat geändert in 100 Jahren. San Antonio de los Arenales wir mal eine kleine Ansiedlung aus den Mennoniten hier ankommen. Aber die Handelsmänner von Chihuahua, die waren bald an, dass die Ansiedler mit Geld gekommen wären. Und dort geht nicht lang. Dann haben sie hier auch in San Antonio abgestellt. Und dann war das eine große Handelsstadt. Mit viel Geschäften dabei. Und dann können sie sich da alles kaufen, was ihnen fehlt. Jo, Opa. San Antonio. Mit der Zeit war der Name San Antonio de los Arenales geändert zu Cuauhtémoc. Ich glaube nicht, dass unsere Lied sich so ewig gekümmert haben. Die haben bloß wieder gewirtschaftet. Und nu kan Menschen sich alle Sorten in Cuauhtémoc kaufen. Und Kiwi uns. Korn, Traktor, Pickups und alle Sorten von Gerätschaft. Und auch gerade Trucks. Und Kleider, und Möbeln, und irgendwas, was die Mamas nicht selbst merken. Und Restaurants, wo die Mamas mehr sind. Alles, was einer will, als Kind Cuauhtémoc mehr zu verkaufen. Die Delegaten van het akkerslandrisme. Ze gaan je dat ze draag wat ze wat buren wil. Na ja, und dort hat sich auch was geändert. Nu haben wir hier auch noch große Apfelgärten. En die beste appel in de ganze Welt. En ook de beste appelzara. Na, Paideke. En Käsefabriken. En de beste Käse in de ganze Welt. En grote Gerätschaftsfabriken. En de beste Gerätschaft in de ganze Welt. En Torten, en Schellen. Aber ja, Schellen. Ich lege meine Schellen in meine lyrische Säure. Ich auch. Dort fragt mich so ja. Eine Schule gehen und Geld lernen, ist sehr wichtig. Dort sagt Mama auch immer. Der Lebergott hat für sie Mexiko das beste Leben in der ganzen Welt gegeben. Nicht so, das Mama? Paideke, was willst du von der ganzen Welt? Ich wollte. Und dort wurde wieder das Jubiläum anstanden. Nicht so, Chris, Mama? Ja, Bürschchen, dort ist wieder das Jubiläum anstanden. Wir wollen den lieben Gott danken, dass er uns 100 Jahre hat hier handgebracht und uns immer beschützt und bewahrt hat in guten Tiden, auch in schweren Tiden. Und dort hat er auch wieder Hans Wort und durchab können wir uns verloren.
Ik hoop je gaan krijgen zoveel geleerd als ik heb van deze drama's. Er zijn vele dingen waar ik überhaupt niet moe van wist van onze geschichte. En door deze drama's ga ik veel kunnen leren. Thank you for having watched these performances with us. There's a few more yet to come, so stay tuned. Ja, kijk nog wieder, du kommst noch mal. In this next clip, we're going to watch some videos of the social services. There was the old folks home, there was different schools, there was different services for children in need. And I think you did a great job interviewing some people and making some more awareness. I think they're always looking for volunteers, and that whole social expo had a lot to do with volunteering and all the services that you get for like that are centered around volunteering and helping people in need, like the food bank and stuff like that. So what did you take away from your interviews there? Ik heb zoveel geleerd. Ik had ook niet gewusst dat hier zoveel zijn projecten weer van Duins. En me interesseert het zo, ik van best nog niemand gehoord, van best werden je daar al bekend. Maar ja, als daar ze stellen juist helpen, proberen geld op te krijgen, mensen worden helpen, dan is het voor kinderheim, voor kinderen met gehirnverlatsingen, voor altenheims, voor mensen die vielleicht met geld met trouble gaan en die gaan vielleicht niet genoeg om ihre familie te eten te geven. So, er zijn zoveel dingen als dat wordt door helpen doen. En ik heb zoveel geleerd. Ik dacht dat is zo interessant. So next, join us in watching the Social Expo videos, and Marcela, join her as she goes and interviews a few people there. Ja, kom met me met. Nou zijn we alles van interessant is. Estamos aquí con Isaac Bergen de Puente de las Tres Culturas. Platíquenos por qué se llama Puente de las Tres Culturas. Bueno, como aquí vivimos en las tres culturas en la región de Cuauhtémoc, y yo tengo las tres culturas en mi propia familia. Mis hijos se casaron con mestizos y adoptaron taromaras, entonces pues ya hay que hacer un puente entre para que pues, también nuestro objetivo era ayudar a las tres culturas. Ahí estamos buscando cómo podemos pues que cada quien conozca la otra cultura, porque yo estoy convencido que si yo conozco la otra cultura, pues va a haber mejor comunicación. Estamos en estos momentos en el stand del Banco de Alimentos y nos van a platicar un poquito acerca de su historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco de Alimentos surgió en el año 2016. Es basado básicamente en alimentar a familias que no tienen el sustento para alimentarse a sí mismo. Entonces lo que nosotros hacemos es, a través de una solicitud y una visita a la dirección con la familia, vamos y investigamos donde realmente hay necesidad y aportamos una despensa mensual a las personas que realmente necesitan ese tipo de apoyos. Y otra parte que tenemos es también llevamos maíz y frijol, entre otros víveres, a la Sierra Tarahumara, dependiendo de cómo podamos nosotros obtener donativos, ya sea en granos o en lo que la gente nos apoya. Celebremos nuestra historia.
Wat mij zo veel veranderd is dat die hadden zich de tijd genomen om extra wat merken voor de kleine kinderen alle. So, das nächste Drama war heute die Vogelhochzeit. Und dann handelt es sich um ein kleines Fältchen. Ich will nicht zu viel sein, damit die alle nicht schwierig bleiben und checken dann, wurde es wirklich so interessant. Yes, as she was mentioning, next there's a musical. It's called The Vogelhochzeit, Bird's Wedding. It's a musical. It's sort of a drama for children. And I think they did a fantastic job singing there. So no spoilers. Watch with us. Gleich de kleine Kenia, alle Kenia auf der Welt. Ulala, Toni, wo sind die von dir so viele Menschen? Lisa, wie vielen 100 Jahre Mennoniten in Mexiko? Und warum viel wie so was? Unsere Uromas und Uropas, die wollen Freiheit haben. Sie wollen ihre eigene Schule haben. In Mexiko have ons dat al voor 100 jaar gegeven. Oh ja, dat zal wie vieren. Eigenlijk vrijheid. Also meint dat dan, wanneer ik in Mexico ben, dan kan ik dat doen wat ik wil. Nee, viele Menschen haben viel abgegeben, um hier in Mexiko ein neues Tüß zu merken. Und nicht bloß zum tun, was du weißt. Aber du siehst, Freiheit zu haben. Ja, sie wollen Freiheit haben, aber Freiheit im Glauben in einer Schule. Na ja, eigentlich Freiheit. Lisa, du verstehst mich nicht. Sie wollen Freiheit haben, die Bibel in einer Schule und in einer Kirche zu lernen. Okay, was genau wollen wir uns dann lernen? Sie wollen, dass wir sollen all aus Kenia die Bibel lernen, dass wir wollen Jesus kennenlernen und wollen, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns abgestanden ist, dass wir all von klein an Jesus können glauben und uns leben, hier aber ihr all so leben, dass Jesus dort gefallen wird. Und dort können wir nicht alles tun? Nee, Lisa, in Kanada, du sollst wie nicht mehr aus der Bibel lernen an der Schule. Okay, ich glaube, nun kann ich verstehen. Dann wird wir vielleicht noch niemals haben von Jesus gehört. Stimmt das? Krieg so. Wir haben viel zu verdanken. Und dort wurden wir von dir ein Fass führen down, uns daran zu erinnern, dass viele Menschen haben viel abgegeben, damit wir von dir keine Freiheit haben. Dort soll gefeiert werden. Lisa, als du hineinkommst, dann singst du dort Leute, Jesus gleich die kleine Kinder, alle Kinder auf der Welt. Was läufst du? Gleich Jesus, alle Kinder, oder gleich heute wird die Kinder im bisschen Dollar? Hey, Toni, ich glaube, der wirst du all in der Schule lernen. Aber ich will gleich, wo du die wirst, das nächste Geschichte anhören, du wirst du was von lernen können. Okay. Ich bin die ganz bosigste Hose in diesem ganzen Welt. Jep. Ich glaube, ich war jeder Tag bosiger und bosiger. Rum. Das Haus hat erst ein Dampfkopf. Heu pucht. Und gleich hat erst das bosigste Tier auf der ganzen Welt. Na, ich mag vielleicht bosig sein, aber nicht so klug. Ich war am von der Wiesen, was ein Bosiert verstand, als später als Bosier feit. Aha, ich habe eine Idee. Hey, Onkel Hus. Oh, das muss all ein von meinen Fans sein. Die wird dort wollten, wo bosig ich ran kann. Was kann ich von der für die tun? Weißt du was, Onkel Hus? Ich sag die von der ran. Und ich glaube, du musst das bosigste Tier sein, was ich jemals gesehen habe. Und ich weiß, die wird noch niemals wer im Reis gewonnen haben. Oh, das stimmt. Mir haf noch keinmal wer gewonnen, das haf sich noch keinmal wer gewehrt,
geen mij te reizen. Mij haf nog helemaal weer gewonnen en mij wordt ook helemaal weer gewonnen. Ik wil gleichen, want die dat wohl staunen mit dem Reißen. Wusst die von der Tijd aan? Haha, wer would sich dort wel mit mij te reizen? Na, we hebben mal checken, wer hier vorbeikommt. Boom, boom, boom. Ha, ha, ha. Na, als vielleicht nicht gerade, wat ich ihm sagen hoor, aber ich glaub, mit ein bisschen Haupt, ein paar Busen schreit, ja, die vielleicht noch gewärmt. Hey, Onkel Schildkret, auf mich wer geraubt? Ja, ich wonder, als die dort wohl stehen, mit mein Freund, den Hus ein Reis han. Dort wohl bloß verspost sein. Ach jo, dort können ich tun. Ich sind von der nicht so drag. Ich will reisen können. Ha, ha, ha. Du mit mir reisen? Ich will die Wied im Stoff treiloten. Ich will einmal ram die ran und dann sieh ich all ab in ein und dann stehen je Werner dans. Tap, 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 tap. Dort as me in don't. Wo neu fang wie dann an? Okay, gut. Wenn du glaubst, dass ich die Sau da mitgehen kann, ich will die Wied treiloten, die wirst Wied verspielen. Aber von der sehe ich ein bisschen Druck. Ich will noch meine Ohren waschen. Ich will noch ein bisschen im Gym gehen, ein bisschen Gewicht heben. Und nee, mit einer Ladje mehr gleich ich auch nicht reißen. Aber ich sein allroit. Dort freut mich. Ich war von der kein Rechter sein. Und der reist erst ganz rum den Wald. Ich war den Schrutzwach nehmen durch den Wald. Und ab en een Jünt leeren. En zijn wer van Jünt wat dat eerste durchbeißen. Dat is eine ganz sichere Sache, wer diesen Reis gewinnen wird. Ich bin vorig. Okay, dann auf die Linie, vorig, los. Tap, 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 tap. Boom, boom, boom. So, dann wollte ich nu den Schrutzwach nehmen. Aber, wach mal, ich will ein klein bisschen anholen und checken, wo die Hosen der Schildkröte all sind. Ui, ui. Ui, Überraschung. Nee, das ist nicht die Weich, was du brennt. Ich wird so bosig. Kijk je bloß mal, wo weit ich die Schildkröte hingelassen. Da geht nicht mal zu sein. Oh, ich glaube sogar eine Schnecke wird böser sein als diese Schildkröte. Ich würde sogar kein Abteuers ran und danach immer die Schildkröte gewinnen. Ich würde vielleicht auch kein zweimal ran diesen ganzen Welt ran und dann ab dem Eng noch immer den Gewinner tanzen. Tap, 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 tap. Das ist ein heiter Tag. Ich glaube, ich war mir hier am Schatten ein bisschen freuen. Ui, boy, das soll heute was. Ich glaube, ich war mir ein bisschen Hahnlein. Der Schildkröte, nee, kein Weich, das soll mir jemals was vorbeikommen. Ich habe so wie Träge gelassen. Ich war mir hier ein bisschen dolein. Da 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 da. Hi, das Haus. Du fehlt noch so viel, um diesen Reis vor dich merken. Heu ist nicht bloß ein Pucher, heu ist auch Gefühl. Und ich glaube, am Bord ziemlich dumm loten ab den Eng. Aber, check mal, der Campbell an. Boom, boom. Da Schildkröte der Campbell an. Ich bitte, spot mich und schwinde den Ziel. Der Spuss will ich mich nicht verpassen. Boom, boom, boom.
Hey, wo zie ik? Ik geloof, ik heb vanmiddag eten gedronken. Nee, wacht mal. Ik weer op een reis geen oefend met de schildkreet. Oh, nee, dus geen weg. Nee, die wordt mij niet zijn voorbijgekomen. Aber wacht mal, zijn dit schildkreetsporen wat ik hier kon zijn? Oh, wacht op mij. Boom, boom. Hier kent de schildkreet al. Die merkt dat. Die was gewend. Die beste mens war ich. Yahoo! Die hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Onkel Schildkreet. Die hast den Reis gewonnen. Wo fällst die dann nu? Moir. Die hast dessen pochenden Hus eine ganz besondere Reaktion gelehrt. Wenn ich te lot, ist der Reis vorbei. Ja, der Schildkreet heeft gewonnen en hij heeft dat fijn gedaan. En wer doch noch onmiddag sloop holen, wanneer we reizen doen. Dat wird een slechte gedei. Ik wil niet gewoon de Trophys home voor je bed, wat je dessen reis niemals worden vergeten. Aber op een Schildkreet zien een Trophy wat het zijn gewonnen. En op den Hosen wat het zijn, laat mij mal reis roden. Langsam en beständig gewend tot ran. Eigentlich dacht ik, wie wel niet, den gewend donsen ver wie den reis vorige meer kam. Ach je, ik heb me zo ongestrungen en me hungert zo, wel we alle tot de middag gaan. Yay! So, sitzt du gewöhnt nicht einmal da, wem wir glauben. Ich glaub, die wurden alle gedacht an der Hose wurden Reus gewöhnt, aber heu wird nicht beständig und dann gewohnt der Schildkreet. Oh, was läufst du? Diese Geschichte wollen lernen, dass Jesus gleich auf alle Kinder und nicht bloß uns. Das stimmt. Die Bibel, die ist voll von Versen, die uns sagt, was Jesus uns gleicht. Dort ist nicht unsere Aufgabe, den Menschen zu gleichen, wann doch anders sieht, wann sie sich anders antragen, wann sie eine andere Sprache reden. Wir sollen die so gleichen, als Jesus uns gleicht. Das stimmt. Jesus hat alle Menschen gemerkt. Wir sind alle Glück an seine Übung. Dann lud uns nu auch untereinander laufen. Weil wir unsere Verführer schwiesen, dort ist nicht vergebens gewesen, was sie getan haben. Wir wollen den Glauben wiedergeben und noch viele mehr Menschen von Jesus vertellen. Dort will wir tun. Abwahrer sein, Kinder. Hallo, und ja, wel ik je nog eenmaal een Geschichte vertellen. In deze Geschichte handelt zich van twee broers, wat willen missionsdienst doen. Dat meint zoveel, als zij willen andere mensen helpen. En van Jezus vertellen, maar ook anders houden. En nu willen ze naar China gaan. Nu müssen sie die Sprache lernen und dort wird ja viel Arbeit. Aber sie freuen sich all dort auch. Und dort geht nicht lang, dann wird die Zeit rum und dann können sie ihre Reise nach China merken. Dort eine wie eine Krankenschwester, eine Nurse. Und die Nurse, die hat viel Arbeit wegen sie schafften durch einen, weiß nicht, Krieg, wie ein Dorp er eine Ranch, wo die armere Menschen wohnen. Du haben sie eine Klinik abgestellt und du helfen sie die Menschen auf verschiedene Wege. Vertellen ihnen von Jesus, haben sie in der Schule
En schaffen manche Kranke in een kliniek. Deelden medicijn uit en veel meer. En nu fehlt ihnen so viel von der Stadt en sie haben aber keine Fortgehenden vorn. Wenn sie naar de Stadt wollen, dann machen sie einfach te fout doorheen gaan. So 2 Frühs merken sich reut en gaan naar de Stadt en kijken. Sie haben so eine lange Liste, dort geht lang. En ihre Taschen worden schwander en schwander. En ihre Beine sind all meid, en ihre Arms meid von alles drehen. En de zon, die is al een beetje schroet starten zu haben. Nu willen ze bloos nog naar de bank gaan. En ja, toen nemen ze een fijn het wasje geld uit. En als ze aan tot die heeft gaan, dann teilen sie uns dort gestemmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, dort stemmt. Na, einer kann je keinmal weiten. Aber dort geld, dort wo wir Geld abnehmen. Dort wo wir ganz unten in der Taschen leihen. Und die andere Dinge tun ab. En dan zeg je merken dat je ganz gezipperd is. En nu zijn we uit in huis gaan. Dat is niet lang het eng te gaan. Zij gaan en gaan en gaan. En de zon die komt bij hem gaan. En zij zijn werkelijk al zeer meid. En als de zon ondergaat, dan vraagt de eine Frau de andere, wat läuft? Sollen wir hier irgendwo op een Stab nachbleiben? Na, ik glaube, wir haben keine andere Wahl. Meine Beine drehen mich bloß gleich mehr, meine Arme sind also meid von der schweren Taschen drehen. Ich glaube, wir sollen einfach hier wo an seinem Platz gesehen, wo wir übernachten. En morgen zijn Maria zelf verreft en kan dan nog badjes gaan. Ze kijken zich rond, ze hebben de ganze tijd kein Mensch gezien, so zij denken so, dort ist hier eine ganz friedliche Stadt. Hier wollen sie dann schlafen. Sie gehen durch um Eiver und einen feinen Baum, stellen ihre Sachen durch. En eten nog een beetje, drinken nog een beetje. En dan nemen ze de Tasche, wo das Geld drin ist, aus Kassen en legen sich durch Bovendol. Darum sicher merken, dass die Tasche nicht wat weichkommt. En dann sind die Goldister geworden. Sie schlugen an, aber ihr späten sie noch. Lieber Gott, magst du diese Nacht bei uns sein und deine Engel schicken, dass die uns beschützen und bewahren, hier auf der Willerstab. Und wir danken dir, dass du uns bis hierher bewahrt hast und beschützt hast. Und wir vertrauen dir auch diese Nacht an, dass du magst hier dich bei uns sein und uns beschützen. Und dann schlupen sie auch an, wegen sie so meid sind. Aber sie haben euch nicht gesehen. Du wirst stille bei der Bank von einer Bund. Die haben ihren Krieg beobachtet, wo sie durch ein feines Wäschchen Geld rausnehmen und dort sie Säue angekauft haben. En die stelen, die schlickten sich hingeron, immer so mit weit aufhängere Becher. En diese Frühe so nichts davon gemerkt, dort so von Stehler verfolgt worden. En wo ihr Vorfall ihre Nacht können sein.
Außer dann dich wie, auch sich dahinter verstärken, in Tjechen, wo die früher sich durch reinmerken, zum Schlupen, in Krieg beobachten, wo sie Wort hanlein, wo die Tosch mit Geld bleibt. Und als ich glaube, nu waren die Fleissen angeschlupen, und nu sind so viel dies da. Los, sagt er. Nu kämpfte, nu kriebe dort. Und dann schlecken sich langsam, dort het nicht so laut sein. Aber nodra von Bosch zu Bosch. Und bald sind sie all dicht bei, dort fehlt auch nur ein paar Schritt. Dann haben sie dort. Aber durch verfieren sich gewaltig so. Lotren einfach. Wegen plötzlich sollen sie durchrammen, die frühes, saß hier Soldaten stehen, mit blanke Schwerter anhängen. Die stehen daran, die frühes und beschützen die durch. Bleiben sie. Ich hab bloß die Hand uns nicht gesehen. Ich hab bloß die nehmen uns nicht vor. In ganz in ihre Becher becken sie hostig drehen, verstärken sich ein bisschen so und checken noch einmal aus dort. Wirklich erst, wenn du wären, vorher doch keine, nur nicht, keine Soldaten. Und sie teilen 1, 2, 3, 4, 16 Soldaten. Mensch, wie man hier fort. Der Unterseite war, stimmt doch, das geht doch nicht. 1, 2, 3, 4. Jo, du sind, du besaßt hier Soldaten, wo die frühes beschützen. Mensch, fut hier. Und sei merken lange Bein, und sein, dort sie da fut kommen, so bosig aus ihre Bein bloß drehen. Und dies drin verschwingen sie und sein, dort sie Tränenhüs kommen. Und immer waren kicken sich aus, da nicht bloß waren herankommen und fangen. Und diese Frühes, die waren von alles nichts. Die seien keine Soldaten, die seien keine Stähler. Die haben bloß da im Gras nur fein geschlupen. Und bald ist sie dort dann auch so Marius, und sie sind tidig abgewagt, und stehen dann auch kurz ab, wenigstens nu werden sie nach einem feinen, frischen Morgen dort eben ihr eigenes Haus gehen. Als sie nach ein bisschen was eten und trinken, dann danken sie Gott, dass er diese Nacht beschützt hat, und gehen mutig und verreft, dass eben ihr eigenes Haus. Es ist Tüsen, na jo, sie wollten ja von alles nichts, für eine Graute, die fort durch ab Lüd, und was für wunderbare Soldaten Gott durch seine Engel Rama Gestalt hat, um ihn beschützen. Tüs fangen sie weiter an zu schaffen, und sie, an einem Tag, ein paar Tage wieder, kommt ein schwerkranker Mann nach der Klinik. Der ist sehr verwundet und verschlagen. Und ich brauche sehr nötig Hilfe. Und das Nurse, der hat ja auch Fuß, und will den schwer verwundeten Mann halten, fängt auch Fuß an. Aber aus dem Mann, der Nurse sitzt, kickt er immer weiter. Immer weiter. Und der Nurse wird dort abholen, und sie fragt, hast du mir mal vorher, wo ihr sein? Mir lädt die fremd. Jo, sagt der Mann, aus dort, wo die 2 früher starten, Euer abbestab, über nachbleiben, du hast Kindje sein. What? Die sind nicht angeworden. Jo, sagt er. Ich und noch einer von unseren Bohnen,
Wir sagen dort, wir hier eine Bank Geld zurücknehmen. Und wir sind die ganze Zeit herumgeschleckt. Und wollen bloß warten, was dies da wie, und wollen wir überfallen und rennen alles fortstellen. Aber, als wir ganz dicht bei den Schäumen aus all dies da wären du plötzlich 16 Soldaten rammen, wo die du beschützten. Wir grühlten uns so sehr für dich. Und die hatten da noch blanke Schwerter. Wir grühlten uns so sehr. Wir sagen bloß, dort wir fortkommen. Aber wir haben geteilt. Und dort wären rein krank 16 Soldaten. Wir wollten nicht, wo die so hastig herkommen, wegen vorher wir tun nicht. Du wir kein Soldat und kein Mensch. Und als wir ein paar Schritte aufwären, wären du bei 16 Soldaten und beschützten Jünd. Sagte früh. Das interessant. Sind dort dann Engel gewesen, wo uns du beschützt haben? Wir sind von alles nicht angeworden. Nicht dort uns 2 Stähler oder Räber hängeron wären. Nicht dort uns 16 Soldaten bewirkten. Wir frühen den Leuwen Gott bloß einfach euer wie uns. Du läden dort heimach seine Engel schicken, uns diese Nacht hier bestab zu bewahren. Und, naja, mehr weit es sei nicht. Dann vergeht ein paar Monate, in diese Frühs, die kriegen Ferien. Dort sind zwischen einmal kleine Hüs fahren, von dort, wo sie kommen, und sich ein bisschen verreven von ihrer Arbeit, wegen dort wie hier viel Arbeit. Und sie pflegen ein Hüs, kommen ein Hüs, freuen sich zum all ihre Freunde, Eltern und Geschwister sein. Und wir haben auch einmal Bibelstunden, wo sie taub kommen und auch für einander beten. Und diese Nurse hat auch dort eine Bibelstunde, all ihre Freunde zu treffen. Und die freuen sich, begrüßen und fordern ab, sie soll dann nun mal vertellen von ihren Erlebnissen, was sie dort in China alles mit Gott erlebt haben, was du alles angegangen ist. Und dann vertelt sie viele Geschichten, was sie alles erlebt haben. Aber zum Schluss vertelt sie auch diese Geschichte, wo sie in ihre Stadt ging, von den Stählern verfolgt worden. Und wegen sie dort bloß nicht bei Tüß mir um den Tag, du ab Stab danach schlupen wollen. Und wo die Stähler sein, dort sei han du 16 Soldaten gesehen, was er dort danach bewirkt haben. Und sie haben aber von alles nichts gewusst. Nicht von den Stählern, nicht von den Soldaten. Und sagt der Lehrer von der Bibelstunde, sei mal, wann Tag wir dort, weißt du noch, wann oben dort passiert? Und sie haben ihren Kalender durch, sie kickt sich dort noch und dann kriegt, weißt du, wann Tag dort wir? Und das Lehrer von dieser Gruppe kickt auch am Kalender noch. Und dann sagt er, das ist super interessant. Und mein Kalender sagt dort, den Tag, den Abend hat wir hier gebetet. Und wir haben hier auch ganz besonders verjüngt an den Abend gebet. Und hier unten kann geschrieben, dort wie wir in 16 Personen den Abend hier abgebetet haben. Was verjüngt gebet haben. Ich glaube, der liebe Gott hat seine Engel und Soldatenform geschickt, Jünd dort zu bewahren. Es ist dort nicht wunderbar, was von großen Gott wir haben, und für den nichts unmöglich ist, da kann nicht 16 Soldaten durch anstellen, da kann durch Engel anstellen, aber manchmal braucht er auch uns Menschen, um die Arbeit hier auf ihr tun. Aber eins ist wichtig.
Waar we Gott vertrauen, to Gott beten en alles anvertrauen. Seine Help wordt immer op de rechte steed en ter rechte tijd zijn. Dit wird je zeggen. Ob groß, ob klein, auf dieser Welt ist niemand jener Kleine. Fidiralala, fidiralala, fidiralalalala. Was macht ein Vogel, der allein ist? Wisst ihr, was ich meine? Fidiralala, fidiralala, fidiralalalala. Er sucht sich einen Platz im Baum und singt die schönsten Lieder. Fidiralala, fidiralala, fidiralalalala. Wenn er Glück hat, setzt sich bald ein Weibchen zu ihm nieder. Fidiralala, fidiralala, fidiralalalala. Ein Vogelmännchen, das lange allein umhergeflogen war, saß auf einem Baum, um sich auszuruhen. Es hatte sich schon so oft vorgestellt, nicht immer so allein zu sein. Und weil es von seinen Eltern wusste, dass Vogelweibchen von schönem Gesang angelockt würden, sang es so laut und schön es nur konnte. Stunde um Stunde verging, doch das Vogelmännchen sang vergebens. Doch plötzlich erblickte er es hoch über sich einen hübschen Vogel, der ganz wie ein Weibchen aussah. Vor lauter Freude sah das Männchen noch fröhlicher, als es das Weibchen direkt auf sich zu fliegen sah. Fliegt ein kleines Vöglein, so wunderschön und herrlich anzusehen. Hoch in der Luft fliegt er schon seit Tagen, leer ist sein Bauch und müde ist es auch. Plötzlich klingt in seinem Ohr ein schönes Lied wie nie zuvor. Auf dem Baum im Sonnenschein, da singt ein Vogel ganz allein. Hoch in der Luft freut sich da das Vöglein und es sagt sich, das wär ein Mann für mich.
Aufgeregt flatterten die beiden Vögel voreinander herum und keiner wusste so recht, was er sagen sollte. Schließlich aber nahm sich das Weibchen ein Herz, setzte sich neben das Männchen und stellte ihm viele Fragen. Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich frag, ob der Platz neben dir für mich frei ist? Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich sag, setz dich hin, weil doch gar nichts dabei ist? Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich frag, ob dein Lied nur für mich ganz allein war? Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich sag, nur für dich war mein Lied, auch wenn's klein war. Und so ein Baum, der ist ne Wucht, wenn man sich ein Plätzchen sucht. Und noch viel schöner kann es sein, auf einem Baum zu zweien. Ja, so ein Baum, der ist ne Wucht, wenn man sich ein Plätzchen sucht. Und noch viel schöner kann es sein, auf einem Baum zu zweien. Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich frag, ob auch du in der Nacht manchmal Angst hast? Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich sag, ich bin der Therapeut, auf dich aufpasst? Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich frag, ob du einmal für mich noch dein Lied singst? Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich sag, noch mehr Spaß bringt es mir, wenn du mitsingst. Ja, so ein Baum, der ist ne Wucht, wenn man sich ein Plätzchen sucht. Und noch viel schöner kann es sein, auf einem Baum zu zweien. Ja, so ein Baum, der ist ne Wucht, wenn man sich ein Plätzchen sucht. Und noch viel schöner kann es sein, auf einem Baum zu zweien. Die beiden Vögel begannen fröhlich miteinander zu singen und fühlten sich schon bald gar nicht mehr wie Fremde. Sie sangen und tanzten miteinander bis in die Nacht und konnten kein Ende finden.
So kam es, dass aus dem Vogelmännchen und Vogelweibchen ein Pärchen wurde. Sie kamen auf die verrücktesten Ideen. Immer wieder rückten sie ganz eng zusammen, küssten sich und fühlten sich so glücklich wie noch nie. Du und ich, wir zeigen Glück, sind so verliebt und so verrückt. Ich und du, wir singen laut, auch wenn ein jeder nach uns schaut. Du und ich, wir schauen uns an, wie Vogelfrau und Vogelmann. Ich und du, noch sind wir zwei, doch was bald ab, bald sind wir drei. Hat man sich lieb, so wie wir zwei, dann legst du bald ein kleines Ei oder zwei. Du und ich sind dieses Jahr Vogelmama, Vogelpapa. Ich und du im Sonnenschein, wir waren ein Nest für uns allein. Und wenn du willst, dann bringe ich den schönsten Regenwurm für dich. Du und ich, wir zeigen Glück, sind so verliebt und so verrückt. Ich und du, wir singen laut, auch wenn ein jeder nach uns schaut. Das Vogelpärchen baute sich auf dem Baum ein gemütliches Nest. Es war gerade fertig, als das Weibchen ein Ei legte, das in seinem Bauch gewachsen war. Er setzte sich ganz vorsichtig darauf und begann zu brüten. Nun begann eine schöne, manchmal aber auch eine langweilige Zeit, in der das Ei immer warm gehalten werden musste. Brüten, 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 das Ei behüten, hüten, hüten. Wer hält das aus? Ich möchte hier raus. Doch ich muss brüten, 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 das Ei behüten, hüten, hüten. Bald kommt die Zeit, dann ist es soweit. Dann kann ich endlich wieder fliegen. Dann wird im Nest mein Baby liegen. Ich werde ihm viel zu essen
Dann endlich war es soweit. Eines Tages hörten die beiden Vögel ein merkwürdiges Geräusch. Zuerst aber war das sehr sauer und leise. Dann aber wurde es allmählich lauter und kräftiger, immer wieder gegen die Schale. Tick, 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 was klopft denn da im Ei? Ein Vogelbabys hart und klein will frei sein, 1, 2, 3. Tick, 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 ich will hier endlich raus. Hier drinnen ist es viel zu eng, ich halte es nicht mehr aus. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nichts sehen. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nichts sehen. Tick, 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 ich glaube, es ist soweit. Ich muss jetzt endlich an die Luft, es ist doch höchste Zeit. Tick, 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 ich pick das Ei in 2. Mein Schnabel macht ein großes Loch und schwupp, schon bin ich frei. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nichts sehen. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nichts sehen. Tick, 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 ich pick das Ei in 2. Mein Schnabel macht ein großes Loch und schwupp, schon bin ich frei. Die Eischale war zerbrochen und vor den Eltern lag nun ihr winziges, piependes Vogelbaby. Es war nass und zerzaust und konnte noch nichts sehen und schon gar nicht fliegen. Aber es dauerte nicht lange, dann guckte nach seine Eltern und begann laut und frech zu singen. Hallo Mama, hallo Papa, die Zeit ist um und ich bin da. Hallo Mama, hallo Papa, wie geht es euch? Ist alles klar? Hallo Mama, hallo Papa, was schaut ihr mich so komisch an? Hallo Mama, hallo Papa, ich bin schon bald ein großer Mann. Hallo Mama, die ist nun vorbei und ich sing so laut ich kann. Juhu, hallo Mama, hallo Papa, ihr gemütlich aus. Hallo Mama, hallo Papa, nun pass gut auf, sonst fall ich raus. Hallo Mama, hallo Papa, nun fang ich bald zu fliegen an. Hallo Mama, hallo Papa, ihr werdet sehen, was ich schon kann. Die ganze Zeit habe ich mich gefreut und endlich ist es nun soweit. Hallo Mama, hallo Papa, nun fang ich bald zu fliegen an. Hallo Mama, hallo Papa, ihr werdet sehen, was ich schon kann.
Ahnen an plätterte das Vogelbaby den ganzen Tag im Nest herum und ließ seine Eltern keine ruhige Minuten. Vom Früh bis spät konnte es einen einzigen Wunsch: fressen. Ein Vogelbaby, wenn niemand hat, weil es immer Hunger hat. Ein Vogelbaby, das macht sich ran und das macht den Schnabel auf. Ja, es macht den Schnabel auf. Ja, es macht den Schnabel auf, so oft es kann. Ein Vogelbaby, frisst wie ein Bär. Das will viel mehr. Ein Vogelbaby ist gar nicht dumm. Und es hüpft den ganzen Tag. Ja, es hüpft den ganzen Tag. Ja, es hüpft den ganzen Tag im Nest herum. Ein Vogelbaby, das singt und piept, bis es immer noch was gibt. Ein Vogelbaby gibt keine Ruhe, und es macht nur, wenn es schläft. Ja, es macht nur, wenn es schläft. Ja, es macht nur, wenn es schläft, den Schnabel zu. Nur wenn der Abend kam und der kleine Vogel müde wurde, hatten die Eltern Zeit für sich selber. Die Mama und der Papa sangen ein Schlaflied für ihr Vogelbaby und weil sie fühlten, dass es bald davon fliegen würde, waren sie manchmal ein bisschen traurig dabei. Sieh nur die Sterne, der Tag schläft schon ein und deine Augen sind müde und klein. Schlaf bis der Morgen die Träume verweht. Schlaf bis am Himmel die Sonne aufgeht. Sieh nur die Sterne, sie leuchten so hell. Sieh nur die Wolken, sie fliegen so schnell.
Viele Tage und Nächte waren vorübergegangen. Und aus dem kleinen Vogelbaby war fast schon ein großer Vogel geworden. Er hatte das Fliegen gelernt und viele andere wichtige Dinge, die ein Vogel wissen muss. Als der Tag kam, an dem der junge Vogel davonfliegen wollte, nahm das Vogelmännchen sein Weibchen in den Arm und beide winkten ihrem Kind noch lange nach. Immer wenn ein Vogelbaby größer wird, will es sich im Winde wiegen. Immer wenn ein Vogelbaby größer wird, will es zu den Wolken fliegen. La 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 la. Immer wenn ein Vogelbaby größer wird, muss es eine Menge lernen. Immer wenn ein Vogelbaby größer wird, tönt es von den goldenen Sternen. La 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 la. Immer wenn ein Vogelbaby größer wird, stellt es sich auf seine Beine. Immer wenn ein Vogelbaby größer wird, ist er in die Welt alleine. La 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 la. Der junge Vogel flog über Wälder, Flüsse, Berge, Städte und Felder und sah viele Dinge, von denen seine Eltern ihm erzählt hatten. Er lebte warme und kalte Monate und wurde allmählich ein erwachsener Vogel. Aber manchmal fühlte er sich ein bisschen allein. Als er sich eines Tages auf einem Baum ausruhte, begann er laut und schön zu singen, denn er wusste von seinen Eltern, dass Vogelweibchen von schönem Gesang angelockt werden. Ein Vogel wollte Hochzeit machen, das war die Geschichte. Firiralala, firiralala, firiralalalala. Und fragt ihr mich, was nun geschieht, hört zu, was ich berichte. Firiralala, firiralala, firiralalalala. Ob groß, ob klein, auf dieser Welt ist niemand gern alleine. Firiralala, firiralala, firiralalalala. Was macht ein Vogel, der allein ist? Wisst ihr, was ich meine? Firiralala, firiralala, firiralalalala. Er sucht sich einen Platz im Baum und singt die schönsten Lieder. Firiralala, firiralala, firiralalalala. Und wenn er Glück hat, setzt sich bald ein Weibchen zu ihm nieder. Firiralala, firiralala, firiralalalala.
Oh, mein Jammer. Das ist so ein vier op de Hirnschubel. Dat is onze eigen. Ja, ik ben dat zo bevrijd is. Ah, ik ben daar weer de opticum is. Nou ja, wat het nächste drama handelt zich om Läufing. En dat gaat ik wel met die. En ik wens dat je mijn man kunt ze tot gaan leren. Het is veel boosjaar. Die een klein stukje, dan wordt je die met de prison wasser niet. En ik ga die 10 jaar met schotten te mij bevrijen. This next one is for you guys who like The Bachelor or any type of reality TV show. This is called Akbalmati. This is a dating show in Plotic. So stay tuned and watch. So wenn ihr das wollten, wird es zalig, es läuft zu fing, dann kicken wir was zu tun. So if you are still single and are watching for something, here you might learn how to find your partner. Viva Mexico. See? No, Viva Paraguay. All right, waar we aanvangen, we worden de miljoen hinabkrijgen. Wacht maar eens hier. Dan wollen wir ein bisschen kennenlernen. Alright, seid ihr bereit? Miljoen kommt ab. So, ja, danke schön für kommen. Alright, wir haben hier nu einen Jungen, der sieht nur eine Milliarde. Okay? Komm mal ab. Oh ja. Alright. Du sind 3 Millionen, wat op een jong zien. Okay. Sei mal hello to de Millionen en sei die Num. Hallo, mijn naam is Bien Trampel. Okay. Nu Millionen, zeg je Num en sei hello to Bien Trampel. Hallo, Bient. Ik zie eruit. Sush. Hi, ik ben Zoon. Hallo, Okay. hallo. So, nu kan je een beetje zijn. Hij moet een beetje studeren, wat hij vertellen doen, wat zij zeggen doen, okay? So, best die Reut, du hast du wat vragen, nicht? Ja. Best die Reut, voor de eerste vraag. Ik zie eruit. Alright, sei je alle Reut? Sei je alle Reut? This man fehlt help. Alright, wat is die eerste vraag voor de Jan? Mijn eerste vraag is, wo wordt we gaan fahren, wanneer ik die Leute met mijn pick-up fahren? Dat is een goede vraag. Wir würden haben eine Wille starten ab vorne und du würdest parken. Du würdest keiner Boot drin. Dat is Dezelfde vraag, nummer 2. Ik würde nicht fahren. Ich würde fair sein, dat een man seine Arbeit dem Jahr zu führen. Okay. En nummer 3. Ik würde haben, dat die mich nicht jeder kleiner Stufe fahren und dat die mich dort heute mit mir anker. Die, dat wordt verringen aan de Jaltos. Dat wordt een beetje, niet? Okay, nu zijn we op een weg. Wat is die tweede vraag? Mijn tweede vraag. Wat is een ding wat je niet gleich te doen en waarom? Dat Sinn und Hören. Und dann mache ich immer zweimal die Werk doen. Ik kan verstaan. Ja. Nummer 2. Ich gleich nicht so täuschen für meine Familie, wegen es dort nie nicht gut. Die sind viel zu nah, mit wird es so schmecken. Dat kan ik verstaan. Ja, nummer 3. Ich gleich nicht bis nichts zu tun. Wegen dann denke ich an alle Menschen, die nichts zu tun haben. Dann mache ich bis denken, wann ich ein Tag alt sein und ich kann nichts zu tun haben. Okay. Dankeschön. Okay. Alright, Bient. Wo speert sich die dort? Wat zijn zum Uitlezen of wat gleich? Ik geloof ja, dat vangt aan zeker uit te wezen. Ja? Okay. Wat is die derde vraag? Mijn derde vraag. Wat voor muziek gleich die te horchen? Ich gleich sind, wo die Seier bumsen, der ich noch kann tanzen. Orale! Waar we moeten zijn. Dat interesseert me. Alright, nummer 2, das ist all die Frau. Ich höre bloß drüber jetzt spielen. Na ja, dat moet zijn, niet? Okay. Toch wel. Nummer 3. Ich gleich alles. Dat zou je handig, niet? Ja, dat ja. Alright, wat is die vierde Frau? Vierde vraag. Sei mir ein Ding von die, wat kein anderer jong weet.
Mijn linker voet heeft keine kleine Toi. Dort ist nicht zum Lachen. Ist das so? Alright, Nummer 2. Dort sei ich die Bliss von die Miwasch will. Die wollt, so wollt, was sie will, nicht? So, danke schön. Nummer 3. Ich doe nog een beetje rozen en eenmaal schnijd ik mijn haar alle af. Aber das ist nicht wahr, der Geschmack. Hey, nun, du kannst nicht sein, okay? Ja. Habt ihr nicht so meins vor? Ich kann die nicht sein. Alright, stumm mal ab, Bernd. Du hast nie gehört von dem Jahren, okay? Und das wer sie sind, was sie hier in der Stadt. Was du reut zu meiner Willen? Ich wollte die Minuten ein bisschen denken, okay? Ich wollte Leute noch einmal spielen. Okay. Okay. Und man Leute stärker ist, als die sein, wenn du die weißt, okay? Sehr gut. Was du reut? Nou, de eerste ging niet naar uit te vinden, weil alles en wat schijnt, dat we alle te melden worden. Ik kon niet ganz stram, maar ik kom wat du soll. Okay. Bij de Nummer 2, dat ging nicht Information wirklich zu kriegen. Okay. Und Nummer 1. Kräuter. Kräuter, Nummer 1. Das ja nicht. Ich wollte Ihnen noch eine Gelegenheit geben, was die Sache? Ja, ich sage mal Sache. Okay, ich habe Kräuter gewählt. So nu kannst du noch die andere Hand rühren, während sie rücken. Okay? Nummer 3, kannst du Bein treffen. Dankeschön für kommen. Gut, zu sein. Nummer 2. Oh. Da waren wir nicht 3 Jahren, so, bist du okay? Wir sind im Bord. Was ist hier rot? Okay. Oder ist dein Bord, nicht deine Hüt? Oh. Okay. Alright. Kräuter. Heute habe ich die gewählt, okay? Was die heute noch treffen. Okay? Sag ich alle heute. Ich glaube, das sind heute. Gute Dimon. Woo! Der ist echt die Geschmack. Haben wir ihn Truck vorhin? Okay, die 3 Jungs. Sag ich heute. Kommt mal ab. Du Stinkwort, I don't know. Alright. Nu wordt de Mialen abkommen. Okay, Dankeschön für die Ankunft. So, wir wollen anfangen. Kriegst du es wie ihr stellen? Du kannst Hallo sagen und die Nummer sagen zu den Jungs. Hi Jungs, mijn naam is Ietje. Okay, Jungs, nu zeg ik je noem en zeg hi zu haar. Hi Ietje, ik ben Jeet. Jeet, okay. Hi Ietje, ik ben Hans-Wieler Friesen von Gonzales. Jeet. Okay, Nummer 3, die bist auch ein Jeet. Und Nummer 2, sei die Nummer noch einmal. Hans-Wieler Friesen von Gonzales. Okay, ich will nicht mal fragen. Dankeschön. Okay. Warte mal, so, das ist hier ein Jeet Sandwich. Okay. Alright, Ietje, bist du reut? Du sind 3 Männer, die siegen nun eine Jahr. Vielleicht auch noch nur früh. Bist du reut? Ja. Alright. Du hast eine Frau, was ist deine erste Frau? Meine erste Frau. Mir ist es so wichtig, dass ein Junge eine Arbeit hat. Was ist deine Arbeit? Wie viel kann ich noch Arbeit? Meine Eltern sind sehr reich. Oh, okay. Okay, Nummer 2, das ist all die Frau.
Ich sehe einen Schullehrer, aber er fühlt sich nicht wirklich nur Arbeit, wenn ich gleich kenne. Oh. Nummer 3, was ist deine Arbeit? Ich schaffe auf meine Familie auf Schweinsfarm. Was vielleicht auch ihr recht haben. Ja, wir haben, ja. Das war dann erst. Okay, nu hast du ein bisschen gehört, kennengelernt. Wir haben ein bisschen Deutsch angehen. Was ist deine zweite Frau? So eigentlich Volleyball zu spielen. Seine wird die gleich zu spielen. Eigentlich Karten zu spielen, aber bloß für Geld. Okay. Geht sich so ist ein Geldmann. Okay. Nummer 2, ist alle Frau. Eigentlich Piano zu spielen, aber ich spiele bloß die Witte Noten. Du. Ich weiß nicht, was du soll angläuben. Anyway, Nummer 3. Eigentlich so haben wir Feichel zu spielen. Wir haben nie genug fahren für eine Stärke. Eigentlich so Feichel. Okay. Je zit zo dit hier wordt, niet? Maar dit 2, wat blijf je? Alright, wat is die derde vrouw, Ietje? Wann du kannst mir nehmen nur eine Mahlzeit, wo würden wir hinfahren? Wir wollen mein ganz neues Pickup nehmen und dann wollen wir eine Chihuahua fahren. Wir wollen eine McDonald's nehmen und dann kostet viel Burgers eten, ist der was. Was ist die Fahrt? Hey, so kostet die Frau. Okay, no. Okay, Nummer 2. Ich würde jemanden in mein Haus nehmen und dann würde ich für die eine Multit rein mehr. Ah, das wird handig sein, nicht? Ein Mann eine Multit mehr. Vielleicht haben wir was lernen von dort. Nummer 3. Ich will meine Mom sagen, die will so schief absagen, und wir ein bisschen Speck fressen. Okay. Okay, die haben nu 3 Antworten beantwortet. Noch Frauen beantwortet. Du hast noch eine Frau. Was ist das, was nu? Ich bin mir noch nicht so sicher. Nee? Okay, die letzte Frau wird sehr wichtig sein, Ietje, okay? Frau Demol. Wusst du ein Tag gleichen befriedet zu sein in Kinder zu haben? Befriedet? Ja. Kenia? Nicht nur Fleisch. Okay, Nummer 3. 2. Ich würde putzreut sein. Sag mir bloß, wie viel Kinder du warst. Okay, Nummer 3. Ich würde erst mal meine Eltern fragen. Alright, Jungs, danke schön für Antworten. Ietje macht nie entscheiden, wem sie was wählen. Ietje, bist du heute, stumm mal ab? Wolltest du all wem die was wählen? Martek? Ich wollte dir doch nicht bematen, aber hier ist eine sehr ferne Gelegenheit. Hier sind 3 ferne, schmacke Jungs. Weißt du was, grabbel du mir ein bisschen, Eva. Wenn die Leute stark ist, dann will ich eine Antwort haben von dir. Ist bereit? Naja, so passiert hier nochmal. Naja, Dankeschön. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die jüngeren Kinder, die jüngeren Generationen auch ein kleines lernen, von wo wir kommen. Wenn wir bei uns fahren, haben so schwere Zeiten durchgehabt. Und das ist das nächste Drama so wichtig ist, da handelt es sich um einen Schullehrer, wo seine Studenten lernen, von wo wir kommen und was unsere fahren und alles dann durchgegangen, um zu sein, wo wir von der sind. As Mennonites, I think it is not done enough where we teach our younger generation where we are from. Because I always think that if you don't know where you're from, you don't know where you're going. This next production, this next play is going to show a teacher that teaches his children a little bit as to where we're from, where we're going, and in that dynamic, that's where it's going to take place. So, da werden wir kijken wat deze Schulkinder alles lernen und vielleicht haben wir auch alle du wat von lernen. So, as that old saying always says, every day is a school day. Join us in learning a little bit more about our history. Patete.
falsch an, ne? Dit sind die Papieren von Feuerwerk. Darf Ich hab 12. Stell! 100 ist wunderbar. 75 ist gut. 50 ist ein Schlag. Und je alle Taub haben nicht mal 100 gekriegt. Wir haben ein Problem. Wenn die Nummern so leer sind, wo wir alles von Feuerwerk noch einmal übergehen, sie dreht zum Schreiben. Alles durchschreiben. En wat van jaar traten de eerste Kanorische Mennoniten naar Mexico. 1987? Nee. Und in 1922. Aber sei Dank schön verproben, Peter. Okay, met wat kwamen die hier aan? Jeremiah? Met eine Bas. Nee, nicht mit einer Bas. Diana? Mit einem Jet. Nicht mit einem Jet, und du kriegst einen Strich. Oh. Das ist nicht fair. Die kwamen mit einem Zug, schrieb dort ab. We zullen maar wie dit aan de veel leren, dit is al voorbij. Ik weet dat je het niet interessiert, van 100 jaar terug te leren. Aber een dag waar je verstaan kan wat het in deze wereld schaffen wird. En waar je dankbaar zijn dat je dit weten. Van waar kwamen de eerste Kanorische Mennoniten? Johnny? Van Seminole? Nee. Luisa? Van El Paso. Oh. Peter? Ich komme von Durango. Durango is in Mexico. Durango is Mexico. De eerste Kanorische Mennoniten kwamen van Saskatchewan en Manitoba, Canada, hierhin. Kanorische Mennoniten, Kanada. Wer hat dit Buch alle gelezen? Meine Mama sagt, ich will nie Pfund kriegen, wenn ich da lesen will. Wirklich. Es könnt alle was versprochen werden, wenn ihr das lesen? Interessant. So, das Problem ist, dass die Dinge bloß nicht am Denken halten dann. Lerarsche, wel zijn onze jonge verstand zal alle aan denken. Okay, Jeremiah. Wat is geen Wi-Fi-Nummer thuis? 8378443. Luisa, wat had ik voor je werk maandag aan? Die hat einen schwarzen Rad, eine witte Bluse mit witte Blumen an. Johnny, wer gewann den Weltsoccer Game in 2014? Deutschland gegen Argentina. In Deutschland gewonnen. Und Mario Götze wieder der einzige, was umgehen wird. Kommt nicht an mit dem. Das ist was von Mario Götze ist. Ha! Die kann Dinge am Denken halten. Die haben mir das gut gewesen. Wir wollen, ich will Ihnen nu mal mit wieder erklären. Das gilt nicht, die sollen Dinge abschreiben. Aber ich will Ihnen mal ein bisschen vertellen, von was passiert. Und in
17, schrift dat door. Dan kwam een gezag in Kanada neer dat alle Duitse scholen zullen ontvangen Bücher te brengen van de regering. En wegen de Bücher op Engels werden, zullen ze in ihre Schulen niet op Engels unterrichten. Dan, onder 1919, werd het gezag al bekender en ook al strenger. Waardoor wo viele Deutsche nicht mehr wollen in Kanada bleiben. Diana, komm hier mal nach vorne. Ich lass dir mal was lesen. Lies den Satz du mal. Die Kinder gingen fast den ganzen Winter barfuß zur Schule. Noch einmal, dann ein bisschen lauter, ein bisschen klarer. Die Kinder gingen fast den ganzen Winter barfuß zur Schule. Okay, ik wil gaan, die zullen nu allemaal de show uitdragen en die doen die dozen aan. Ik meen dat zo. Nicht strampy try. Voor een week, waar je hier schon alle boven gaan, zodat je kan in best geval wat het 100 jaar terug weer. En ik had het met jullie ouderen alle bereid. So ik geloof niet dat je dit niet brücken down. Du ook. Jeder einer soll das Buch noch einmal lesen. Aber das mal nicht tschüss. Das mal, weil ihr das hier bei Schall down. Und ich will Handy sollen auf ihrem abposten und aufmerksam sein, über was die lesen, und dass die das verstehen kann. Und wenn die nicht was verstehen kann, dann frag mich eine halb. Ich bin hier zum halten. Merkt ihr eine Bücher auf und fangt an zu lesen. Jeremiah, wat kun je helpen? Heute eine Beine gehen. Ja, die Kurs. Jeremiah, wachen wird. Bloß, dass ihr das weiten, diese Werk wurden die Weinjus hier verjüngt alle Tausend. Ich habe hier büten ein Sekret abgestellt, dass die vollen kann, wird es 100 Jahre drei wir. Und Jeremiah, das ist kein Waschpapier bauen. Die wird das fehlen. Und wirklich? Ab ihrens. Die wird auch noch fehlen. So, nu is de koffer eruit, als hongert al die nog vastbaar. Komt alle nog eens nog vastbaar. En dan gaan we fertig zijn met vastbaar. En dan gaan we nachkijken wat du nog alles voor interessant is. Yes, next we invite you guys for FASPA. Join us for a coffee, get some refreshments, and then we'll watch more. Welkom to de nächste part van dit ganze Verstellungen, wat we hier willen doen. En dit is zo interessant, wat we hier willen wijzen, dat handelt zich om een klein mercado, een beetje market, wat we gemerkt hebben van alle soorten interessante dingen, wat veel hond gemerkt hebben, en bijzonder wat van vroeger gemerkt werd. Next, we're going to take you guys on a little journey throughout the expos of the little heritage markets, the summer market. There was lots of handmade things, there was lots of artisanal stuff. So join us as we go and watch those videos.
So, nu kommer wir ans Met. Wir wollen Ihnen wiesen, das ist der Summer Heritage Market. Das ist ein kleines Market, wo alles mal hingemerkt worden ist. Und das glaube ich, sehr interessant. Yes, so join us next in watching a video on the market that was there. It's a little heritage market. There's lots of artisanal stuff. I think your sister was there. Ja, meine Schwester ist immer sein. Die spielt noch Platten, mir geschmack getroffen. Yeah, she makes incredible stuff. So watch what she's making, watch what other stuff is produced there. It's a very, very nice little heritage market. If you ever are here for, even for the next one that we're going to do, come and join and hang out at the market. There's lots of artisanal stuff. Yes, und du sind so viele Dinge auch von anderen Menschen. Du sind auch Dinge, die verkauft worden, wo Taramaras gemerkt haben. So, ich finde es gleich gesagt, dass die das auch deuten nennen, wenn das nicht bis von der Deutsche wieder in die alle in der Umgebung unterstehen. All three cultures are represented at the market, absolutely. Acompáñanos al mercadito local. Vamos a platicar un poco con Verónica Enz. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido el evento? Pues me ha gustado mucho porque estamos celebrando nuestra historia, nuestra herencia y como que estamos absorbiendo una identidad muy interesante que decimos, esto es menonita y es de nosotros. ¿Y qué opinas del aniversario número 100 de los menonitas que tienen aquí ya 100 años viviendo en México? Es un centenario, me parece que han vivido muchos cambios, porque hace 100 años era caballo y buggy, y míranos, nosotros ahorita estamos en una industria muy grande, entonces creo que el trabajo y la paciencia nos ha dado muchas promesas y oportunidades. Y platícanos un poco de lo que haces tú, de lo que tienes aquí. Pues soy ceramista, me gusta mucho la tierra. Entonces es otro estilo de cerámica que se usa muchas veces en México. Es de alta temperatura, porcelanas y grés, libres de plomo y muy resistentes. Es una técnica que se practica más en Japón y en Inglaterra. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Celebremos nuestra historia. Mira, ahora nos encontramos en el mercadito local con el negocio Nacurca. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mayra Rivera Durán. ¿Qué piensas del evento en general y del mercadito? Pues que está muy bien. ¿Qué es lo que piensas que estén los menonitas aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua y que ya tienen 100 años aquí en México? Pues que está muy bien, que nos ha ayudado mucho a todos los cuauhtemenses, como dando empleos, apoyando la economía. Wir sind hier bei dem Mercadito, wo die alle Sorten Handgemärkte verkaufen und ich will ein bisschen mit Lisa reden. Hi Lisa. Sehr schön. Okay, ich habe ein paar Fragen für dich. Wo läufst du von dem ganzen Fass? Ik ben zeer blij met dat, wat we dit alle kunnen doen en we proberen dingen te verbeteren. Dat we zijn gezonder en beter en daar alle dingen, meer dingen zelfs afhangen te maken. Ja, en dat is ook wel wichtig. Ik ben ver van 100 schon mal gedaan. En een tijd heb je dat met verspeeld en dan krijg je dat op in die trägung doen. Yes, ik denk krijg datzelfde. En wat voelst je met de drukculturen? Wat voelst je over die drukculturen in een jeen kan wonen? Ik vind dat zeer interessant. Verschiedene culturen kennenlernen. Aber ik ben zeer blij met mijn cultuur, van waar we herkomen. En ja, zoals ik zei, dat is interessant, meer culturen kennenlernen. En ik ben het zeer fijn dat we hier drie culturen hebben, waar we ons alle aan zich kennenlernen. En jetzt hier einer lernt auf einer von den anderen. Ja, kan ik dat je doet. Ik geloof wel, en ik kom een andere cultuur omgaan, dan leert en veel, zoveel. Bis maar einfach nicht steht bleiben, das habt ihr nicht. En reizen en met al zo'n stoot, dat zonder immer wieder geht. Ja, na ja, so viel mal Dankeschön. Ja, Dankeschön. Wir feiern unsere Geschichte.
Okay, nu wollen wir noch einmal ein Drama sein, was Wilfrieden geschrieben hat, durch Menschen von der Zeit. Noch handelt sich uns um dieses eine Zeitmaschine, wo nicht der geht, und du kommst da Menschen rein von der Zeit, wo du nicht der ist. Und dann handelt sich doch mit dem Wortkrieg in dort Jahr zu, für welches passiert ist in unserer Geschichte. This was a drama where you participated in, correct? Ja, ich knallt es nicht nach Boom. So what exactly, there's a time machine where people come out of time, like there's costume changes where it goes as to whatever year is on the door and then people come out. Yeah, no spoilers. I think that was a lot of spoilers, but watch it and I think you'll have a good time. This is a drama called People of Our Time and I think you'll have fun seeing what was done here. Das hier ist eine Zeitmaschine, okay? Ich kann das Jahr ändern, so ich will, okay? Wir sind nu in 2022, okay? Und ich war hier das Jahr zu ändern und dann waren Menschen von der Zeit hier rübergekommen. Okay? Und dann war ein bisschen mit ihnen vertalen. Okay? Aber das schafft nicht, und dass das interner dabei ist. Okay? So, Tony, komm her. Mir fehlt Halt, denn das Maschine muss heute mehr. Okay? Hier, Tony, den Himmel hier hinein. Du nennst stoppen. Alright. Nu dat hier switchen. Abhosten oder was? Okay. Die andere auch alle. Ja. So. Nu wo ich das hier noch switchen, so steht. Nu zit zo, der erste nu rein. Okay? Dankeschön. Google die Mats. So. Ich dachte so, wie 400 Jahre fast nu, ne? Das wird interessant sein, wenn man einmal 100 Jahre drei könnt ihr, ne? Was wir mal 100 Jahre drei angehen? Alright. So. Nu zijn we in 1922. Okay? Hey, kan je een beetje met die vertalen? Ik dacht, ik wil klein met alle jongens. Mijn dacht, dat is nog veel te jong om te spazieren. Hey, ik wil geen trouble. Ik zie Willy Friesen. En ik doe de wereld rondreizen, om met mensen te vertalen van mijn boek wat ik schrijven doe. Ik zie bloos nieuwsgierig. Ik wil die wat vragen. Dat alles? Dat alles. Mijn eerste vrouw, wieso tragen zoveel Duitsers van Kanada hier naar Mexico dit jaar? Durch hem niet gesagt zijn dat alle Duitse Schulen sollen bieten annehmen, wat er von der Regierung kam, wenn sie bieten auf Englisch spielen sollen, Schulen auf Englisch schon erreichen. Wirklich? Mhm. Wo kostet man sagen von deiner Reise, die Ankunft hier? Meine Familie kam hier anfangs März an mit dem Zürich. Als wir unsere Sachen nicht aufgelöst haben von Zürich, dann ging das offen ans Land, du warst dann Zelt abgestellt und so weiter. Interessant. Naja, wir sind nu an der Samba, nicht? Wo kostet man sagen von deiner Art? Meine Art? Ja, deine Art. Wo eine Art? Hast du eine Art gekriegt? Ich sehe nicht in Form, no. Ich kann nicht kriegen. Wir müssen sagen, ja. Oh, wirklich? Na, mir setzt der Anfang hier was sein, was geschworen war, nicht? Naja, sei Dank schon für deine Zeit. Alright. Dann wollen wir das Jahr hier mal ändern. (1928). Hey! Jong, kan je een beetje met die vertalen? Eigenlijk. Een beetje vielleicht, ja, aber jong, ik ben boos. Het moet zijn dat ik in San Antonio kom. Weet stek je een beetje klaar varen. En het moet aankomen en zijn doen een frisse te krijgen. Okay. Jong, wat zeg ik? San Antonio?
Wat is dat hier dan waren? Ja, je hebt noem je aan dat. Cuauhtémoc. Jong, die zit een halve. Je weet een kerel. Zei die me maar weer dat je zei maar. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Ja. Dat is interessant. En noem maar hoe ze met zo'n herkomen waren, weet. Wat ik probeer hem denk te houden. Ja, de ene hebben we door, die gaan fijne na te piet. Oké. Dat moet unbedingt frische hand om Fermin bagen, zijn zeker een fijn. Oké. Oké, so wacht mal. Cuauhtémoc, dat heeft, dus dat geschreven dat San Antonio heeft nu een ander naam gekregen. Cuauhtémoc. Dat is wat het zegt, ja. Dat moet wel aan denk te houden, nee. En die Piet aan weg? Stet weer de weg, waren niet fijn ooiebang en voet weer daar, ja. Oké. Moet dus een frische hand. Dat is weer dat, ja. Alright, dan zou je dank schön für die Zeit. Ich wollte nicht wieder bodern. Hey, wat is die hier in deze zon en hout dat er is wat? Hier in deze jeen brandt een zon aan. Oh ja? Ja, neem dit eens. Hout een beetje. Oké. Alright, dan waren we mal nun onder Johan aangaan. Ah. 1935. Hey, was mit mir spielen? Geweldig. Orale. Aha, ik had je wat. Wacht mal. Sollst du nicht eine Schell sein? Nee, du hast gleich mal Schell, der Regierung kauft das Teuermilch. Die Regierung kauft die Teuermilch? Okay. Du bist hier noch ein bisschen stur, nicht? Naja, dann waren wir in 100 Jahren angehen. Was war das? Deine Schuhe war aufgemerkt. Die Schuhe sind waren auf? Weißt du was? Ich kann verstehen. Was sagst du, jung wie bist du? Mir hängt das nicht so eine schöne Schuhe gehen. Aber weißt du was? Was ich den alle hat, dann kann ich dort antworten, dort können auch schön gute Schuhe gehen, wegen, wenn einer erst nur die Jahr anfängt anzukicken. Hey, du warst noch ein Teil lernen, so alles, was du an der Schule lernen warst, dort warst du einen Tag nach dem Brücken, okay? So, du schön gehen, okay? Schmack sein. Alright. Okay, nu zijn we al aan 1950. Hey! Masapan! Wer will Masapan? Kommt hier an. Masapan. Geef dem Masapan. Wir wollen den nicht rutschmieten, wegen wir wollten dort verbrackeln down. Aber wenn ihr den nicht kommen home, wir wollen den du anschmieden, mein Kind. Du sei noch mal. Weißt du was? Fang an der Rutschmieten. Wer? Ja.
Ah, perdón, en español, para verf. Darlo? Diarlo. Hier, du hast noch einer? Mazapán. Desde de 1950, ¿sí? Woo! Det var konstförbrännaren dann. All right. Dann waren wir mal eine andere Titel angehen. 1958. Hey, kan je een beetje met die vertalen? No, ik kan niet dit. Ik krijg naar Ontario. No, Ontario? Mhm. Dat is in Canada, nee? Oké. Ontario. Hey, kan je een beetje met die vertalen? Hier. Wat gaat on? Trek je weg? Ja, dat stimmt. Wir tragen nur British Honduras, ja. Nur British Honduras. Wo ist das? Na, bij British Honduras, daar im Süden. So British Honduras als bei British Honduras? Ja. Okay. Dankeschön. Ik maar dran, ja, dem. Dankeschön für die Titel. Ik wil kom lees. British Honduras. Wer weiß, wo British Honduras ist? Wo? Tiana Tiet heute Belize, British Honduras. Interessant. Ne? Naja, dann waren wir das Jahr noch einmal ändern. 1968. A ver. Hey. Kan je een beetje met die vertalen? Vertalen? Wie heeft iets in vertalen? Wie draait naar Bolivien? Naar Bolivien? Bolivien? Oké. Ja. Odoi. Odoi. Interessant. Mir ist die Sache bekannt. Kan je een beetje met die vertalen? No, ik kan niet dit. Ik krijg naar de States. Nur der steht. Okay, dann waren wir mal ein sehr besonderes Jahr gehen. 1979. Das ist das Jahr, wo ich geboren bin. Meine Eltern dort noch einmal Hahn und drei tragen, erfahren, in 1979 tragen dort nach Kanada, in Ontario, und du, wie ich dann geboren. Okay? Ich habe vorher ältere Schwestern, die sind alle hier in Mexiko geboren, so 1979, von da an. Ich bin dort geboren, über die ersten 13 Jahre in meinem Leben, dann bloß Hahn und drei. Und dort ist ich dann, Abwas, okay? Hey, kan je best met die vertalen? No, mij viel aan naar de bootstof. Ik hou echt niet. No, kom. Mir ist die sehr bekannt. Was ist die Nummer? Ik zie Knallschmerz. Wacht mal. Predia Knallschmerz von Sternrich? No, ik zie nicht in Predia. Ik zei nicht von Sternrich, aber ich zei Knallschmerz. Okay. Sorry, ich bin eine andere Zeit hier. Aber hey, könnt ihr schwimmen bloß was fragen? Noch nicht zu lang geht, dann nicht mal mit Schmerzen zu tun haben. Okay. Was wirst du eigentlich gleichen zu sein? Rick. Rick? No. Ich meine, das ist eine Arbeit. Das ist ein Former, ein Lehrer, ein Truckfahrer oder ein Prediger. No, ein Prediger nicht. Dann würde ich mir den Schnurrbart aufschneiden. Na? Hey, den hat er noch Geschmack. Dankeschön. Okay, dann sagen wir's. Naja, wenn wir hier nu 100 Jahre down führen, ich dachte bei mir so, das würde interessant sein,
wenn einer mal 100 Jahre wieder in der Zukunft anging. Wer ist nicht schwierig? 100 Jahre von nu. Wer erwartet, was da kommt? No? Wir haben das erst mal hier ändern, okay? $2122. Ich war schon merken, dass diese Maschine schaffen wird. Der grund sich hier noch mal nicht. Okay. So, muss ein aus der Herdwehr was zurückkommen. Ich will mein Buch fertig merken. Hey, kann ich mal die vertalen? Ne? Hey, was? Hast du was Ben? Was ist die mit den Namen? Hey, ich war die nicht. Way down. Ah! Zoet! Third hang! Hier, no, bleib hier, bleib hier. Alright, danke schön. Dankeschön. Okay, so für de Fehldrama haben wir ihn vielleicht ein klein te veel gezegd wat ze te holen, da wie plüderen mit te veel uit. Too many spoilers. Aber das machen wir aber nicht. So, da hat jederes Papa sein Brief. Und je kan je ook voorstellen dat wat een interessante geschichte zijn. It's a very interesting drama, the one that's going to play next. It's about a great-grandfather's letter. So I think that the title says a lot. You enjoy. Hey, ihr Großpapa, wir haben einen Brief für dich. Ihr Großpapa. Ihr Großpapa. Ihr Großpapa. Ik wil schmucksen. Tot sie echt, Luisa. Oh, Lisa. Nicht Lisa, Luisa. Als ik zo oud wirst du, dan weer een bloß noemen zoals on zoon en Johan. Wenn je ber is mijn alle worden han, dan word je verstaan kan. Das ist gar mein Problem. Soll ja Dankeschön für kommen. Dankeschön für kommen. Die Hand wird gebracht. Wir haben hier ein Kalender, ein Brief und dann noch weiße Kleider. Kann den Kalender mal sein, Jeremia? Ja. Oh, nie Kalender. Klein Handje. So ein Spitzje hör ich ja immer noch so klein wieder. Ja, wie ein so feiner Hand. Jahr 2000, zu der sich. Nicht gedacht, dass ich noch so lange wird leben. Hey, kostet den Fuß abhängt für mich? Ja. Da irgendwo, Dankeschön. Du wirst nach dem Brief hier kommen? Ja, von Tante Neut. Oh, okay. Oh, so, Dankeschön. Hey, kostet den für mich lesen? Mhm. Oh, okay. Ja, Dankeschön für kommen. Guten Tag, lieber Vater. Heute hat es hier sehr geschneit im Winkler, November den 2. Johnny konnte nicht zur Arbeit fahren. Er spielt jetzt mit den Großkindern im Schnee. Da ist auch nicht Schule. Sie kommen hier zu Fuß.
Wir haben schon das Weihnachtssteak für die Kinder und die Großkinder gekauft. Okay. Aber ich weiß noch nicht, was ich Johnny will kaufen. Viele Mennoniten hier haben Angst für das Jahr 2000, wegen sie glauben, dass die Computers würden nicht mehr arbeiten im neuen Jahr. Johnny sagte, dass das nicht ein Problem ist, dass die Computers würden kaputt gehen. Er arbeitet viel mit Computers und er sagte, dass ein Tag bald würden Menschen sehr kleine Computers haben, klein wie eine Hand. Aber Wir könnten es eines Tages sehen, aber jetzt noch nicht. Das ist unbegreiflich. Ja. Wie geht es im Altenheim? Ich denke viel an dich in dieser Zeit. Heute ist es 3 Jahre, dass Mutter nicht mit uns ist. Ich habe viel von ihr gelernt. Sie sagte immer zu mir, Zeit hat viel Wert. Wir planen nach Mexiko zu fahren in das neue Jahr für deinen Geburtstag. So tu bereit machen für ein Party. Ja, okay. Ich muss jetzt gehen, das Mittag machen. Heute haben wir dein bestes Essen. Vranakje in Rjukvars. Oh ja. Viele Liebe, Neuta. So, ja, Dankeschön für das Lesen. Hey, hast du Titen geschrieben für mich? Mhm, ja. Okay. Du hast Wort Papier, Buchstaben. Ja. Okay. Wenn du ihr schreibst, best, dann fang an. Dann sei mir. Nee, sicher. Lass mich mal ein bisschen denken. Okay. Guten Tag, liebe Tochter. Vielen Dank für deinen Brief. Erstens, direkt muss ich dir vertrauen. No, that's good. Okay. Ja. Erstens will ich euch alle die Gesundheit wünschen, die ich auch habe. Ja, mein Doktor sagte, dass ich bin wie ein Ford Pickup, der da viele Kilometer hat und der kein Öl verbrennt. Ja. Ja. Mir geht das sehr gut hier im Altenheim. Oh. Ach, mein Bastia. Ich muss ihr schon ins Sekret gehen. Okay. Oh. Ich dachte, je wil ins Sekret gehen. Na, I'm glad dat nicht armer. Ich will Luther reden. Wo wir? Altenheim. Altenheim. Ja. Okay, ja, okay. Mir geht es sehr gut hier im Altenheim. Mhm. Die Arbeiter hier sind immer sehr freundlich. Aber das Essen schmeckt nicht immer so schön wie deine Mutter ihr Essen. Hij is dood. Hij is niet dood. Hij slaapt uit. We hebben besloten dat rekom. Huh?
Dankeschön für kommen. Ik geloof dat we alle beim Trachmerk was en ik geloof dat we alle gehalten Schweinschlachten. En dat is waarom das nächste Drama so interessant ist. Ich glaube, wir können alle ein klein bisschen mehr von, wie die ganze Sache tut. I'm sure all of us have childhood memories of going to the Trachmerka or going to Schweinschlachten at Grandma and Grandpa's. So this next one involves Schweinschlachten, butchering, and the chiropractor. Genoemens, Ola. Nu war Ola. Ja, zij waren hier van een drama verbringen. En we willen zo'n graaslich zo lachen worden van der Wara. Dat is de vrijheid voor lachen. En bedoelt hij dat ticket aan de wees, je lachen er niet. Dat is bedoeld. En de drama wat van der wordt gespeeld worden, dat handelt zich van Schweinschlachten. En vielleicht gaat irgendwer van jullie te houden. Wer slaagt nog Schwein van deze dag? Thuis zelfs. Nog meer? Ja? So gut. Und von jullie kennen ja irgendwer von 40 rauf. Wer der nach Schwein schlachten? Oh, das ist aber sehr wenig. Ich will meine Hand auch einholen. Ich tue auch nicht mal Schwein schlachten. Aber anyways, das waren hier mit Schwein schlachten. Und wenn jemand auf einem Saal sitzt, fährt man mit Bietefuß und dann konnte vielleicht auf einem Swehr hängen und dann kann die Hand abheben. Und so, die haben einen Welm, die will Doktor worden, den zu Schweinschlachten gleich links und und. Die will was anderes. So, wir müssen sehen, was das alles was von der mit sich bringt, das Drama. Ich hoffe, die wollen können lachen und sie wollen nicht so spusig mehr als möglich. Und gut, hat alle einen guten Abend und wir können gut zu lachen. Ja, das stimmt. Guten Abend. Mir freut, dass uns alle ein Steinfall zu sein. Jene Pier, die waren gut versorgt worden. Hier in Hiebert im Förderstall. Bei ihm wurde keine Schraubschlacht haben. Hierbei ist es auch fein warm und möglich. Keiner darf frieren. Ich sehe die Peter Frische, wer mich noch nicht kennt, stinkt jemand. Aus einer Früh von den Schmerz, wo ich dort einmal Fuß an, wenn das Büten nicht ein bisschen kalter wird. Dann bringt die Firma von rund am Pier zum Beschlunlohn, empfohlen, oder es geben soll. Noch ein Ding, dass der Winter bei der ist, alle Monate Schwein schlachten. Wie Minister hier am Siedel, den Manitoba verstehen, meist nicht und Rührbarsch, Rapspeer, Perkelfleisch, in Gräuven, eine vollständige Multi zu haben. Sei ja mal eine Schweinschlacht gewesen? Wenn nicht, dann habe ich von dir eine Gelegenheit. Martin bei uns haben ein feines Vaterschwein. Tim dort 2 Jahren kriegen sie sich noch halbe das Nubberstaub. Das ist gesagt, die sind auch hier. Gerade der hat wohl der Dorm kam, Strickbretter, in den Miergruppen auch gewaschen. Weil dort auch tierisch zum Morgen den Miergruppen voll Wutter schaben und auch die 4 mehr. Martin, der hat gestern alle Schlauchmassers fein schwab. Wenigstens hier manche Mennoniten am Steinfeld, so wehrlose Mennoniten schon in der Flinthof, nehmen sie sich einmal den Rüssel, der dort am Süden am Grundregen wohnt. Der hat eine 22 und nimmt 50 Cent das Schwein. Ein Schaß riecht am gewöhnlich Tau. Da ist auch hier. Wenn ihr dem Schaß hier, dann fängt die Schlacht an. Horcht! Welchen Schwein soll ich schreiben? Du, kick mal in der Ark, der Schwarzrödel ja du. Hey, dann noch einmal, du hast deinen Panz gezogen. Du, nicht fallen. Ja, das haben wir jetzt so ganz verdammt. Daneben ein Ranschwen. Was ist die hier? Min schau dir Dann soll ich für einen Schwinnenbrief drauf haben. Ranschwen Frau. Ja, schön. Ich kann nicht
wieder einmal. Dann wieder habt ihr dann schraubt ihr den Fall und bringt den in den Briefschau. Bring dat hing moet houden, joh. Een kredietsknappen, niet een Viva-knappen. Zodat hij Luther zelfs oplezen kan, joh. Vorig? Vorig. Fred, je zegt, ik kan dit jaar het schwien niet nemen. Hij wil me weten wat maat. Ik leed zum dokter. Die past me goed op. En dan des niet in de dorm aan spijten. Zo'n schwiener die wel wie niet gaan. Ja, dat wil ik doen. Draait het stil, de smaldamek zal uitwaschen. Ik had alles uitgewaschen. Ik had die meergroepen, den Fleischschneider, den Warstapper, de Amakjes, de Kam. Ja, ik had alles uitgewaschen. Ik zie geloof ik ganz rein. Gereid. Wo ist der Bett? Ich brauche das in meinen Schweinskopf nehmen. Der Bett, die beste Verlegung. Der ist da. Martin, passt die ab. Wenn die nicht noch den Faut verbrechen, dann wird. Wer wird die Tracht merken? Kein Trouble, den trage ich mir gar nicht einmal dich bei. Hi, pass ab. Waarom heeft dat Schwein mes uitgenomen? Nou waren hij en Isbrand uit de kamp van Dorm aanbrengen. Goed, we zijn treu, dat weet je ook maar. Ik wil de den dormen remmen. Ik ga hier onderkomen van voederrui. Goed, Betty. Was die aan de middagkamer? Ik wil die helpen met de den dorm. Kloosje, was die niet helpen de dikdorm omdraaien? Ik wil vliegen, kom. Aber hier, Jung, kannst du euch gehen? Du hast mich noch schön machen von mir mehr. Merk ich, dass man den nicht. So, schwach. Mama, hat ich den nicht so Fan? Ich fange sie gerade hart in der Leber. Ah, wie das gut? Ja, wir will den Schwein verkrochen. Hey, lass mich das reden. Ist dran, ja? Lass mich reden. Jung, die wasche Tränen. Die wasche Tränen, ja.
Nou, Mattel. Dat weer het laatste man. Doe. Ik wil hem naar het vlees holen. Oké. Als die van jou de vrouw draaien naar de lijn. Nou, dat kan niet. Hij mag maar een tiddy smaars afstond te maken vier. Maar dan waar. Onkel Martin. Door het scout dat je een paar jaar terug mijn arm zo goed aan het raken meer. Nu wil ik deze vrouw goed trainen. Ja, dat wist ik. Diesmal die Maas ook wel tegen me onderschwaar. Dat hoor ik van al je schwapt. En als je nog een spinsje krijgt. Man, zeg, dat kon de frisse worst met smaken. Ja, ik ook. Nou, Frans, wacht toch maar een beetje. Wat weer het vleesje is gemoeld, gezalt, gepeperd en gericht aan. Waarom smaakt je dat überhaupt kwijt zijn? En we reden dan van peper, dan valt me in de begevenheid bij. Zijn al meer jaar terug. Dan kreeg ik een lepel peper bis moet ze groot zo in de mul. En zo had je me al abgeschluckt. Voller Angst wegen, en dan wist je nicht, was er noch geben kann. Und dann liegt da eine 3 Megabyte mehr. Am Weich, als ich dann ran und hosten muss, dann staufe der Amazon da. Leute direkt in den Zugkettel. Nicht? Ja. Als ich dann nicht bei Ernst ankomme, der will mir dann noch Fuß halten. So, der will mir dann die Mehl tragen mehr. Als du mir hier dann hier das abtragen, dann mit das du so, hier. Dann staufe der Amazon da. Dass er mir meist nicht mehr sein kann. Na, dat kan ik moeilijk geloven. Weer niet het zes wat hem abschlagen? Jo, ik weet. Ik liep nog eenmaal in deze peperkrankheid. Hier dat morgen in deze peper zijn, dan houdt ze Amazon los. Ik liep al zeggen dat we allemaal zo als utilere dokter terugkomen. Zodat hij niet van deze peperkrankheid loshouden kan. Ja, ik liep ook al dat we om deze allemaal als dokter Beutmann abstoen. Meer voor de laune Plütz wil je doen, die maakt ik zoveel Plützmöglichkeiten. Hoffentlich konnte wir auch noch beide sind. Beutmann, wird het wel nu met zijn leren en zijn schouwbieter? Weet je, die wel, die hebben stellen vernemen van je rijdt met je armen. Ze bovenaan heeft hij een kop om klaar denken. 3 jaar heeft hij door in zijn stoel gezeten. Van Winnipeg checkt de universiteit, nee, niet de universiteit, dat is het. Dat is de Department of Education. Checkt een grote stoepsels papier. Ganz fijn val je direct. Die moet wel met alle 2 weken bij de post teruggaan. Daar doen ze uitbeteren wat wel geschreven heeft. Dan checken ze er wat terug. Hij dat zei ja goed. Hij heeft een 3 jaar meer geleerd als de meesten Feierdagen. Dat meint dat hij im Juni met groot 12 zijn Hochschule beëindigen wordt. En dan kan hij im Hoofd met de universiteit met de dokterklassen ontvangen.
Das ist ja einfach merkwürdig. Ich habe mir gedacht, dass wir ein guter, verständiger Junge wäre. Wer weiß, wenn er so wieder jetzt, als er bald auf Ihren Doktor. Warum haben Sie sich befreien? Nee, sie haben sich entschlossen zu lügen mit dem Befreien. Was wollen mich mit all den Schulen studieren und dort alle dergleichen. Aber dann gibt es eine große Kasse. Dann sei je alle an. Was? Soll ich die Uhr nicht machen? Nee, lass das doch. Wann ihr habt den Schweinskrab aufgeschraubt? Da will ich erst eine Reute Seltscheiß. Wo kommt ihr wieder mit das hier? Mens vor. Schweins je opmachen? Dat is die Warsch. Ah, laat wel even Tag. Ik word in meer room aanhaken dat hij rijdt wordt schmalt dit brood. Die sind alle reingemerkte Dorn, right in der Weißen Stadt. Der laat nicht so rein. Der auch nicht reingemerkt. Die sehen, ich soll nicht hinbringen. Wel, ik en Frans, dan hier doet het laatste fleischmoel. Du hast die kampfval gemulde schmalt. Goed, dan wordt de omvang te brood. Nou joh, daar wil ik de raststappen afstaan. Brand draaien als je nog een zware arbeid. Stoffig. Martin, wo wieder wir euch stoppen? Ich wollte ihn gestern nicht gewaschen. Wo hast du so bestimmt? Ich glaube, die hast den im Schweinhacker gestellt. No. So wie der gestern nicht. Das stimmt hier für die Arroy. Hast du nachfließend so gestorben? Nee, ich glaube nicht, so kommt ihr nicht gestorben. Der andere war ich. Da kann ich nicht berieten, das merkt man bloß nicht sein. Hey, dann brauchst du nicht den Schnappel dir brauchen. Ja. Aber weißt du, ich hier die Röste muss von dir zweimal scheiden. Da war dann sagen, dir kommt das von dir. Dort sehe ich einmal, dort wir bloß, ich betue bloß ein Schuss. Aber weißt du, ich habe hier den Lieder jeder so knapp. Und wir haben so viel feines Fleisch. Wollt ihr nicht mit dir was mehr in Hand für dich? Ah, ich kann dir den besten loben. Na, weißt du, ich da bloß so. Wollt ihr einen vielleicht kann die Schweinsohren loben? Dann kann sie irgendwie Schweinfleisch in den Winter? Dat is geen goede idee. Dan zit met je ziltjes merken ervan, niet? Na ja. Ja, ik geloof dat we dat doen. Dat waren we waarschijnlijk voor den Russländer. Dat is goed, dat is bereid. Dankeschön. Fleisch al rijden? Onkel Martin. Hier ist der Salt und Pfeffer. Bartfleisch mit die Wirten sind nicht geschmackt mit Terror. Ja, hat wo ich dat hat ich auch mal einmal getan. Noch einmal drüber mit dem Pfeffer. Du an der Universität, du nehmen sie wohl Geld betont. Wie rechnen Sie das zu merken? Vooruit, je geeft me immer jeder Jahr die junge Tower. Die führe ich dann einmal im Haus, dann verkaufe ich die. Im Sommer, weil ich nicht hoffe, hoffentlich für einen guten Lohn. Und dann nicht höre ich, was ich für ein bisschen mache. Na, mein Stuhl, der ist im Winter ein bisschen fort. Die kostet noch Feuer von meinem Jungfrau haben. Na, Frau, lass die Lose nehmen, vielleicht fällen die dir ab dir selbst. Ach, die Engländer reden immer von Investment. Das Geld merken, wo man steht. Wer weiß da, das Investment, der von 10 Stunden verpflichten, hell nie, Doktor. Na, so dann schon, Franz. Alle Mann hat der Spark für abreiche junge Menschen, wo der Anfang merken wollen. Franz will man ohne zu Scheck halten.
Wat heuen wollen aber noch nicht weiten ist, dort noch viel nubers über die Jahren beifoten worden, ab verschiedene Wege am Wald zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Sogar ohne. Soy del mero Chihuahua, del mineral del Parra. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar, qué bonito es Chihuahua. Linda mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como una canción, qué bonito es Chihuahua. Para valientes mi tierra, para manzanas el valle. Asaderos y ahumada y de la sierra la carne, qué bonito es Chihuahua. Linda las noches de luna, alegradas con música. Que por allá por Cuauhtémoc me paseaba con mi amor, qué bonito es Chihuahua. Son sus liebres orejeras y los pinos de Majalpa. Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua, qué bonito es Chihuahua. Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Muchas gracias. Nun, Donna. Na, mijn dokterleerling, wat hem sparig. Schrift een test. Nee, doch nicht, Ruth. Das sind nicht deswegen Antworten, weil der Department mal checken mag. Da kan ik zeggen dat dit straf veel compliceerder is. Als dat rekenen wat leraar Rampel aan zijn bloed 12 koopt. Heeft hij dat schijn? Ja, mich interessiert das Trail. Besonders steht in Grade 12. Kannst du Leute in der Doktorit brauchen? Ja, aber was hältst du von dir? Kämpfst du fort? Nee, ich hau an der Daisy zu reden. Die rennt auch weilig. Und Jack ist noch nicht gut. Wat direkt van dir? Na, moet zijn. S'morgens maak ik Saskia. Hij mir Frühstück, der aufschmoren und wasch ab. Dann habt ich meine Mama eine halbe Dutzend overall zu fliegen. Zum Mittag backt wir Eitschacken, Rapspeer und ein paar Bluten voll Schnettchen. Wenn viele nicht haben, du willst wieder eine Schneidasche Mittag. Dann tue ich mein Bruder und ich Halt und Butter rein und kann merken, weiter malten, aufschmoren, mein Peter Sudel ableihen und dann jucke ich öffne die. Man, die hat sich doch viel mehr tun als ich von dir. Aber du hast mir noch was anderes vertrauen. Ich kann nicht das ansehen. Dort war ich.
Waarom? Du sollst mich nicht lachen, wenn ich dir das sage. Ich wollte Nurse leren. Wat? Jonge krankenbezorgen? Dat is wat ik zei. Waarom? Du wolltest dat ik strijk in je zin zie. En dat ik veel bij kranken je woord in je halten ha. Raymond hofft ik even te jou bij tante Wiebsche, als hij zo krank wird. Te jou in maart heb ik den dokter als hij in de school geen pakken empfinde. En du hast dan nicht vergeten, dat ik niet zo lang tijd bij Lena, die Johann Köpsche wird. Ich habe uitgevonden dat mir de krankenbezorger zijn jet. Boven aangeven dat het een christelijke arbeid is. En waarom? Wanneer doen ze wenn een peg leren darf? Dan kan ik doen ze ook leren. Niet bestot. Wir werden bald mit Menschen in Medizin in unserer Arbeit zu tun haben. Dann wird uns die Zeit von niemand, was die Doktor was, halt nicht so lang fahren. Na, bei uns Frauen? Was denkst du die Familie dabei? Mich die interessiert das sehr. Aber würde ich mich schon an den Baum zu fliegen, würde du das schon was? Na, ich tue mein Geld nicht alle versparen, wo ich eben die Jahren verdient habe. Da habe ich alles in Steinbach in der Bank gedreht. 2 jaar terug gaf mijn papa mij 2 keer, van die had ik meer geld goed verkijken kon, wanneer wat nodig is. En papa zei dat van hij en mama is eruit werden, tot mijn reisstad naar gaan, dan hadden ze voor mij en bij een tijd tagen die Acapulco rijden. Wat denkt die familie daar, stelt nu bij wel? Nee, Join. Dat die anscheinend meer gewiss, wie de wedstrijd al jaren terug. Maar wat du alles ging, die dag brengen, funkelde eeuwen, en hoe je dat dag prachtvolle, dikke, donkerbruine paar schwarm dat je niemand is de knie daarvan. Daar ik sloem, want dat dan werkt me niet op. Deze Freiheit wordt onaanwal nu gaan. Beleven de meeste mensen maar einmal am Leben. Wo zijn onze Jugendjahre? Meine liebste Nichtruid. Gedacht van weit af. Ik wil die van jou een brief schrijven, weil we zijn weggetragen. We hielden meest einmal, wenn du ein Angelegt wird, dort wird gewöhnlich beinahe 5 Mil von Tüß. Du wirst ein Trag wie hier weg. Wir haben kein Trouble auf unserer Reise, bitte unsere Schnellreifen verderben. Auf den Weg hierher. Wir sind nun 226 Mil im Westen gesiedelt. Zum hier ankommen, fuhren wir 2 Mal links, aber ebenso wie gleich her. Wir wohnen hier fußbeiziehen an der Nubasch über der Linie. Der Nubasch kam spazieren und machten sich bekannt. Der Mann, Mensch, hat feierwerk seinen Geburtstag gefeiert. Als ich am Früh, wenn dort wird, sieht er dort wie jeder Jahr denselben Tag. Dort regnet hier 2 Mal letzte Weg, einmal für 2 Tage und einmal für 4 Tage. Die Garten war gut. Wir hatten eine gute Abend gehabt. Waldje sind ze groot als Hasselnet, in den Dal sind ze often, und dann sind noch eine Massen kleine. Dat Fleck steht ganz voll Villa Huber. Ich weiß nicht, warum der dort Huber wild nennt, dort steht der Bus. Den Huber hier hat 100 K, will die Kalver verkaufen, aber dort gab nicht. Dann wird ihm gesagt, er muss noch einen Ball haben. Dann verkauft er seine 100 K und kauft sich 100 Balles. Uns gleicht das nicht mit unserer Heimat das Jahr. Ich glaube, wir haben unsere Keckel zu dort geplant. Bruder Franz fuhr im Tragmerker will seine Kapriting. Er sagt, sein Kap das nicht mehr weh, aber er macht nu de Wehr beim Dash sagen, dass er seine Schief langen kann. Er kijkt nu auf Kriegsuch und das ist gefährlich zum Fahren. Wo der Feuer fortgebreitet ist, fährt heute gewöhnlich in dem Meer ab dem Gras. Ich schaue die ein paar Schlauchwechseln mit. Ich schneide die Knöpfe auf, dass die nicht so schwer sind. Die Knöpfe sind in der linken Farbe. Wir nehmen dort ein paar Tage des Brief zu schreiben, weil ich weiß, die kannst mal Sachen lesen. Ich will die Hand $5 mitgeschickt, wo ich die schuldig wird, aber ich habe das Brief all tegebackt aus meiner Beifall. Wenn du das Brief nicht kriegst, dann habe ich den vielleicht für jeden aufzuschalten. Mit viel Leuten Kauf. Wenn du nicht ganz klug warst, mit das Brief, dann hast du einen Down. Wir sind das nicht ganz klug.
ist nu 4 Monate am 9 Jahr an. Wat in 1927 ons zal brengen wordt, dat weet we nog niet. Einmal weet we aber, der Sommerkamp war, der Schnee jetzt war, und hier und dort kijkt al eine kleine Butterblom durch das nie groß. Weils Unglück uns Menschen so viel überfällt, no, Unglück, angemacht Unglück, jeft gerade aber einmal manche Lied. Wo waren die Menschen dann haben? Na, du den Trachmerker, selbstverständlich. Hier in Steinfeld ist dort eine Hammer uns Martin Weitmann, dem sie viel nur bis dem Bund dann an. Bei uns ein wir von der Jas, Weitmann dann von der gekriegt. Das Lied hat ihr vielleicht noch nicht alle gesehen. Das erste hier habe der Hermann Siemische, Trin. So läuft so Friede. Aber das noch von unten, wo zu dem Trachmerker sein will. Und viele von ihnen wollen auch vielleicht mit der Öle Böller besten an. Zweitens habe ich hier einen Wort an seinem Steinfeld aller Frauen sitzt. Gesagt wurde, dass er von Russland kommt. Er hat Friedrich Obrums. Das Gesäune heißt mit Schnarch angetragen. Was Arm schuden kann, dort weiß ich nicht. Das nächste habe ich hier Pana Schmerike. So hat sich ihre Näs verlatzt. Mit was sie dem Trachmerker Salz sei. Der Isbrand, was ist die hier? Ich war fassbar. Na, im Trachmerker kommen sie nicht ne fassbar. Nicht so gut. Der nächste habe hier die Jetklusche. So kommt hier viel. Dort weit bei Monaco. Nicht, dass so viel Schuden hat. So ist ein Geschichenfreund. Einzige von denen wurden Armenken sogar ein Plüdersaten an. Nächste habe ich hier einen schmucket Frühmensch, was wie ein Steinfeld alle sein kann, dass so nicht in geborener Steinfeld ist. So ist unsere Schullehrerin, Miss Elizabeth Lowen. Wunder, was kann schoden. Vielleicht haben sie sich ihre Sehntöffel angenommen mit Junges Durchschach. Wer weiß. Jeder Steinfeldscher Jung hat frisch Bark für ihr Arm. Weiten das auch alles. Wilson angleich uns Menschen so fertig überfällt, kann wir auch abrechnen, dort noch wer manchmal Offerhaus beim Trachmerker nennt kommt. Hast du Rot für mich? Man, Setrin. Was ist die über so Kram? Hast du Profkrieger zu spielen? Was ist ein paar Jahre sonst zu tun? Hast du Struck gehakt? Nee? Hast du vielleicht was im Reihen 2 gebrochen? Ich glaube, dort ist Reading. Im Januar, als dort war immer kalter wird es immer schlimmer. Wenn ich mich im Bett rie, fährt es durch so nennen, dass ich mich braun wird. Na, da werden wir am Moment nur sein. Au! Ich habe die noch nicht mal angeschiert. Au! Was soll ich dort fangen, wenn die bloß braun ist? Ich glaube, ich habe hier was für die. Oh! Hol um stark fast, jo. Probier het wieder abzusagen. Ich will mein Fout hier holen, so, ich weiß. Wenn wir bei der Flurfeld kijken, die gewässert schon mal ab. Hol fast. Kannst du fast holen? Ja, ich will proben.
versperren om dit opwarmen dat? Ja, ik geloof ja. Zo, nu wel moet proberen op te reizen. Hou hem stak vast. Ik wil mijn voet hier houden. Schaft het? Jo. Dat kun je toch of heel makkelijk, ja. Dat heeft goed te doen. Weet, ik zal eens gewoon het rood uit, even die, aber dat is goed. Du bist een goede Tragmerker. Ja, ik weet. Aber, wat komt wel met zijn beken vorig? Is hij wel dokter? Nou, vorig komt dat je zei goed. Aber dat deed je nog vielleicht meer jaar, dat hij, zo weet als dat hij onder dokter kan. U bek alleen jet je dat niet. Hij moet er nog een, wenn hij vielleicht 5, 6 jaar pünktlich studieren, eer hij onder conducteren. Ja, dat is mijn lieblich. Aber waarom heeft ze een kop kwijt plus zum Hout absagen? De jaren veranderen nu, wel dat ze doen. Ja, ja. Die jong heeft wat im Boberstufje. Ja, dat weet ik. Hij wordt een geschere dokter geven. Ja. Aber met dat Rips, wat wie die hier bringt, vertrag merken, da wird hij nicht so weit kommen. Ja, Jeff haben das. Wie verkauft dem Horfs Auffahrte Osten? En Herman en ik, wie gaan kleine kinderen. En je alle wie worden, je nooit wat je ons den dokter veel. Vlees slaapt ons nog mal uit de nood. Dankzij Trien. Waarom wilt je nog zo bedanken? Oh, ik had die nog vergeten te betonen. Hier sind die 25 Cent. Dankzij. Odoi. Odoi. Want die oude ballen best een beetje strik wordt, daar voort hij ook niet rood. Ben ich bei Sensei, Herr Bormann? Nee. Dat merkt wie niet eerst klaar. Ik zei niet naar zij. Nee, wat is die? Ich weiß hier nicht, wie jeder hier in Kanada. Wir sind hier nicht bloß in Kanada. Wir sind hier sogar in Steinfeld. Dort macht ihr vielleicht noch mal so ein Geben, dass das hier vielleicht mehr so gut ist, als dort in Russland manche Hungersnot und Kommunisten. Was ist die? Na, wie meine früher wohnen hier bei Hans Hilbrands auf dem Hof im Specker. Im Specker? Ja, man Gieserperl und Mies und Kutasch sind übrigens noch Spur. Alles ja. Ich hab den Hilbrand mal den Kuhstall mitmessen, mit der Schaufel. Ich fällt die Schaufel dann existiert an und will abheben und fuhr hier in den Schiller schnell und ich beschwim mich. Da sollt ihr vielleicht mal wissen, wo man Mess geschaffelt. Ah, da bin ich kram. Ja, da wird dann damals, ich weiß nicht, zusammen mit Mess zu legen gekommen, und den bin ich heute gekriegt. Na dann, da seid ihr hier mal durch. Da wird das mal ein bisschen sein. Da wird das mal ein bisschen abrollen, jo. Ei. What's bloß los mit dem Lied von dir? Wat flodderst du so? Ich habe den Trouble gefangen. Was hier muss er holen, so? So steht so? Hier? Ja, jetzt die sehen, sind so uitgereikt.
Dit is de zool voor de lied wat we reden gaan. Met die was die ministreren? Nee, dat ga ik Dan wel verloor gezegd. ik. Met die zijn ik zo giezig. De lied komt hier zo pünktlich. Weet eerst willst du dort vertalen, dat van dat Maßschaffeln en dort alla. Fällt mir eine Begebenheit bei von, seit ein kleiner Junge wir. Ran in dem Stall um ihn voran, dass der aufmjog, krieg ich eine Schaffel vom Messen gesagt. Ich wollte sagen, ich habe mich verfehlt. Dann stellt mir ein paar durch und lacht, dann sagt er, Jung, du bist glücklich, dass die den Müll hat. Hat die dort nicht aufgehört, dann hat sie alle am Gesicht gekriegt. Was war das? Was in Arm nach aufrieden. So, ich lade jetzt vor, ich werde mal sein. Schafft das nicht? Ja, zie. Ja? Ja. So, dort liegt's vor dich. Ja, wer vermerkt das? Ah, plus 25 Cent. Ist das so viel? Autos und Beklagtes nehmen wir hier nicht. So, das liegt da. Hey, Dankeschön. Dankeschön. So, wer ist der Nächste bei uns? Marieke, was passiert? Komm schwinden. Vertel mir, was geworden? Ik ben van Bal gefahren, mijn neus verlaat. Hast du die da auf Platz 2 gekillt? Ik hoop niet, hoe dit sagen wohl. Na, da lobt mir doch mal nur sein. Warum sind es der Knacken auf einmal 2 Brecken ist? Au, au, au. Ich will abpassen. Frauen mit Uterhauen. Ein Glück, das ist nicht für ihr Brecken. Will dit zo Ja, wohl. dort bleibe ich die. Noch abpassen, wenn er so leid nicht. Ihr schmeißt für je. Kijk mal, das ist all. So ist der eine Weg mit anschmieren. Der Näs. En dit is de rechte? Ja, das ist der rechte. Na, wenn wir die Leiche nach dem Tisch starten, aber das ist abgehit haben mit Bläuden. Morgen kostet der Ware nicht. Da wird nichts passieren. Ich will abpassen, was ich tue. Ich weiß, das Essen wird schwer, aber wir können nicht anders. So. Ich lebe jetzt vor, ich werde mal uitvinden, was das schafft. Ik hoffe, du nicht, je hebt mij gebracht, aber ik wil niks meer betonen. Das ist gut. So, wer ist nächstes Gott noch? Oh, du. Na, komm näher. Na, aber Klusche. Sagte sie sich doch du, jo. Hier so. Was tut die von dir? Na, mijn nek speelt zich zo stief. Mensen van de zin mooi geworden zijn. Na, dort darf ich mich nicht wundern. Oh ne? Nee. Na, wat is da los? So viel Kopfhahnen drehen, das ist Nice. kein Wunder. Nee. Mais. Sollen wir doch mal mit nur sein?
Is het danach, Makel, ja? Jo, ik geloof. Wanneer me du nicht met zijn grote Alberges Nanbuchle der, hij dreht je zich veel beim Schluppen en wollt am Baderaam. Na, haft je het niet genug gedaan met Schwein en Assen? Schwein heb ik meisten, haft je niet genoeg gedaan? Da würde je heute Nacht vielleicht rüber schlupen, kann ich? Jo, dort zie ik ook al. Aber weißt du, van der was ik je handschijn? Ik ben zo opgeregt, ik muss op eerst eerstmal grabbeln, wo meine Weide von der wird. Von mes vergeten. Weißt dat Volk, wat du alle hocken, dat hat mich so abgeregt. Kon je hier so fertig haben. Aber so ein Terkel hat je noch keinmal euer bejagt. Nicht? Nee. Du weißt ja, mit den Nische siege ich mal nichts geplant. Das weißt du dir von la. Aber der Russländer wird hier wie, was sagt es dem Oberblaus mal? So eine Karte Baxen. Ein kleiner Strampore und. Ja, das ist Morofa, das ist viel besser. Morofa. Und danach un Stramp. Wie trägt man sich immer Stramp und dann uns noch sind der Antrag, man wie war ich vor. Aber schon dem Wort, mit Wort konnte ich sich nach verreden haben. Den sagt mir bloß nichts nur schaffen gehen. Aber warte du es noch mehr. Dort Lieder, wo du so eine Liedstuhl hocken der. Kannst du hier mal jetzt mal? Hast du all gesehen? Oder, ist das eine englische? Da ist es mir nicht so erstüdig. Das sag ich dir. Nee. Der hat mich gut bekeckt. Und ich wollte auch krack würde retten der. Wie aus Steinfälsche früher, wie gehen je immer mal, wenn wir in der Stollig retten, das merkt ihr uns nicht aus. Das trägt bloß nur Geld. Aber, weißt du was, der retten der hat sich gut mit Schweizzeug angeklärt. Das sag ich dir. Aber, was habt ihr bloß fair? Das sagt ihr die ganze Zeit und checkt bloß in ihr Büchern nach. Woran der ihr da? Wollt ihr nicht selbst? Nein, Oder erst ihr so für jetzt haben? Da sieht mir bloß nicht stüdig aus. Und weißt du was? Ich glaube, der erste ganz abschäßlich sah nach mit der Nische geplant. Gleich ja. Ja, das sag ich. Das seid mir sicher. Wo trägt hier so cool, trägt jetzt hier zum Arm kommen? Jong, wat heeft die te houden gehad? Onkel Bartman, kan je niet Schwindroet geven? Ik wil steenkoot als je kroven. Ik wist kraak hoe der naast hing wie een struik. Jong. En dan schaffel ik daarop. Du bent in een steenkoot met. Saas, jongen. Saas? Dan bit wieder bij de benen, joh. Ja? Ja, dat is beter. Oh ja, ik de alle hoor. Rick dat. Zuster, Rick, maar wat zal ik niet doen? Jong, ze rijdt niet door ben gewoon. Raan schwinnen huis, noem struipen. Eén af van het steenkoten lag, dat is door een duipet lag groeven. Want die dood is haast en raan snurre verder, zaast ze die niet maar. En dan, ze was in de bed, half van water. Grote bed, jong. Half van water, grote bed zuip, dan is die Boden. Gründlich von unten bis oben. Alles Säuerboden. Und dann ist die Gold drehen, trägst die reine Kleider an, dann ist die Show, Stramp, Bags und Kleider, alles in der Öllerrad nach Sachen. Dann rannst du nur das Loch, was die Grof hast, und dann ist du dir begroven. Lass du dir von 10 bis 14 der Bern. Aber nur hier braucht die bloß zum Sterben, sag ich, jo. Nu går doch mal, jong. Das kann ich unterhauen. Ik wil alles staan. Na jo. Martin, dat stinkt. Dat stinkt best zo. Kan man niet kosten in de venster maar op meer aan kijken.
Das ist falsch. Hier, was sollten wir wollen tollstlich umsteigen? Vielleicht haupt dort. Nicht nur die Pissen. Ich sehe die Schalierische, sie sollte nur zurückkommen. Na ja, Wie wollen die? das ist so gut, das sind nicht heute. Na, hat der Junge dort hier nach hier geladen. Merkt der auf? Oh. Kann dort hier. En posten Lothar zijn vergoon van, no. Nu is het al een posten Lothar. De stinkhoede gerach als nu ook al een bedruk getragen. De schulleraar komt terug en zegt me met wel mijn wat ons top onvastbaar is. Isbrand! Wat is die bloos? Ik ben mooi vastbaar. Dan zie ik die niet, als ik kom. Prima die jong. Wahrhaftig Hasel, der Bengel sich hier nach was geschleckt. Ich weiß nicht, wer dort doch der ist, Brand. Nie werden wir dann mal in Frieden ehren. Na wel, die Schule, die hast du in die Bowl hängen, die hast einen großen Anfang. Ja, da hat mir nicht schlecht gegangen. Nicht aber von Tüßweich. Da war noch fremde Kosten. Oh, das stimmt. Die muss nicht vertießt. Wo wirst du dann hängen und ruht? Ach, aber Mama. Ja, aber gereit, kijk die mal. Ich habe da eine frische Gelegenheit hier. Und ich sage, ich in College und kijk mal, wie klug ich bin. Anders würde ich hier nicht kein Lehrer sein. Ja, aber mein Baum. Das ist so. Und dort lehren uns, weiß ich, was interessant im Brückbar für mich sein. Verlang wird dort nicht noch dir, aber die ganz durchpass. Von 5 bis 7 Jahren glück soll Terry. Ich weiß, dass das noch ein Dollar Geld was kostet. Aber wenn ich Glück habe, war ich all die letzten Jahre während meinem Internship all halbwegs verdient habe. Ja, und das Wichtigste ist, dass die wollen, dass so viele Menschen das studieren. Grecke, Arme und von allerlei Menschen dann studieren. Wir wollen alle verneuert uns hier im christlichen Doktorfeld. Und alle sind uns zwar wirklich mithalten. Wir haben so viele Neuwaschen, die wollen alle mithalten. Als das nicht so probiert wird. Ja, das bin ich fein. Ich habe mich viel mit. Ja, und ich rede laatst mit Hendrik Bordelchen. Die wollte jetzt so über 70 Jahren, kann ich mal hier Fan, alles, aber sie sagt, sie können nicht viel mithalten, aber sie wird alle Tag ernstlich für die beiden, dass die gesteuert bleiben und glauben, aber auch mithalten zum Studieren. Das ist viel wert, nicht? Ja, das try. Ja, und ich bin warm hineingedravelt gekommen. Wenn Isbrand hineingedravelt kam, ich dachte dann, das ist und den Stinkhut da geraucht, nicht? Aber was die nicht wollten wollen, was die nicht wollten ist, was die dort tun, den Stinkhut da, den ladert der auf, und dann wollte den verkaufen und dann die dort Geld geben, dass du kannst wieder studieren. Das bin ich fein. Ja, die Wärme hat voll viel Geld in unserem Leben getan. Ich meine, der Isbrand, der Schasel ja. Einmal wundere ich, wer Schasel ja ist, wie heu. Nach 2 Jahren erstens sind in Steinfeld nur die nicht gehört, dass ich ungefähr alle 2 Monate so mit dem Eis kommen kann. Und zweitens, ich habe mir noch viel freien Hoffnung, dass einer was auch in der Stadt im Grace Hospital sein lehrt. Oh ja, die Ona kommt ja auch, nicht? Oh, aber das ist nicht bloß, dass die ihn sein kann, aber das ganz Wichtigste ist, sie haben in 3 Jahren ausgelehrt als ein Registered Nurse und können die halten verdienen, die die Schultritt haben. Ja, da würde ich sonst was sein. Ja, naja, ich mag nicht gehen, wenn ich nicht gut, dann darf ich morgen nicht schauen. Was will die Schule ohne Schullehrer? Good night. Good night. Kom bara. Kom bara.
In bed über 7 Jahre sind vergehen. Von dann, aus wie man den schuldigen Typ, wie wollten uns unfassbar das so. Viel Dinge haben diese Titel geändert. Jo, meest gewoon Steinfeld als ze zijn item dorp getragen, op een Vierelsnoot naar rondom dat gewesene dorp. Rijmers Ona heeft nu 3 jaar van Grace School of Nursing RN diploma gelijkelijk wezen huisgebracht. Dat is je aber sehr fijn. Jo, ik geloof ook. En waarom? De leert van, wat moet zijn, appendix, diphtheria, muscles, bones, Pasteur, wat nog, potten, pediatrics, en gallbladders in a medical show. Dat is aber sehr veel. Jo, ik weet niet wat de allemaal maar van dat leert hij. De omvang kwam hij ongeveer 2 maal de maand naar huis, zum spazieren. Aber, als de arbeid in de medical show eerst maar en schwanger wordt, dan kwam hij nog maar niet verder naar huis als eenmaal in 3 maanden. Dat heeft zich niet uit de maand, aber sehr druk zijn. Wat maanden? Oh, aber ja. Omdat het man maar als een jonge dokter alle tijd tot naar huis komt. Oh, dat geloof ik. Over de ganze Welt, en besonders in Canada, vangen knappe tijden aan. Dat nennt zich de depression. En voor een date in Jidra met binnenvouwers, dat hij trillers met gumreven met pierveier spant. Zo'n als dat? Jo. Wat de tijden niet nog alles met zich brengen? Dag van. Wel mijn onafvallen deze knappe tijden ook. Oh, maar ja, dat geloof ik ook. Miss Elizabeth Lowen, die naar Hammer in Steinfeld Show. Dat is nu al in de Londen Show. Oh ja? Dat hij Stonefield is in nummer 109. Dat is een beetje langer naam voor een show, nee. Ik dacht ook. Ja. Aber wollt der erst noch Hammer nicht befreit. Na, wel nicht. Aber ich würde nicht wollen, aber das ist nicht so, wenn du noch keine gefragt hast. Ik mijn smaak zit, je dat merk je zomaar. Ik dacht ook. Ja. Weitmans blieben im Dorp, weil das Dorp zum erst ab Viertelstund lag. Oh. Aber die waren auch alle an alle. Und haben sich schließlich ein junger Paar Lied, die heute hielten sie die Fossen. Die haben die angenommen, zum Haupten Farmen kann. Dat is wel fijn. Ik dacht ook. Ja. Anna kwam als nurse aan in de Bethesda Hospital. En die kreeg toen een gouden loon. Oh ja. Ja, zoveel geld wil ik ook nog geen dag meer. Oh, dat leuk ik die. Ja, die kwam meest Olivier in huis. En die had al ihr geld op zijn warm houden. Dat wordt wel maar zeer veel regenen, nee. Ja. Oh, maar ja. Dat is nu zo morgens en een schöner dag tidig am Mai. Buiten sind dann de Verstuf en Kronmank Zoetigram, wat ze zich am Garten willen ansehen. Auf der Hofsplatz, der bietet der op en Reimers ohne Ketten angerannt. Anna! Genau! Ich war auch bei dem Hospital zum Schaffen und hab wieder Pass an. Das wird aber Pass. Was ist das? Das ist der Alluding zu Wamsing Graduation als Doktor. Oh. Ich sehe dir das Wärm, wo das merken. Mein Wärm. Answelm. Ich mein Answelm. Ja, Doktor. Genau, das sagt. Aha. Doktor. Ja. Und was sagst du noch? Du sagst, das zu den 27. Mai. Zum 27. Mai. Das ist gleich ab Das ist Geburtstag! Oh, bravo, wie ein großes Kickbacken machen, nicht? Ja. Oh ja. Oh ja. Welmtop? Welmtop? Wo kommt die? Wo ist Wel? Wo? Dien Wel? Oh, Answelm. Ja. Mijn baas dacht van, je hebt dit gemerkt. Downtown. Ja, niet geld, ja, niet geld. Mein Wärm. Anna, meine Scheine, mein alles. Nicht ist fertig. Ich habe meine Examinations alle gemerkt. Ich sehe Doktor. Du bist ein Freund, von dem habe ich alle und all unsere Frei. Dankeschön für euch.
Angchain Mame. Oh, bin wel. Angchain Ona. Alles wat die für mich doen gaan. Van jou dan eigenlijk Ona die alle aandoen 20 jaar. Nee. Jo. Komt in 9 juni naar mijn ouderen, neemt deel aan het vrouw het vast. So nahm sich dort dann rum, dort wel wirklich Doktor wird. Nicht kann heu in seine Topfrau ohne glücklich befriedet Leben anfangen am Dienst für andere Menschen. Jene Pier, die wollen ja auch gut uitgereift sein. Da wir kornhaft wird für vielleicht Motten mit ohne Wrang drehen. Gute Nacht. Wir wollten dort von an, wo die Deutschen nicht bis immer bloß konformer sein, wenn es mit dem Titel lohnt wird, oder in die Deutschen von nie um ja zu merken, von den Geschäften zu merken. Dort zum nächsten Zentenar so interessant, als die alle verschiedene Geschäfte sein, die dort ihre Dinge dort bestellen, was die verkaufen deuten. Und das ist wirklich interessant, die können einfach mit den Menschen reden, fragen, was sie zu verkaufen haben, und die merken dann wirklich, was sie dort an alles haben. It was incredible to see how this community has grown. The expo, the Centennial Expo was humongous. There were so many different shops, there's so many different businesses that had their exposition there. And I think if you watch this next one, you will learn a little bit more as to what's been going on the corredor here in Cuauhtémoc. There's a lot of businesses. Mein Name ist Marcella Ernst, ich komme aus Tichimial und wir sind von der hier bei der Expo Centenario von den 100 Jahren von Mennoniten in Mexiko, hier in Cuauhtémoc, Chihuahua. Mira, nehe Rebuena y Zúñiga Pérez. Henai mi Expo Centenario, también veré 100 años Mennonitas Henai México. Hello, my name is Melanie Pacot. We are in Expo Centenario of 100 years of Mennonites in Mexico. Vamos a conocer la Expo. Wir sind hier bei Jota Terre und wir wollen Cesar fragen, wo er hier läuft von der Expo. Hi Cesar, wie geht dir das von dir? Sehr fan. Okay, wo läufst du hier von der Expo? Wo befängst du dich hier mit? Ich glaube, es ist sehr fan, war ich zum Wiesen, was wir haben. Vor allem nicht, hier eine große Anfang. Ich habe immer sehr fan, war ich zum Wiesen, was zu schaffen und Publizität, nicht? Das viele Menschen noch lernen. Krax ist dort jetzt. Und wo läufst du von, dass die Deutschen hier 100 Jahre Mexiko sind? Dat is een record, I mean, 100 jaar, dat is de lange tijd. Dat is een fast, dat is wat niet. Daar mensen worden het niet beleven, maar we hebben de gelegenheid om te beleven. Ja, wir sind jung und wir haben das für den Jungen alle belebt, so das für uns ist das was Besonderes, nicht? Ja, ich habe aber das nicht leicht verdienen, so das zweimal beleben. Ja, Krax ist dort. Dann sagen wir mal Dankeschön für den Titel, Cesar. Gracias. Gracias. Wir feiern unsere Geschichte. Estamos aquí en Semillas FSB y vamos a conocer un poquito acerca de su trabajo. Acompáñame. La empresa distribuye semillas de hortalizas en la colonia Buenavista, al norte del estado. En general el evento es muy bonito, mucha gente, hay gente muy interesada, ha sido bueno para los negocios, para que se publiciten aquí en el evento y pues la verdad contentos de haber participado.
sehr viel Dankeschön für ans Merk kommt und alle sein. Ich glaube, hier war kriegst du als wir wir und wir. Ich kann nicht glauben, wie viel du wir. Nicht bis der Handgemerkte, aber auch die Geschäfte. Ich glaube, unsere Fairfarm wurden sehr bewundert sein, was wir alles haben getan in den letzten 100 Jahren. So, nicht weichgehen, du kennst noch mehr, bleib hier und wir gucken, was du noch alles Interessantes hast. I think you said it very well. I think our ancestors would be amazed to see the growth that has been achieved here in Cuauhtemoc in the community where we've been 100 years. Not only just the handmade artisanal stuff that we saw at the expo, but also the very advanced businesses that have that put up their shops there and showed what they were doing. So join us as we continue watching and keep up. So, nu zijn we bij toe waar we hier van al de sportaktiviteiten wijzen wat we hier bij 100 jaar hadden. Welcome back. Next, we're going to watch all the sport activities that we guys have going on here. Het eerste wat we hier willen wijzen is groot de basketbalspels. Die hebben zoveel gespeeld. Dat is nog niet zo bekend hier. Het bekendste zijn immer Dallas als Volleyball, aber Basketball afhangt hier niet om aan te komen. En dat freut mich so, dass du nie Sport kennst. Yes, I agree. Some of the fun things that were going on was especially basketball games. Basketball is something new. Well, not so new, but it's relatively unpracticed. But we have had some very good basketball games. So, nu wollen wir hier Wort von der Wiesen von all diese Basketballspielen natürlich sein, wird es Join us in watching some of those basketball games next. So, nu haben wir das Basketball-Game gekickt und nu kommt auf, was wir die alle sagen gleichen, Volleyball. Next, join us in watching the volleyball tournaments that were going on here during the Centennial. Volleyball is a very practiced sport. Mennonites around here really love playing that. It's played at churches, schools, it's played everywhere, youth. So, next, join us in watching that. So, nu wollen wir ein Video wiesen, wo die beste Part von diesen Turniers abgeschnackt sind und die alle kennen sollen. So join us next in watching some of the best clips of the volleyball tournaments that we had going on here. Das nächste, was die wollen sein, ist der Rodeo. Und ich glaube, die meisten Deutschen interessiert Rodeo so, wenn er erst mit Tieren und all so Stoff, was die Deutschen eben all die Jahre am Hand und hat. Und da hat ein paar Jahre dem geregnet, grülich sei geregnet. Und ich will ihnen sagen, wenn man Blatt läuft, du wird Blatt. Ich habe mir noch nicht Freude gemerkt, weil ich kann nicht Bottas mehr, zu meiner Freude wie ein Blattig, meine Show wie ein Stramm, wie ein ganz voll Blatt. Und das ist so ein Ding, wo ich so am Denken habe, naja, endlich habe ich mal Regen gekriegt, aber das wird eine Schmatter. Aber das wird wegen so interessant.
Yes, the rodeo, I agree very much. That was one of the highlights. It was such a cool spectacle to see here, the rodeo. There was a lot of talent that was showcased. We had rain. Boy, did we have rain. There was so much mud everywhere, and it was just a mess, but we had fun. It was such a good day. Ja, en dan eindelijk wat mij zo interessant vind, wie je zo te ook zo filmjales, op Piedrien duiden, die wie in barrileras, die duiden ook alles daar, en andere met tieren die in slang, en zo veel interessanter. En ik geloof mijn beste part weer als ik met den Bagge in Piet merken, dat ik niet meer brok den blad kom, dat ik me zo beroef met dat ik te merken. Well, call that your privileges. We did not get that privilege of going in a buggy. We had to get our boots muddy, me and my friends. But I do remember it being very, very nice weather for the rest of the rodeo. There was a lot of talent that was showcased as far as the girls coming to do roping and barrel racing. It was just, I think it was one of the most spectacular rodeos I've ever been on, for sure. Ja, so wenn die dit bei uns sein, wo du alles auch gingst, dann check wieder. Yes, so we invite you guys to join us further in watching this video of the rodeo.
So, dit is alles wat we horen voor de sportactiviteiten. Aber du nicht voorkomen, du kent nog zoveel meer interessantes. That's everything as far as sports goes, but don't go anywhere. There's more to come. Stay tuned. So, nu zijn we mes te einde gekomen van die alles wiesen, wat du ab der 100 Jahre fast alles passiert hat. Du dann zoveel meer dingen wat du noch kommst, so nicht ab hier mit Ticken blieb hier noch ein Stützchen länger. Thank you for having stayed with us today and for having watched with us. There's a few more videos yet to come, so stay tuned. Was wir dingen kan we nu jetzt nicht wiesen, aber die sind auf dem Channel von Aniversario Menonitas in Mexico hier auf YouTube gerutzt. Und erstmal ein Dokumentar, was die Regierung hier von Cuauhtémoc gemerkt hat, von den Mennoniten hier in Mexiko, wo wir 100 Jahre gewesen sind. Und erst von Wilfriesen, habe ich auch gemerkt, dass heute ans Land in Mexiko. En dan heb ik nog een video muziek opgesteld door Will en Sandy, dat je ook op dit kanaal juist vindt. En den zondag wordt de ganze fair weer op een godsdienst van de CMM opgesteld, dat je ook krijg je juist zijn. So, wanneer je dit kanaal gaat zien, de video's kan je hier vinden. Er zijn nog andere dingen wat je nog kan zijn. So, door die subscriben en door dit video een like geven, dat meer mensen dat zijn. There are many more videos produced around this event. Some videos that weren't included today. There's lots to watch yet. So subscribe, smash that like button, and go and find the videos in our catalog here that are videos. One of them is a documentary that was produced by the government here about the Mennonites arriving in Mexico 100 years ago. There's a few others that were produced by Mennonites that are from here. And there's particularly one a church service that was produced by the CMM churches here in a local church. So go find those videos here in our YouTube channel. So, en voor het ganz beste nog, dat heeft mij ons totaal geïnteresseerd van alles wat hier passiert wird, dat wir de concerten wat hier te laten horen. So, er werden verschiedene Sänger wat er werden, so Cecilia's, de zong mariachi, eigenlijk zijn mariachi, so dat is niet zo schijn. Er werden de Schmettenfamilie, die mij altijd jodeln, en de mensen die interessieren op het gruwelijk zijn, de Titus-familie, die doen ook zo schön zingen met een gitaar, en dan weer nog in de nauw, ze zong in Tarahumara, en Raramuri. En dat weer ook veranderd, maar ganz veranderd is wat er jemals gezien had, so dat weer alles zo interessant. So, daar blijven toen dat nog kan zijn. Yeah, so there was the concert towards the end of the day was super exciting. People got very excited when the Schmidt family, when the girl was starting to yodel. I think that was one of the highlights. There was Raramuri that they were singing mariachi and other performers, names that I can't pronounce, but that was super, super good. So we invite you now to come watch this video of the concert. So, der nicht fortgehen, das Beste kann nach System sein, das Letzte ist das Beste. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En punto de las 8 de la noche, ya fresqueando en esta tarde, vamos a dar inicio con la recta final de esta exposición menonita, celebrando los 100 años, celebrando nuestra historia, como es el eslogan de este evento. Y vamos a cerrar, vamos a tener en esta recta final varios artistas, varias personas muy talentosas que nos van a mostrar un poco de lo que se hace aquí en Cuauhtémoc, un poco de lo que tenemos aquí en nuestra región, y que en esta semana que hemos estado celebrando este gran evento hemos visto que tenemos gran potencial industrial, gran potencial en el campo, gran potencial en las industrias, y también pues tenemos mucha cultura que sacar de esta bonita región que es Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Antes de empezar con este programa y antes de empezar con todos los artistas, vamos a recibir con un fuerte aplauso a el director general del comité organizador de este gran evento, que gracias a todos ellos fue posible este gran evento. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Abraham Schmidt, por favor, que nos va a dirigir unas palabras. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por venir, muchas gracias por mostrar el apoyo que han dado de antemano. En primera mano le estamos dando gracias a Dios por el evento que hemos podido festejar en estos días, por los 100 años que hemos estado desde mis antepasados aquí en México. Decía mi abuelito hace años, que en paz descanse, él tenía aproximadamente 2 años cuando llegaron aquí a México. Llegaban sus papás y luego decían: Davidcito, Davidcito, ¿también quieres ir a México? Y hoy sí, llegamos muchos. Y estamos felices aquí, estamos muy agradecidos tanto con el gobierno
por todas las instancias que han cooperado con eso. Y igual quisiera expresar mi agradecimiento por tantas personas que han cooperado y han hecho posible de que este evento se lleve a cabo. Fue mucha planeación, fueron cientos de horas invertidas en eso, pero valió la pena. Hoy lo vemos porque estamos agradecidos con eso. Also, ich möchte nochmal im Namen von uns Komitee ein Dankeschön sein für die alle, was geholfen haben. Das ist eine gute Anstrengung gewesen, wird eine große Anstrengung. Aber ich denke schön, wir danken unseren Gott und wir loben ihn für dort, was ist. Und diesen Dank, weil wir wiederbringen, und hoffentlich hofft, dass diese Woche durchgestellt werden, was wir unseren Gott dadurch loben für dort, was ist. Und so ist ein Gott von der Geschichte, so ist mit uns und hat uns geführt und wir leben immer wieder seine Geschichte. Und wir kennen dort keine Verschiedenheiten haben in unserer Gesellschaft, aber letztendlich weit wie immer war, die Geschichte, die verbindet uns alle taub. Und dort merkt, das letzte 100 Jahre in Mexiko, die Geschichte hat uns abgebunden und wir kommen wieder frisch in unsere Welt und sagen, wir gehen von hier wieder und werden unsere Geschichte, unsere Kinder, unsere Großkinder wiederbringen, was die Informationen, was Gott für uns getan hat, was dort soll in der Welt ausgestrahlt werden. Und bloß als Information, wir sind viele Menschen aktiv gewesen. Wir müssen lassen einmal bloß einen Tag mit Nummern vor der Brücken da. Dann seht ihr, das sind am wenigsten über 1000 Personen am Tag, die aktiv sind. Also ich will kein Einzelnen erwähnen, aber nochmal, ich möchte für jeden allen ein großes Dankeschön sein für Kommen, für Mitbeleben und auch für all jene Mithalt, und dass wir das nicht möglich war. Also nochmal vielen Dankeschön. Muy bien, un aplauso por favor. Y al contrario, darle también las gracias a Abraham, a todas las personas que formaron parte de este evento, que tanto mexicanos como menonitas, estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad en nuestra región, que también como personas como ellas, como la entrega de muchos que andan aquí sacrificando el tiempo, se da gracias a estos eventos, se da conocimiento de nuestra región, se da conocimiento de todo lo que hacemos bien y que esta región se vea que es una tierra de gente trabajadora, de gente que sabe luchar por lo que tiene, por lo que quiere y que así sea hoy y siempre. Un aplauso en general para todos, para toda la gente que organizó, para toda la gente que asistimos y para toda la gente que hizo posible este evento y que vean que Cuauhtémoc sí se puede. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora sí con los eventos, con la música para que se pongan a bailar o para que nos pongan a disfrutar un poquito. Entonces voy a presentarles a una jovencita de 29 años, originaria aquí de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ella, muy talentosa, hizo una obra compuesta de 6 canciones, a la cual a este proyecto le llamó El Sueño Rarámuri. Son 6 piezas musicales, todas interpretadas en el dialecto del Rarámuri, de los tarahumaras, que también forman parte de esta etnia de las 3 culturas o de esta tierra de las 3 culturas. Entonces dice que es un ensamblaje que hace sentirte identificado con esta etnia. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a Edna Now.
verdade me surpreenderá. Que virena putianari Shati Huhanako Uwanadirahu. Hey chico, marivina ribaka vici apenoko Makinikile Mare raguare Amina Kuna guare Mirena rachigara Archia Ci vide na kiri on merivo Machina razza Ai che vuoi ci aranira Vire vuoi amico Che da ci vide reguere naya Mukuabiko Nakue Hey chico, marivina ribaka vici apenoko Makinikile Mare raguare Amina Kuna guare Mirena rachigara Archia Este acto es un sueño. Es un sueño de una niña
que vivía en Cuauhtémoc, muy cerca de los campos menonitas, por cierto. Y una vez vio tanta cultura y tanta riqueza de cultura en su tierra que se preguntó qué pasaría si creáramos una fantasía en Rarámuri. ¿Qué pasaría si tratáramos de transformar la música en lo que sentimos cada vez que vamos a la Sierra Tarahumara? ¿Qué pasaría si transformamos en coraje lo que representa nuestras etnias indígenas, las etnias indígenas, no nuestras etnias indígenas, lo que representa para nuestras tierras? Las etnias indígenas cuidan las tierras de todas las comunidades del mundo y nosotros tenemos a los rarámuris y esto es un homenaje para ellos. Muchas gracias, comunidad, por recibirnos en su aniversario. Muchísimas gracias.
¿Sí les está gustando? Sí. Fue un sueño. Esta no es música rarámuri. Está en la lengua rarámuri, pero es una fantasía de lo que me hace sentir la cosmogonía y la fuerza de la etnia rarámuri. Muchos de ellos trabajan con ustedes y saben lo fuertes que son y lo sabios que son con las plantas, con la tierra. La siguiente canción habla de la fortaleza. Se llama La Lucha para ustedes.
aplauso para Claudia Rico desde Chihuahua. Violín. Mane, anera buwe. México, abril y checo. Que chini rawe hatasma. Mane, richi buwe. Hi pibe. Que tachi magica mi sotamane. Chine rawe riwime. Rahan chibusima buta mi enenako. Chine ganji meutze. Otsere sari gire. Deme ne huba ripiare. Rishi Raiga, who's that? Con esta canción nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarnos a este festejo tan importante para todos los cuauhtemenses. De verdad me siento muy afortunada de estar aquí, pero sobre todo de haber tenido la oportunidad de compartir el escenario con estos músicos increíbles. Un aplauso para la tribu. Esto es una fantasía y está hecha con el corazón, y las letras tal vez no las entienden, pero hablan sobre amor
hablan sobre fortaleza, hablan sobre no dejarse caer. Hablan de cosas positivas. Esperemos y les haya gustado mucho. Y esta canción se llama Sewa, que significa la flor. Para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de mostrarles este sueño. Muchas gracias. Antes de irnos, Claudia Rico en el violín. Un aplauso para ella. Chuy ando con el bajo.
Alex Pérez en las percusiones, Pablo en la guitarra, Eduardo en la flauta, Dibeli, Vanessa, Gaby en la dirección coral, Cecilia, Karen y Cuquita, sopranos y contratos. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos les haya gustado mucho. Muchas gracias, con mucho amor para ustedes. Muchas gracias. Oigan, muy bonita la interpretación de Edna. Se me hace muy padre los ensamblajes así con coro. Y aparte es algo que no estamos tan acostumbrados a escuchar, que es en un dialecto rarámuri o tarahumara. Pero vamos a darle vuelta, vamos a seguir con el programa que tenemos aquí establecidos. Ahora también una familia de aquí, de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, como les digo, hay mucho talento en la región, hay muchas cosas que ver y hay veces que ni sabemos que andamos por aquí. Ellos están conformados por una familia completa. Ellos nos vienen a interpretar música típica alemana, así como tuvimos ahorita en idioma rarámuri. Ahorita vamos a tener un poco de música alemana. Está conformado por 5 integrantes de la familia aquí de Cuauhtémoc, Chihuahua. Ellos son originarios del campo 101. Se han presentado en varios lugares, en varios eventos, ya sean culturales en la región. Han viajado a la ciudad de Chihuahua, también se han estado presentando por aquellos lados. Estuvieron en el Festival de las Tres Culturas, en el Museo Menonita, y ya han tenido varias interpretaciones. El show estelar de este número es el Joling. Es un tipo de canto típico alemán y que ahora la familia Schmid nos viene a interpretar. Por favor, vamos a darles un fuerte aplauso a la familia Schmid, que nos viene a interpretar música típica alemana, todo dirigido por su padre Bernardo y Rebeca Schmid. Así es que pásele, acomódense, tomen lugares mientras nosotros también nos vamos acomodando. A ver, ¿quién anda tomando un cafecito? ¿Quién trae panecito? Algo así para botanear y ir viendo los shows que se van presentando. Aparte, no se vayan porque todavía queda otros números de música latina, de música mexicana. Entonces, esto apenas se está poniendo bueno. Vamos a darle chance nada más a la familia Schmid que se acomode, que ponga los instrumentos y los sonidos donde tienen que estar. Y vamos a tenerles poquita paciencia para que nos den un buen número musical. Otro aplauso, por favor, para la familia Schmid. Buenas noches a todos. Estamos muy felices de poder aquí cantar con ustedes. Especialmente yo tengo el honor de cantar con mis hijos. Todos son mis hijos. El primero es mi hijo Gabriel, con su esposa Lina. Tienen apenas 3 semanas de casados. Están estrenando vida. Y aquí mi hija Karina. Y aquí el junior, el pequeño Bernardito. Y claro que no nos podemos olvidar de nuestra querida mamá, Rebeca Schmid. Un fuerte aplauso. Nosotros venimos para cantarles música alemana. Les voy a comentar que toda la música que van a escuchar la grabaron mis hijos esta semana. Toda la música que van a escuchar es tocada por ellos mismos. Empezamos. Wieder frohe Lieder, das hält uns im Schwung. Auf unsere Feier hier für alt und jung. Für uns
Muchísimas gracias. La siguiente canción habla del hogar. Es donde estamos felices. Es ist wunderschön, das Land, wo ich zur Welt gekommen bin. Ich mag den weiten Himmel, wenn die Wolken überziehen. Ich leg mich in die Wiesen und ich träum auch stundenlang. Und ich hat mich die Angst gefangen, nicht einmal bei mir war. Es ist wunderschön, das Land, wo ich die Kindheit hab verbracht. Ich dank oft unseren Herrn dafür, dass dich so gemacht. Da war so viel, worüber ich mich freut hab Tag für Tag. Ich war so viel von Glück und Freud und nix war mir klar. Daheim ist daheim, das gibt's nur einmal auf der Welt. Solange sich unsere Erde dreht, ist nichts, was so viel zählt. Daheim ist daheim und hier fühl ich mich nie allein. Ich bleib so lange ich lebe, ja daheim, das ist daheim. Ist wunderschön das Land, wo ich die Liebe gefunden hab. Das erste Kussen hab ich kriegt an einem Regentag. Mein Herz, das hat's geklopft, ich dachte, es krieg gleich einen Sprung. Was war mir nur verrückt von lieb, verrückt und noch so jung. Daheim ist daheim, das gibt's nur einmal auf der Welt. Solange sich unsere Erde dreht, ist nichts, was so viel zählt. Daheim ist daheim und hier fühl ich mich nie allein. Ich weiß, solange ich lebe, ja daheim, das ist daheim. Daheim ist daheim, das gibt's nur einmal auf der Welt. Solange sich unsere Erde dreht, ist nichts, was so viel zählt. Daheim ist daheim und hier fühl ich mich nie allein. Ich weiß, solange ich lebe, ja daheim, das ist daheim. La siguiente canción, nuestra hija Karina va a cantar a tirolesa, así se llama en español, en alemán Jodeln. Es brincar con la voz. Wo macht das Feiern uns gefreut und wo ist man so gern dabei? Im alten Land, bei uns daheim. In Witzel oder auf dem Fest
Welt, denn ohne dich bin ich wie ein Vulkan ohne Feuer und Glut. Du bist mein Sonnenschein, auch an grauen Tagen, dass ich darf bei dir sein, ist pures Glück. Und wenn es Abend wird und du nicht bei mir bist, dann träume ich mich fort, weit fort zu dir, an deiner Seite gehen. Das ist so wunderschön, mein Schatz, ich liebe dich ein Leben lang. La trajimos especialmente de Alemania. No es cierto. Broma. Muss es geben, das wollen wir dir einfach heute lernen. Drum bin ich stolz, einfach gut drauf, spiel ich mit meiner Geige drauf. Das Musizieren ist unser Leben, es kann für uns nichts Schönes geben. Und das Bayerisches wird euch Leid und Stimmung bringt. Musik, die von Herzen kommt, ist schöner halt genau. Dazu ein Loch, der Geigenklang, das ist bei uns da drauf. Musik, die von Herzen kommt, dazu ein frischer Song. Es braucht der Mensch von Zeit zu Zeit, das war schon immer so. Von vielen Geigen und Gitarren sind wir auf Achse ganzes Jahr. Denn durch die Alpen überall oder durch den Bayerwald, ja, Volksmusik ist unser Leben. Ja, das sind wir kein Leben lang. Denn unsere Träume, die Musik, ist unser größtes Glück. Musik, die von Herzen kommt, ist schöner halt genau. Dazu ein Flauch, der Geigenklang, dies ist bei uns da drauf. Musik, die von Herzen kommt, dazu ein frischer Sound. Es braucht der Mensch von Zeit zu Zeit, das war schon immer so.
sí, ahí les doy una canción de Bernardito, el solista. Ich sing ein Lied für dich, ein kleines Lied für dich. Sing es froh in den Tag hinein. Jedes Wort, es soll dir sagen, ich hab dich lieb, nur dich allein. Ich sing ein Lied für dich, wenn hell der Himmel lacht und wir froh und so glücklich sind, denn so schnell ziehen dunkle Wolken und schnell verweht ein Lied im Wind, was kommen mag, was auch geschieht, stets klingt für dich mein kleines Lied. La 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 la, la 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 la. Jedes Jahr sing ich es aufs Neue, wenn die Jahre auch vergehen. Mein kleines Lied, es bleibt dir treu. Ich sing ein Lied für dich, ein kleines Lied für dich. Sing es froh in den Tag hinein. Jedes Wort, es soll dir sagen, ich hab dich lieb, nur dich allein. Jedes Wort, es soll dir sagen, ich hab dich lieb, nur dich allein. Muy bien, pues hemos llegado a la última canción. Ni modo. Entonces, la última canción habla de qué bonito fue el día. Amigos, puro sol, las preocupaciones a un lado. Vamos a festejar. Vengan, canten, bailen conmigo. Entonces, aquí les va una canción de despedida y con mucho amor a toda la comunidad aquí de casa de nosotros, aquí de Cuauhtémoc, claro que sí, pero para todo México. Un gracias, con mucho amor, también amamos a México como patria, aquí nacimos, aquí trabajamos y es un gusto estar aquí. Claro que sí, la diversidad definitivamente ha hecho aquí el área de Cuauhtémoc un lugar maravilloso. Entonces es un honor, un placer ser parte de este hermoso municipio, de este estado y de este país.
Freunde, was für ein Tag, genauso wie es jeder mag. Ein Tag aus purem Sonnenschein und alle Sorgen klitzeklein. Freunde, heute ruft das Glück, heute singt und tanzt und lacht mit mir. Der größte Griesmann ist gut drauf, denn heute sieht alle Herzen aus. Dann wollen wir feiern und fröhlich sein. Heute steigt ein Fest für groß und klein. Dann lasst uns feiern die ganze Nacht, bis der Mann im Mond das Licht aufs Land. Freunde, kommt alle her, singt und tanzt und lacht mit mir. Die Mädchen sieht so wunderschön, da muss man einen Blick riskieren. Dann wollen wir feiern und fröhlich sein. Heute steigt ein Fest für groß und klein. Kommt, lasst uns feiern die ganze Nacht, bis der Mann im Mond das Licht aufmacht. Freunde, das Fest ist aus. Tschüss, kommt alle gut nach Haus. Tausend Dank, es war echt schön. Ich freu mich schon aufs Wiedersehen. Dann wollen wir feiern und fröhlich sein. Dann steigt ein Fest für groß und klein. Dann lasst uns feiern die ganze Nacht, bis der Mann im Mond das Licht ausmacht. Dann lasst uns feiern die ganze Nacht, bis der Mann im Mond das Licht ausmacht. Muchísimas gracias. Fue un honor enorme para mí poder cantar aquí con mis hijos en este festival tan importante de los 100 años. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien, fuerte el aplauso que se escuche para la familia Smith. Vamos a dejar que se ocupen el espacio del escenario. Muy bien, otra vez fuerte el aplauso para la familia Smith, que nos gustó mucho cómo es que cantaron. Música típica alemana, ellos desde el campo número 101, desde allá, ya en innumerables presentaciones, y hoy pues tampoco dejaron nada que desear. Muy bien, vamos a seguir con los números musicales, señores y señoras. Aquí viene próximamente el mariachi. ¿Quién quiere mariachi? Ándele, qué contenta anda la gente, hombre. Así me gusta. Nada más que antes de los mariachis vamos a tener un número musical. Este también es de música latinoamericana. Ellos son Los Titos. Iniciaron su historia en el 2022 como el grupo familiar Vianda. Son una familia que cuenta con más de 20 años de historial musical. Se han presentado en todos los municipios del estado de Chihuahua. A nivel nacional han estado en las principales ferias del país y en festivales internacionales en Estados Unidos y Medio Oriente. ¿Cómo la ven? En los últimos años se han promovido de manera importante a través del programa de televisión producidos por Televisa México. El nombre Vianda cambia definitivamente a Los Titos al participar en el 2016 en el programa La Voz México. ¿Quién ha escuchado sobre La Voz México? Levante la mano.
Pues ahí estuvieron los Titos. Actualmente cuentan con 9 producciones discográficas basadas en el rescate de la identidad de la música tradicional mexicana y chihuahuense. Algunos de ellos son composiciones originales de su padre Faustino Villalobos. Su producción discográfica, Muro de Flores, fue prenominada al Latin Grammys en el 2018 y este año fueron seleccionados a la gira del circuito cervantino por el noreste del país, con el proyecto de Polcas Nuevas de Chihuahua. Los invitamos a seguirlos ahí en Spotify y en sus redes sociales, en donde los encontrarán como Los Titos Oficiales. Muy bien, entonces vamos a darles la bienvenida con un fuerte aplauso a la música latinoamericana y a este importante grupo, Los Titos. Fuerte el aplauso, que se escuche. Muy buenas noches a todos. Es un honor muy grande estar aquí en este escenario, la verdad, celebrando estos 100 años que se dicen fáciles, son de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha sobrevivencia. Ahí con el trabajo de los menonitas, y que Chihuahua es muy grande, pero se ha hecho más grande con esta gente que vino a trabajar. A eso vino, a trabajar, a vivir, a convivir con nosotros. Y gracias por invitarnos a estar aquí, llevarles un programa de música latina. Los Titos hemos interpretado diferentes estilos de música, bueno, tipos de música, pero latina, y los hemos llevado a muchos lugares, como ya lo decían. Viajamos hasta el Líbano en una ocasión a celebrar también aniversarios de esta gente que vino a Chihuahua y que estuvo por allá. Y bueno, hemos representado la música mexicana y nos ha gustado todo esto y lo hemos disfrutado como familia. La música de Chihuahua sobre todo. Sí. Tenemos un repertorio que hemos escogido de grandes compositores, grandes canciones que han dado vuelta al mundo. No hay más que decir. Vamos a iniciar pues con estas canciones que queremos llevarles. Primeramente tenemos por ahí este tema, El Vendedor. Iniciamos con esta canción. Nos encanta compartir el escenario con la familia Schmidt porque nos sentimos que coincidimos con ellos, nuestro padre y mi hermana Belén, Anaid, y mi hermano Tito, y un gran músico, Santiago de Band, que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gente de Cuauhtémoc, Chihuahua, de todo Chihuahua y de muchos lugares. Nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz, no se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar para vender un día la melodía que hace al andar
llegado y el que vendrá. Y del árbol que queda, de la arboleda de la verdad, de la arboleda de la verdad. Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado y los labios que recuerdan la boca que no ha besado. Alza cada mañana esa campana de tu canción, pregonero que llevas mil cosas nuevas en tu pregón, mil cosas nuevas en tu pregón. Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo. La 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 Muchas gracias. Una canción muy bella del grupo Mocedades, una canción que habla de este sentido del trabajo, el sentido de la venta, de la vida. A continuación, una canción también muy muy bella con un mensaje muy bello llamado Fina Estampa. Va pues así, para todos ustedes, con mucho gusto. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando su piel acaricia y la cucurri se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar de reluce la seda al andar andar. Encontrados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arruña con cafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera igualar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar de reluce la seda al andar andar, y en su andar de reluce la seda.
Muchas gracias. Este guapango bien mexicano, seguramente todos lo conocen. Y ahorita que estamos muy nocturnos, con mucho cariño para ustedes, Deja que salga la luna. Don José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Gran compositor mexicano. Va. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo. Arriba México, dice. Arriba Cuauhtémoc. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche
Bueno, Muchas gracias. con la música recorremos pues lugares inimaginables. Tenemos por ahí una canción de Atahualpa Yupanqui, por allá de Sudamérica, canciones muy bonitas. Bueno, me dicen que es esta canción del estado de Veracruz, muy bonita, de los Cuates Castilla, que es El Pastor, es un guapango también mexicano, precioso. Bueno, vámonos con El Pastor. Dice, Charletito. Puro México. Va el pastor con su rebaño y al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra, la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El del pastor. Que a la riar canta así. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va sonando sus voces y sus tristezas. No, no. El del pastor. Y a la riar canta así. Gracias, mi amor, gracias. Gracias. Con ese aplauso, qué bonito. Estamos en un evento súper importante por estar con aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, en esta región donde los menonitas trabajan día a día
pues de la mano junto con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Lo hacemos todos. Bueno, ahora sí el tema que les habíamos ofrecido ahorita de Atahualpa Yupanqui, un tema súper mundial. Los Ángeles de mi Carreta hacía este estilo. A ver si la conocen esta canción. Porque no engraso los ejes, me dicen abandonado. Porque no engraso los ejes, me dicen abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía Perú hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía Perú hace tiempo, ahora ya no tengo más. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Porque no engraso los ejes, me dicen abandonado. Porque no engraso los ejes, me dicen abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Los ejes de mi carreta, que rechinen, que rechinen. Y de mi tractor John Deere. Nunca los voy a engrasar. Gracias, muy amable. Inmediatamente le llevamos el tema de Chabuca Granda también, que no puede faltar, que es la flor de la canela, que le hemos cantado en muchos lugares y no sería la excepción hoy. Gracias por invitarnos otra vez. Y dice, este gran escenario donde han ya desfilado algunos grandes artistas chihuahuenses. Felicidades para ellos. Y un aplauso para los menonitas, pues, que se escuche ese aplauso más grande.
que hemos aprendido además de ellos muchísimo. Dice, va. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca en la memoria el viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo piedra lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la brisa de la risa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ay, deja que te diga, moreno, mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, mis pensamientos. Aspirar de la lisura para la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombrar de nuevo el puente y engalanas la alameda, el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda ¿Qué recordamos? Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la brisa de la risa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Muchas gracias. Muchas gracias. Un tema que les queremos llevar, que escribimos para Chihuahua hace tiempo, pero bueno, hacemos una introducción de esta canción que ustedes conocen y empezamos con Siempre Chihuahua. Muchas gracias por todos sus aplausos. Esto es para despedirnos, por claro, todo ya, el cariño que nos han dado este ratito que nos tocó cantar para ustedes. Esto dice así. Gracias. El cielo de Chihuahua fue testigo del beso que me diste y que me te di. La luna de Cuauhtémoc brilló esa noche. ¡Lado de Cuauhtémoc, Chihuahua! Como ninguna luna ha brillado para mí. Tus ojos y mis ojos se miraron con ansias infinitas de adorar. Y si alguien separara nuestras vidas, el cielo de Chihuahua, de Cuauhtémoc
de Chihuahua, ya conoces gran parte de mi país, porque es bello y es de tierra mexicana. Te lo digo aunque tú no seas de aquí. Es extenso y tiene lugares hermosos, tiene gente de muy grande corazón, hombres fieles y mujeres más bonitas, que con solo su sonrisa dan amor. Siempre Chihuahua, serás la tierra que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua, serás la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir. Pasado por la Sierra Tarahumara, te darán ganas de quedarte ahí y a pasar por Cuauhtémoc los Menonitas, pues es algo que eso me hace muy feliz. Ese olor tan bonito del camino, sea de pinos o de flores me da igual, de los llanos, de rancho y pastizales, en Chihuahua y eso me hace suspirar. ¡Vamos! Siempre Chihuahua, serás la tierra que tendrá más recuerdos para mí. ¡Vamos! Siempre Chihuahua, serás la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir. Gracias, felicidades a todos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso de nuevo a los titos que ponen en alto en nuestra región, en muchos concursos, en muchos festivales. Desearles todo el éxito. Ahora me platicaban que iban a tener una gira aquí por el noroeste de Chihuahua, entonces desearles todo el éxito y a toda la gente que estuvo participando así. Ahora sí, viene lo mero bueno, lo que andaban buscando, lo que andaban pidiendo la gente. Ahora viene un número musical muy alegre, de rancheras, presentados por Ceci Leos y los mariachis, los arrieros de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ellos todos originarios de aquí. Que se escuche ese aplauso, porque ellos son originarios aquí de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ceci Leos radica en la Ciudad de México. Ella fue nominada a los Grammys como Mejor Nuevo Artista. Ha compuesto canciones para gente, a ver si les suenan los nombres, a Cristian Castro, Carlos Rivera, Yuridia y entre otros artistas. Ella se considera una persona enamorada de la cultura menonita, por eso es que viene aquí a cantarles. Ha dado conciertos en Sudamérica, Auditorio Nacional, Argentina, Estados Unidos y en un sinfín de presentaciones. Con 41 años y más de 20 años de trayectoria, viene aquí al festival, la celebración de los 100 años de los menonitas aquí en México, Ceci Leos y el mariachi Los Arrieros de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¡Vámonos! Buenas noches. ¿Se la saben? Yo soy del mero Chihuahua, del mineral, del Parral. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como una canción. Esa. Lindas las noches de luna alegradas con su sol, que por ahí
es mi tierra para manzanas, Cuauhtémoc. Para los quesos, los campos y de la sierra la carne, qué bonito es Chihuahua. La cascada más hacia allí es como lluvia de plata, que por allá por las tardes me paseaba con mi chata, qué bonito es Chihuahua. Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar, pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Buenas noches, soy Cecileos, Mariachi Los Arrieros. ¡Sí, señor! Y quiero decirles que aunque tengo toda mi vida dedicada a cantar, esta noche es una de las donde más orgullosa me siento y más agradecida. Creo que la comunidad menonita vino a hacer este país mucho mejor y les quiero agradecer por haber llegado. Es un honor esta noche cantar para ustedes. Bueno, esta siguiente canción se llama Si nos dejan y nos la dedico tanto a los menonitas como a México porque sí nos dejaron. Vamos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Gracias. Bueno, quisiera que esta canción sea interactiva y la cantemos todos. Estoy casi segura que se la saben. ¿Podemos hacer un ensayito? El coro dice así. Ay, 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 ay. ¿Se lo saben? Canta.
corazones. Ahora ustedes, ¿va? Dice. A mí me dijeron que no cantara canciones tristes, pero se me hace muy difícil cantar rancheras y no cantar canciones tristes. ¿Están de acuerdo? Bueno, para los que hemos dejado ir un gran amor, va dedicada esta canción.
Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas luces dejaste encendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus penas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde lo quiero. Cuántas cosas dejaste prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Un aplauso para los arrieros, por favor. ¿Cómo están? ¿Paramos o le seguimos? ¿Le seguimos? Bueno, pero cántenle fuerte, pues. Esta canción, yo no sé si por ahí ande el menonita que está esperando por mi corazón. Se la dedico. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día llegará. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día, lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta ver si no más. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me
Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Muchas gracias. Pues ya casi nos despedimos con este gran honor de cerrar esta gran fiesta enorme. Creo que no habíamos tenido un festejo tan grande en esta tierra y bien merecido. Esta canción se llama 100 años y decidí cantarla justamente por estos hermosos 100 años que hemos vivido juntos. A ver si les gusta y si se la saben, cantemos todos, por favor. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Sin embargo, sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Sin embargo, sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Muchas gracias. Bueno, con esta siguiente canción nos vamos a despedir. Muchas gracias por sus oídos, por su corazón. Soy Ceci Leos, se escribe con Y. Arróbenme en Instagram. Soy cuauhtemense, pero tengo muchos años también viviendo lejos de estas tierras y es una gran alegría regresar aquí para cantarles. Nos despedimos. Un aplauso, por favor, para los arrieros. Otro aún más grande para la comunidad menonita, por favor. Gracias por esta noche. Nos despedimos con esto.
vas a abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos al verme, si no estás comprometida. Eres mata de algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé si tienes quien te lo evite. Mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chinito, por tus quereres. La maldición de los hombres son las benditas mujeres, y aquí se acaba cantando los versos de los laureles. Muy bien, bueno, ahora sí, Ceci Leos nos cerró el programa. Damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias a toda la organización, a los paramédicos, a la Secretaría de Seguridad Pública, al municipio de Cuauhtémoc, a todos los menonitas que nos recibieron ahora en sus 100 años. Muchas gracias a todos por este evento, muchas gracias por la Expo Menonita y nos vemos en el 2023. Un aplauso y nos vemos. Hasta luego. So een ding waar ik geloof wie ons alle gelukkig proef met en ik word het aan juist op de 100 jaar vast dat alle mensen wie hingen rond nu wie dit vind ik puzzle. Dit vind ik puzzle heeft de Bank van Mexiko gemerkt. Veel krijgt de 100 jaar wat de Mennoniten hier in Mexico zijn. En de president wordt dan van de Bank van Mexico hier aan het dat weer Alejandro Alegre en hij juist met deze puzzle. So you're telling me that this coin was gifted to you by Alejandro Alegre? Yes. I did hear about that. There was a lot of fuss going on about this coin. Everybody wanted one. And I see a Mennonite family, I see a train and a plowed field. So I guess that's all the key inspirations as to what we've been doing here, what we're celebrating, coming here with the train, the family, and of course agriculture that we've been doing here. So nu werde ich Ihnen einladen, ein Video zu sehen, dass die Bank von Mexiko auf Tipp gestellt, dass die den ganzen Prozess kennen sollen, wird erst gekommen, dass das Päuse dort zu boven hat, was die haben, und wird gemerkt werden. Yes, next we're inviting you guys to watch a very special video, how they produce this coin.
Nu hebben we hier nog Zaza erloden te diesen Alphenmoords van dit jaar. Bij het Museum Mennonita, die worden wat activiteiten gaan, om dat 101 jaar ook een klein beetje feiern. Dat wordt niet zo wat groot zijn als dat 4 jaar. Maar die gaan ook een klein beetje wat, omdat bis tot wir kennen, war mit dem Denken, dass wir hier 100 Jahre in Mexiko sind. Die waren kleine Gedichte haben für Kenia, das sind Kartengedichte, die nennen sich Haikus. Und dann waren die noch Polkas tanzen, Polkas Chihuahuenses von diesem Estado Jutz, wo wir sind. Und dann waren die noch ein Konzert von Piano, und das ist Romano Gutierrez und Kenya Thiessen, wo du dann Tipp am Piano spielst. As Marcela was inviting you guys already, I too want to invite you guys very much to this upcoming March 11th, where we will celebrate 101 years here in Mexico, here in Chihuahua. So you guys who are interested, come join us. There'll be some events, there'll be some activities. There'll be short form poetry for children, German, raramuri. There will be Chihuahua polkas. There's a concert planned that will be by a well-known raramuri pianist. And Kenya Thiessen. It will be super, super cool. So I invite you guys, come and join us. So vielen Dank schön, dass die hier so lang mit uns Tipp gewesen, um das alle bekeken, was hier über 100 Jahre passiert sind. Ich weiß, dass so viele Menschen wollen kommen, die können nicht wegen Arbeit, die können nicht von der Arbeit los. Und das Video, was die hier designt, das ist ein langes Video, das wird hier in das Kanal jetzt beim bleiben. Wenn ihr immer beste Dinge nicht haben könnt, sein, wenn ihr nicht Zeit oder ihr nicht am Computer wählen, das bleibt hier in das YouTube-Kanal. Und so ist das ja jene Freunde und Familie, die auch schauen, oder vielleicht von der nicht haben können sein. So, weil ich gute Trainer Luther, kann ihre fresh sein, kann jene Freunde und Familie die schauen. Das wird so interessant sein für die alle. Yes, thank you guys for having stayed with us all throughout the day. Thank you for watching. This video will be on here permanently. You were watching live today, but this will be on here. You can send it to your friends and family, and you can always find it here on our YouTube channel. So vielen Dank schön und vielleicht sehen wir uns im 100 Jahr wieder. Thank you very much, guys, and we will see you in the next 100 years.